So, servus, grüß euch und habe die Ehre. Diesmal mit Mikro. Ich hoffe, dass das ein wenig besser funktioniert oder besser zum Hören ist, als wie der Rest von dem ganzen Ding. Aber es sollte jetzt besser, ja, es sollte mir jetzt eigentlich besser hören können. Ein neuer Livestream fällt jetzt noch an Tour. Heute gibt es von Deutschland Richtung Österreich, sprich Deggendorf. Servus, habe die Ehre. Was hast du mit rausgebracht? Ja, von Deutschland Richtung Österreich. Und dann schauen wir mal. Ja, ihr seid Deggendorf Richtung Wels unterwegs. Mercedes Artego 16 Tonnen. Ja, packen wir es, oder? Gib ja je. Wie ist denn der Ton? Peter, passt's. Fadi. Popcorn. Ja, passt. Scheint mir der Ton gut zu sein. Ja. Immer mal ein bisschen Feedback, weil ich habe ein neues Mikro. Das sollte jetzt besser funktionieren wie das heute. Top, gut, passt. Jetzt machen wir meine Husterei auch besser. Kriegt das nicht los. So, stürmt und schneit und schneiden noch nicht, aber gestürmt hat es mit Sauerlink da. So, das gibt's gar nicht. So. Was, vor 3 Monaten bist wieder da, ja? Schön, ne, freut mich. Und was? 3 Monate Ruhe. Ja, passt. Ui, das kann ich nicht. Richard, servus. Jetzt fet's together. Aber Hebräisch oder was das ist, kann ich nicht. Tut mir leid. Da geht's aus. So, gleich eine rote Welle am Anfang, das bringt Freude. So, fahren wir jetzt da. Jetzt suchen wir uns einmal die Autobahn und dann geht es einmal brutal auf der Autobahn weiter. Mein Freund, ich kann nichts lesen, was du schreibst. Aber egal. Lieber live dabei als nur daneben. So, gerade weggefahren. Derzeit noch in Deggendorf. Jetzt geht es ja schon mal auf die A92 und dann auf die A3 Richtung Suben. Rechts auf die Auffahrt A92 abbiegen, dann auf A92 fahren. Wir sind bei euch wieder so. Bei uns regnet es wie die Sau. Kalt ist, windig ist.
gleich mit Heizung ein wenig umschmeißen. Da. Ein paar Scheitel draufwerfen. Drei Monate Pause? Warum 3 Monate Pause? Dem Straßenverlauf von A92 noch 2 Kilometer folgen. Handy kaputt. Ein Licht am Ende des Tunnels, schau. Aber das reflektiert, ist ein Wahnsinn. Siehst du nichts mehr. Noch 600 Meter. Ausfahrt Adler Richtung Linz. Passau. So, jetzt geht es einmal grobe Richtung Linz, Passau. Dauert das Ganze ungefähr 1 Stunde und 43 Minuten. Dann waren wir mal da, beim ersten zumindest einmal. Die Ausfahrt Adler. Ablader habe ich eigentlich, glaube ich, so 10 Stück. Ausfahrt Adler zu Das heißt, ich brauche nicht ganz so viel aussteigen wie sonst dabei. Und mit dem Mikro dürfte es funktionieren, aber dass mir zumindest dann auch Herz, aber nicht sieht. Mal schauen, was wird. Wow. Fahrstreifen nutzen. Abfahrt Adler zu So, jetzt haben wir Vollgas. Dem Straßenverlauf von A3 noch 65 Kilometer folgen. 65 Kilometer bis zur nächsten Abfahrt. Einen wunderschönen guten Morgen beieinander, zuerst einmal. So wie es ausschaut, hat es schon ein wenig rundum geredet. LKW-Stream und YouTube ist jetzt nicht so oft, glaube ich. Mein Problem ist bei dem ganzen Geschichte, dass ich leider nur hochkant filmen kann mit dem Handy, weil YouTube das nicht unterstützt, wenn man das Handy querlegt. Sprich, dann hätte ich 180p, so leider nicht. Schon, aber hochkant halt. Da muss man noch eine Software zulegen, jetzt geht es über YouTube direkt. Jetzt probiert über Stream Elements, nein, schmarrn über Streamlabs, aber die wollen schon wieder Geld von mir, wenn man es querlegen darf, dass man es querlegen darf, und das ist mir eigentlich zu blöd. Da bin ich noch sauber zu klar dafür, dass ich mir jetzt da Geld irgendwo raushaue. Moin, moin! Ja, wo geht's hin? Richtung Österreich. Von Deckendorf Richtung Wels im Moment. Dankeschön. Werden wir schon rocken, die Geschichte. Ein Lastwagen ist ja nicht so groß, also von dem her haben wir heute ein wenig Linz Innenstadt, Wels Innenstadt. Linz wird interessant, weil da Altstadt dabei ist. Für mich weniger, für euch dann chillig, ja. Mich kostet es dann extrem. Weiß ich noch nicht. Ich glaube nicht. Also Österreich, Schnee, da wo ich hinfahre nicht, ich bin in Oberösterreich.
Wenn du aber auf Tirol fährst oder die Steiermark, da kann es schon sein, dass es ein bisschen Schnee hat. Bei uns ist Wintereinbruch prognostiziert sozusagen. Ach, scheiße. Da. Bei uns ist die Woche noch Wintereinbruch. Mal schauen. Also sagt zumindest der Radio. Ob es dann auch so ist, ich hoffe, es wird jetzt Zeit, dass es mir gescheit kalt wird, dass es mir die scheiß Viecher da friert. Bei heuer im Sommer im Garten, da bist du rausgegangen und dann hinterher, 2 Sekunden später, haben sie dich schon abgefieselt, dass es echt zum Speim war. Nein, Stück gut Nahverteiler. Ein Stück gut. Nahverteilerverkehr auf alle Fälle. Ich fahre Gastro. Ich bin aber keine Spedition. Ich hoffe, dass das bei der Community einigermaßen gut kommt. Gas? Gas? Ja, schneller geht's nicht. Das war's dann. Ich fahre nicht mit Gas, ne? Diesel. Diesel einmal tanken, ungefähr 600 Euro am Arsch. Das war tatsächlich eine Option, aber unser Chef will das nicht. Glaube ich mal. Oder ist es teuer? Zu teuer, kann auch passieren. Aber nagel mich nicht fest, ich kann nichts dafür, ich nehme den Bock, den wo ich kriege und dann wird gefahren, fertig. So. Schauen wir mal, wie viele Baustellen das wir wieder erwischen. Ein super Wetterchen, der Ringer tut es, was runterfahren kann. Deswegen tut man auch dementsprechend nichts. Passt ja wieder alles zusammen halt. Kann es aber auch nicht besser scharf stellen, weil es so blendet. Tut mir leid fürs schlechte Bild. Dankeschön. Ja, heute Abend. So, noch irgendwelche Tracker anwesend. Wahoo. So, 2:47 Uhr und schon so viele Leute unterwegs. Ich glaube, ich bin, oder? Das wird doch schlafen, Leute. Aber ich darf auch nicht. Solidarisch erklären, das passt. Gefällt mir. Ja, allein auf der Straße, da schläft er dann einmal ganz schnell ins Gesicht ein. Manche lenken sich dann ab mit Zeitungslesen oder Zehennägel schneiden oder was der Teufel. Ich habe schon einiges gesehen, wenn ich einen überholt habe, da kriegst du auch den Vogel, wenn du das siehst. Und man denkt, ui, da geht's noch. Aber ungelogen, gell? Das haben wir alles. Also Bildzeitung hat einmal gelesen. Zehennägel hat sich einmal geschnitten mit der Zange. Das gestellt, das sollte gefilmt haben. Das war das Shortwerk gewesen, echt wahr. Aber gefährlich ohne Ende, der, wenn bremsen muss, ist vorbei, gell? Also so schnell bringt er seine Haxen nicht mehr runter vom Lenkradl. Ah, so breit sei, ich verstehe es oft nicht. Das hat mir gerade noch einfallen. Aber ich habe gesagt, dürfen wir die anderen leider gar nicht filmen, wenn sie es nicht wissen, gell? Zumindest nicht so. Wenn ich jetzt durch die Stadt durchfahre, dann ist es weniger tragisch. Aber wenn ich einen dann direkt filme und mache einen Short draus, ich glaube, dass der da nicht so einverstanden ist damit. So, Oetal Süd, ein neu gebauter Parkplatz und voll. War klar.
Lake Aquaplanching. Ui, sehr schön. Ja, meine lieben Liebenden, sollte mich mal einer kontaktieren wollen oder mit zusammenscheißen oder sonst irgendetwas, bei mir gibt es sogar einen Discord. Der ist zwar eher für mein Gaming-Content, aber er hat auch eine Sparte für Favorites on Tour. Da könnt ihr gerne joinen, kann uns ein wenig unterhalten. Geht zwar nicht, wenn ich im Stream bin, aber geht ganz gut, wenn ich nicht gerade im LKW bin. Kann man sich ein bisschen austauschen, ein bisschen ratschen, das ist nicht falsch. Der eine oder andere weiß vielleicht eine gute Location, die wo man ein wenig empfehlen kann. Für Vorschläge bin ich da immer offen, was da so gibt. Ein Schwertransporter, den hat auch wieder jeder braucht. Oh mein, oh mein. Ah, der fährt aber auch wie die solche davon, oder? Gibst du gar nicht zu bei dem? Nein, bei euch schaut das so weit weg aus, der ist gar nicht so weit weg. Aber er fährt schon daneben, dass man nicht überholen sollte, darf. So, nächster Parkplatz, Rossrückenholz. Und auch voll. Ja, war klar. Sie ist enorm, was in der Nacht der LKW man anstrengen, da wollte der Teufel. Alles voll, was du schaust, voll. Ein aber nicht so gutes Beutel, weil es so renkt. Muss ich mich mal direkt entschuldigen dafür. Aber kann ich nichts dafür. Igensbach. Also irgendwie hat der das nicht kapiert. Wenn der heraus ist und da Überholverbotstafel leicht, dann darf man nicht überholen. Aber er versucht es irgendwie. Da kommst du nicht vorbei. Die Hofheit drängt den ganzen Tag, aber so richtig batschnass wird. Ah ja, jetzt darf ich vorbeifahren, das schaffe ich aber nicht. Ah, da nicht, na ja gut. Dann machen wir ein wenig langsamer. Weil den muss ich jetzt dann auch nicht überholen, da den Typen. Was fährt er denn? Der fährt mit dem Schwertransport fast 90. Respekt.
von der überhaupt spazieren, das sieht man nicht. Irgendwas groß. Wird wieder ein Teil von einem Windradl sein wahrscheinlich. Oder irgend sowas. Auf alle Fälle lass mich der nicht überholen da, der. Oh mei, oh mei. Dann fahren wir halt ein wenig hinterher, ist eh Überholverbot, sehe ich gerade. Passt. Ah. Jetzt war es noch lustig, wenn es gefrieren hat. War der schöne Eisplatten. So. Erzähl's mir mal ein wenig etwas. Wo hat's denn hier so unterwegs? Daheim auf der Couch oder auch im Truck? Im LKW? Aber ich glaube, das Scheißwetter, das ist, glaube ich, flächendeckend in ganz Deutschland, oder? Bei uns ist einer auf Nacht der Sturm gegangen, wenn ich da runtergefahren bin. Brutal, wie es da bloßen hat. Extrem. So, Vilshofen. Nächste Abfahrt Vilshofen. Bei uns geht es jetzt halt Richtung Wels. Und in Wels muss ich in die Markthalle. Kriegt ein wenig Gemüse. Und da muss ich schauen. Dann glaube ich, ist ein Altenheim dabei. Aber habe ich noch nicht so genau nachgeschaut. Dann ist der nächste aber interessant. Das war jetzt die Markthalle. Aber es ist jetzt schluft rein. Zuerst vor der 90, jetzt kommt der Bubel nicht auf, oder was? Was hat der überhaupt dabei da? Nicht zum Erkennen. Ich brauche ein Fernglas, wie wir Blinder, glaube ich. Ich soll es jetzt wieder braucht, dass ich den vor mir habe. Mein Gott, nein. Wenn ich dann über die Grenze fahren tue, ja, dann wird der Stream wahrscheinlich abkacken, weil das Netz wechseln muss auf Österreich. Da bin ich dann einmal 3-4 Minuten verschwunden oder setzt der Stream aus. Wobei das sowieso, wenn man unterwegs ist, so eine Geschichte ist, weil ja, Netz hat Löcher und auf der Autobahn an die Löcher ab und zu mal ein wenig größer. Das heißt, für die Qualität kann ich jetzt tatsächlich nicht extra irgendwas machen, sondern das ist halt, liegt an der Verbindung. Wenigstens ist jetzt mein Ton für die Sprache schon ein wenig besser, weil ich habe ein Mikro gekauft, hat sie 85 Cent gekostet, aber ich glaube, das klang. Ein bisschen was muss man ja investieren, gell? Ja, nein. Es ist tatsächlich schwierig, was Gescheites zum Kaufen, weil wenn es was Gutes ist, dann kostet es glaube ich 300-400 Euro. Da muss ich sagen, das ist schon ein wenig arg viel, zumindest für mich. Aber ich glaube, das geht eh ganz gut.
Weiß allerdings nicht, inwiefern die Nebengeräusche vom LKW mit übertragen werden, ob man meine Stimme nur hört oder ob es das ausfiltert oder nicht oder wie. War da wegen Feedback nicht schlecht, weil ich kann nicht streamen und mich gleichzeitig abhören. Ich brauche nur zweites Handy. Da scheitert es dann auch schon wieder. Aber mich freut es für jeden oder von jedem, der wo meinen Kanal findet, weil ich bin noch nicht so lang da dabei. Aber es funktioniert alles ganz gut, muss ich sagen. Besser geht kann es bei. Aber naja, liegt stark an der Community. Ich habe es ihnen gefreut. Abos und Likes natürlich essentiell notwendig für mich, weil sonst wird das nichts. Und je mehr Kommentare das drin sind, umso besser für mich, ja. Ich muss ja unbedingt einmal ein Video machen, weil jetzt ist es natürlich relativ langweilig, wenn ich auf der Autobahn fahre. Aber wenn man sich zusammenschneidet, wo es den ganzen Tag so ein bisschen passiert, weil kein Mensch kann jetzt da 8 Stunden zuschauen, das ist mir auch ganz klar. Aber man kann halt vorher nicht sagen, wo es passiert. Und da werde ich mal ein Video machen und die ganzen Highlights zusammenschneiden. Weil es sind schon oft Sachen dabei, dass du fragst. Gell? In Linz zum Beispiel bin ich in der Gassen gewesen. Da ist einer um die Ecken nicht rumgekommen, aber der hat einen Kran gehabt am LKW. Der hat nicht frei Weg einmal den Kran hinten am Auflieger festgemacht und hat seinen Arsch dann um die Kurven gekippt. Weil er selber nicht drum gekommen ist. Also das, sowas, wenn du sagst, mitten in der Altstadt drin, ja, das ist dann schon prickelnd. Sowas habe ich tatsächlich selber auch noch nicht gesehen, dass einer mit seinem ja, Kran, das wo am LKW verbaut ist, seinen Auflieger hinten umhebt. Aber ich meine, das geht gar nicht, aber es ist schon gegangen. Aber der hat das so schnell gehabt, ich glaube, der hat das schon öfter gemacht. Gesundheitlich ein bisschen angeschlagen, Husten, Schnupfen, Heiserkeit. Er fährt trotzdem wieder Henker da vorne mit seinem Ding. Dann auch wieder nicht. Aber ich frage mich, von wo dass der Angst hat. Da vorne kann man der Packelplatz, da kannst du noch mal kurzzeitig ausfahren, musst nicht einmal bieseln oder was. Weil dann kann man mir da durchheizen. Aber so ist das nichts. Ah, ein Leihauto, sehr schön. Was haben wir denn? Am BMW X, weiß der Teufel was? Naja, auf alle Fälle.
Einer haben wir ein brutales Sau wieder erwischt. Oh mei, oh mei. Also wenn der Stream ab und zu ein bisschen hagelt, gell, das ist Handynetz. Das mag dann nicht so wie ich nicht. Funktioniert dann nicht ganz so gut. Man sollte aber meinen, dass es auf der Autobahn geht, aber leider nicht. Sind genauso gut oder sind genauso viel überladen. Ja, jetzt sehe ich es erst. Ui, danke einmal für die Likes. Das gefällt mir, passt. Mir gefällt es, wenn es euch gefällt. Aber ich tue das sowieso jeden Tag, warum soll ich dann nicht einen Stream mitlaufen lassen, gell? Aber für einen, der wo vielleicht ein pensionierter Kraftfahrer ist, mal wieder auf der Straße zum sein, das ist ja, als wäre jetzt Beifahrer machen bei mir, ne? Früher haben wir tatsächlich einen zweiten noch mit dabei gehabt, aber da ist auch das Geld ausgegangen. Jetzt fahren wir halt allein. Und dann ist das ganz schön fad dabei. Deswegen mache ich es so, weil dann hat man da auch des Nächtens ein wenig Unterhaltung. So der Plan. Aber was tust du sonst? Entweder du frisst oder du rauchst oder du saufst. Manche machen alle drei Sachen miteinander und dann fällt es mit 2,8 Promille vom LKW raus. Ja, das mache ich jetzt nicht. Haben erst wieder gehabt, in der Zeitung gestanden. LKW-Fahrer aufgehalten, 2,6 Promille. Leck, 2,6 Promille, ich glaube, da findet jetzt Zündschloss nicht mehr ein. Und da fand ich noch. Das ist unglaublich. Hat sich einer gehört eingespielt. Tut mir leid. Aber da absolut null und gar nichts Verständnis. Passau Nord. Ja, es geht bis Katzelmacher. Bis du schaust. Halbe Stunde Fahrzeit haben wir schon in Passau. Jetzt haben wir nicht mehr weit zur Grenze. Während noch seit 20 Kilometer vielleicht. Dann sind wir mal von Deutschland draußen, dann geht es auch Richtung, oder dann sind wir in Österreich. Ich bin noch nicht so weit weg von der Grenze. Merkt man im Dialekt ein bisschen, ja. Da schlägt das Österreichische dann aber ab und zu ein bisschen durch.
So, das ist jetzt dann der Rastplatz Donautal. Da gibt es einen ganz guten Kaffee, der ist auch furchtbar teuer. Also wenn man zahlt 5,20 € für einen normalen Kaffee, da fragst du dann schon, braucht es das, gell? Ja, die nehmen es von den Lebendigen, gell? Da kostet der Sprit um einiges mehr. Also wo ich weggefahren bin, hat der Diesel 1,59 gekostet. Und da kostet dort sicher 1,79 oder so. Ah, weit gefehlt. 2,10 €. Leck mir am Arsch. 60 Cent teiliger. Ah, Spinnerte. Ah, da kriegst du einen Vogel, oder? Ah, das soll auch nicht sein dürfen. Bei uns unten ungelogen der Diesel 1,59. Da jetzt dann der Autobahntankstelle 2,17 € habe ich gerade gelesen. 2,17 €. Das sind 60 Cent mehr als wir jetzt in Deckendorf. Braucht es das Leid? Das hat es anbrennt. Wenn ich jetzt tanken muss mit dem LKW und bin leer, dann brauche ich 1.000 €. Respekt. Wenn sie selbst das auch nicht braucht. Da sollte mal ein Riegel her oder ein Deckel. Die können das scheinbar verlangen, was lustig sein. 60 Cent Unterschied auf, weiß ich nicht, wann das jetzt bin, 60 Kilometer, das ist schon ein Haufenzeichen. 2,17 € auf der Autobahn, der blöde Sprit. Wahnsinn. Diesel wohlgemerkt. Ja. Das andere habe ich jetzt nicht gesehen. Aber bei uns unten definitiv 1,59 €, weil ich extra noch geschaut habe, mein Privatauto auch, Polente, servus. Weil mein Auto auch leer war. Ja, 60 Cent Unterschied. Da trat es da aber schon quer. Okay, da mal eine Regelung hin. Also das kann es auch nicht sein. Also das ärgert mich. Selbst das, was es nicht braucht. Das ist schon teuer genug. Dann machst du es auf der Autobahn noch teuriger. Die ganzen Urlauber, was durchfahren müssen, wenn einer tanken muss, ja, der wird arm. Was der normale Sprit oder auch 2 € und noch was. Ausnutzen, was du ausnutzen kannst, eh ganz klar. So, 107 Kilometer bis auf Linz. An mir haben wir noch 19 Kilometer bis zur Grenze. Wie ich vorhin schon gesagt habe, an der Grenze wird der Stream abbrechen, weil es das Netz erst umstellen muss. Und dann geht es wieder weiter. Ich selber muss auch kurz stehen bleiben, weil ich muss am Fahrtenschreiber umstellen. Anderes Land. Das kostet 380 €, wenn ich das nicht mache. Und das ist dann doch ein wenig viel teuer. Und darin wird es heiß wie in der Sauna. Ey. Boah.
So, Passau Süd. Da gibt es übrigens einen echt einen schönen Christkindlmarkt. Da glaube ich gar nicht mehr lang, bis der losgeht. Jetzt bin ich gespannt, wann ich den Schwertransporter los wird. Aber an der Grenze spätestens da wäre ihn los, weil sonst der braucht dann nämlich noch mehr eine neue Eskorte und die warten bestimmt noch nicht. Schon mal danke fürs Vorbeischauen, alle, die mal kurz da sind. (3:15 Uhr). So, 16 Kilometer bis zur Grenze. Wir schleichen uns dann langsam, aber kontinuierlich an. Ja, ich bin leider jetzt ein bisschen, heute bin ich ein wenig deprimiert, weil ich ganz eine schlechte Nachricht gekriegt habe. Weil, ja, was ich einmal so im Stream sagen kann, aber von meiner Mutter ist es nicht so ganz Schönes diagnostiziert worden. Da kann das ganz bitterböse ausgehen momentan. Und deswegen bin ich heute ein bisschen, ja, wegen Kopf nicht unbedingt ganz so bei der Sache. Aber live ist brutal. Ist so wie es ist. Man muss einfach immer klarkommen mit dem, was so gespielt wird. Gestern war ich in Straubing. Gleich mal so. In Straubing, da gibt es einen Löwenkeller. Also ich weiß jetzt nicht, aber ich habe gestern, wie sagt man jetzt auf Hochdeutsch, ich weiß nicht, bei uns heißt es Rahmschwammerl oder Schwammerl-Ragout, ja. Oder Schwammerl-Suppen, ich weiß nicht, wie es auf Hochdeutsch heißt. Aber sowas Geiles habe ich schon ewig lang nicht mehr gegessen. Die hätten sogar ein Kalbslingerl gehabt, also Kalbslunge. Für den einen oder anderen, der jetzt sagen, für Eiwe. Aber für mich ist das tatsächlich ein Schmankerl, weil es das in die Wirtshäuser fast nicht mehr gibt. Und ich muss sagen, der hat Portionen gehabt, die sind brachial. Also, extra mir Marsch. Am nächsten, am Nachbartisch haben sie Schnitzel gegessen, also Wiener Art, ja. Das war ein riesen Suppenteller und da ist das Schnitzel rechts und links 10 cm drüber gegangen. Leider habe ich es nicht fotografieren können, weil sonst hätte man der andere wahrscheinlich einen Vogel gesagt, wenn ich seinen Teller fotografiere. Aber die Portionen, die sind da extrem. Das ist jetzt, ja, Preise halt normal, sage ich jetzt einmal. Rahmschwammerl haben 12 Euro gekostet. Ist schon auch ein wenig teuer, aber wenn du dann siehst, was für einen Haufen das dann kriegst, da waren 3 Knödel dabei. 3 Semmelknödel, auch nicht gerade kleine. Und da ich halt sehr gern selber koche und auch selber gern gut is, ich glaube, das ist sogar ein Video wert, das Lokal. Muss ich mal mit dem Chef sprechen von dem, ob ich da was aufnehmen darf oder nicht. Aber das war dann schon sehr empfehlenswert, das Ding. Für einen, der wo die bayerische Küche mag, ist das super. Danke! Auch so viel, wenn du LKW-Fahrer bist. Deinen Namen kann ich leider nicht lesen. Weil zur Nikolai, glaube ich, oder? Ja, Nikolai, glaube ich, was. Danke dir, mein Freund. So, 11 Kilometer to go. Und dann haben wir Suben, Grenzübergang.
Und dann fahren wir noch mit 60 Kilometer, dann sind wir eh schon da, wo wir hin müssen. Eine Heizung spinnt auch. Entweder sie hört, dass was weiß ich, Würstel braten kannst. Nächsten Augenblick zückt es wieder rein, dass du meinst, du kriegst Eiswürfel an die Zehe. Ja, der Leistung ist immer so der ganz neueste, glaube ich. 431.000 Kilometer hat er drauf, also ist er 4 Jahre alt ungefähr. Ja, was ist denn mit ihm da? Hat der kein Licht eingeschalten oder was? Das ist ein Great Britain, oder? Ja, glaube ich zumindest. Oh, Great Britain, denke ich mal. Ja, überhol mich, hast recht. Aber ich muss sagen, ich muss den jetzt auch überholen, weil jetzt glaube ich steht er dann gleich. Weil mit 10 voll Granaten, da passiert es dann nämlich. Ne? Du Arschgeigen, du Blöde. Entscheider, du gehst zu Fuß oder auf der Autobahn 50. Bei dem wieder. Das ist ja kontraproduktiv. Da macht Peng und Furt dieser von der Straße. Aber wenn du nicht aufpasst, im Pfost brutal drauf. Der hat wahrscheinlich so viel Wind und Regen vor mir noch gar nicht gesehen, weil er gar so anschleicht. Nein, nein, nein. So, der Baustelle. Sagen wir Höhe Bad Füssing. Da gibt dann unser wie sagt man jetzt da? Verkehrsscreening. Oder Immigrantenkontrollstelle. Ja, da haben sie extra so eine Steuer aufgebaut, wenn man auf der linken Seite nicht sieht, was so hell ist. Dann sie dann ein wenig nachkontrollieren, ob im LKW ein paar drin sitzen oder so. Das machen sie auch schon eine ganze Zeit lang. Ist dann so. Aber Immigranten erwischen es dann, wenn ah ja, dann ist es nicht ganz für mich sonst. Haben schon ein oder zwei große Lieferungen aus dem Verkehr gezogen. Ich frage mich, wo das Zeigen herkommt. So. Jetzt haben wir gar nicht mehr weit. Oh, jetzt erst einmal eng, oder gesagt? Meist ist ein Scheiß wieder, da möchtest du auch speien. Braucht es jetzt? Dort schiffen gut. Du da hinten, du brauchst mal gar nicht aufblenden, weil in der Baustelle brauchst du auch nicht überholen, gell? Du Zipfelklatscher, du. Weil genau da passiert es nämlich. Müssen sie aber vorbeifrieden, ist eh nicht allzu breit und dann verfrieden sie noch vorbei. Unbedingt müssen da 2,3 Minuten schneller sein als wir der LKW, wo er vorher noch fährt. Aber was werden sie denn da schon wieder umbauen? Das gibt es ja gar nicht. Wow. Auf der Tafel geht es bald nicht mehr raus. So.
Sind wir nicht mehr weiter an der Grenze, da bricht der Stream dann ab, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, weil Netzwechsel. Ne? Und ich muss meinen Tachografen dann auch ein wenig anders programmieren. Den Straßenverlauf von Adenau 4 Kilometer folgen. 4 Kilometer auf Grenze. So, und jetzt muss ich noch ein bisschen jammern. Also jede Spende ist bei mir herzlich willkommen, jeder Tipp, jede Mitgliedschaft und so. Aber mir geht es um das. Ich habe Großfamilie, ja, und ja, wie soll ich sagen, das Equipment, was man besorgen möchte, könnte, brauche, muss man das Geld selber nebenbei verdienen. Und also jede Hilfe, jedes Abo, jede Mitgliedschaft bei mir bringt mir natürlich ein Stück mehr an mein Ziel und ist natürlich nett, wenn einer das mich ein bisschen unterstützen möchte, ja, kann er das gerne tun mit der Mitgliedschaft oder Spende oder was weiß ich was. Das haben wir gerade so nebenbei gesagt. Als LKW-Fahrer bist kein Großverdiener, das kann ich auch gerne sagen. So, Suben Autobahn. Republik Österreich, 1 Kilometer. Dann hätten wir das auch wieder. Nach 600 Metern weiter auf A8. So, jetzt wird es mit dem Netz gleich mal scheiße ausschauen. Aber keine Sorge, Volksversorge. Ich komme dann schon wieder. Wenn sich das Netz dann umgestellt hat, müssen wir umschalten auf Österreichisch. Den Straßenverlauf von A8 noch 61 Kilometer folgen. Jetzt hoffentlich wieder den Schwertransporter los. Ja, Bingo Bongo. So, ich muss jetzt aber da selber mal ein bisschen stehen bleiben. Da. So, neu programmiert. Aber jetzt halt hoffentlich, oder? Hat er das Netz gefunden? Ja, Bingo Bongo. Ja, ich glaube schon. Jetzt glaube ich, hol das wieder.
Ja, jetzt hat er das neue Netz gefunden, passt. So, jetzt sind wir in Österreich und fahren wir auf der A8 Richtung Wels. Bin ja gespannt, wie lange das mein Mikro der Akku hält. Das habe ich auch noch nicht getestet. Das sind sozusagen Premiere. Aber ich denke, das wird schon gut halten. In der Pause kann ich es wieder laden. Dann geht das schon. So, was geht bei euch so? Was macht ihr gerade bei dem Sau wieder? (3:36 Uhr) in Österreich und regnet. Ort im Innkreis. Jawohl. So heißt es doch. Meine alte Heimat. Aber ein Sauwetter ist das, das ist nicht normal. Jetzt geht's los mit Schnee und zumindest nicht auf die Landstraßen, auf der Autobahn geht es aber noch so weit. Ja. Kann sein, dass das ab und zu ein bisschen abbricht einen Tag. Ja. So. Thorsten, mein Freund, wenn du dabei bist, wie geht's dir denn? Alles gut soweit? Der Thorsten hat mir gestern geschrieben auf WhatsApp, er hat seine OP gut überstanden. Das ist ja schon mal ein Pluspunkt. Und hat zeitgleich dann einen neuen PC gekriegt zum Zocken. Muss ich sagen, da kann es dann gut weitergehen. So. So, Murau West, Parkplatz, nein, Rastplatz. Ja, bei uns ist auch heute schulfrei. Bei uns in Bayern ist Fuß- und Betttag.
Dann müssen die Kinder nicht in die Schule gehen, am Feiertag haben sie uns genommen, arbeiten dürfen wir trotzdem. Hervorbrechen. So, guten Morgen zusammen. Oder sagt man jetzt noch gute Nacht? Naja, 3:45 ist schon guten Morgen, glaube ich. So, was haben sie jetzt da? Ich sehe schon. Mit Tagfahrlicht sieht man dich hinten nicht. Ja, das ist auch wieder eine Weisheit. Da, guten Morgen. Sorry, ich kann kein Russisch. If you want to talk with me, please in English or German. I don't understand Russia. So, jetzt geht es dann wieder weiter. Jetzt fahren wir dann Richtung Wels. Hello, my friend. I'm driving in Austria. Truck driver. 16 tonnage. Tonnage. Huh. How are you? Everything all right? Good job. So, der nächste Stopp ist in Wels. Haben wir noch circa, ja, was haben wir denn noch? 30 Kilometer. 30 kilometers to go. Ich glaube, heißt das.
So, jetzt werden wir wieder auf Österreich. Da gibt es eingebaute Blitzer. Nicht, dass wir da durch einen durch hier rauschen. Das kann ich jetzt auch nicht brauchen, das kostet auch wieder Hafergeld. Der nächste dürfte irgendwo bei Ried sein. Schauen wir mal. So ein Scheiß wieder, meine Fresse. Fucking Wetter. Boah. Fährt der da vorbei, oder? So, aber wieder reinschauen, das passt, ja. Aue, Pfanne. Bei dem wieder. Oh, hat sie auch geschissen, Alter. Nein, da haben wir es wieder super erwischt. So ein Blitz wieder. Schütze aber so fallen kann. Ich hoffe, dass das nicht in Schnee übergeht. War so richtig deppert. Ach, ja. So, jetzt müssen wir schauen, dass wir die eingebauten Blitze noch sauber umfahren können.
Da hat der dann der erste Blitzer irgendwo gekommen. Ah, da war er schon auch. Da war er schon und geht wieder nicht, Gott sei Dank, weil sonst hätte es mich schon wieder gehabt. Da habe ich die Erde, Grüezi. Noch in Arbeit, oder was? Ich fahre heute Österreich. Bin jetzt gerade in der Höhe von Ried, nein, von Haag. Und heute auch mit einem besseren Sound, weil jetzt habe ich ein Mikro. Jetzt ist das wahrscheinlich schon besser da wie sonst dabei. Hoffe ich zumindest. Und Fellow seid. Okay. Sollte eigentlich besser gehen. Sollte eigentlich besser sein wie sonst dabei. Ach so. Praktisch muss ich ein bisschen reinreden da. Da muss ich das Mikro herhängen. So müsste es dann besser funktionieren, aber ich kann es nicht die ganze Zeit halten, das ganze Ding. Muss ich es näher an mein. Muss man es auf die Nasen aufzwicken oder was? Hendrik, servus. Ja, ich muss jetzt das nach Hause kriegen, wo ich das Ding hinhängen muss. Ne? Aber ich glaube jetzt, so wird es besser normalerweise. Aber ja, wie gesagt, man muss schauen, wo ich das Ding hinhänge. Da. Ich muss ein wenig weit aufhängen. Moment einmal. So, da Lazi. Jetzt haben wir es aber besser gehen, oder? Ja. Schauen wir mal. Ja, dann. Dann schauen wir mal, dass wir es so hinhängen, dass das passt. Oh, es ist gar nicht einfach. Brauche ich noch irgendwie, weiß auch nicht was.
Machen sie so einen Zeig, verstehst? Es sind halt auch extrem viele Nebengeräusche da, es ist ganz klar. Da wird das nichts. Da haben wir es doch auf die Nasen aufgezwickt, das Ding. Hauptsache es funktioniert. Besser wie das andere Mikro ist auf alle Fälle, denke ich mal. Hat er nicht Unsummen Geld gekostet, ne? 85 Cent oder was das Ding kostet. Also, naja, das ist eh nicht schlecht. Weil es platscht, da regnet mich ganz schön runter da. Das ist relativ laut da vorne, deswegen werde ich es zurückregeln, dann ist die Qualität natürlich auch ein wenig schlechter. Wie lange müssten noch? 4 Stunden, oder? Na, dann brauche ich, wenn das näher dran ist, dann brauche ich nicht das umeinander schreien. Ich muss gerade aufpassen, weil da so ein Haufen Blitzer da stehen. Was sagt er? Ja, ich habe mal ein wenig länger, ich habe erst angefangen. Jetzt ungefähr, ja, 2 Stunden ungefähr bin ich jetzt in der Arbeit. Jetzt, wenn ich dann einmal stehen bleiben muss, dann muss man das Mikro mal sauber dran binden, so ist das auch deppert. Ach, so ein Sau wieder. Der sagt ja für die Woche Schneeeinbruch oder was mir heißt nicht Schneeeinbruch. Wintereinbruch, so rum. Auf den Schneetag freue ich mich jetzt schon. Oh mein, oh mein. Da muss ich dort sicher wieder nachbeine, hundertprozentig. Jedes Jahr, wenn es einen Schnee hat, den ersten, dann fahre ich im Wald rein. Das ganze Jahr bin ich nicht drin, aber auch wenn es Schnee hat, dann bin ich im Wald, unbedingt. Das freut mich auch wieder narrisch. Na, das glaube ich dann. Ist für alle, die fahren müssen, ist der Schnee nicht unbedingt notwendig. Die weiße Scheiße. Wenn es dann wieder zusammenfriert und drüber schneit, das ist so richtig gut. Ja, genau. Das
In der Nacht ist das Lesen im Chat aber schlecht für mich, weil irgendwie, ich weiß auch nicht. Sicher nichts. Mal schauen, wenn Helligkeit einsteigen kann. Ah! Jetzt bin ich falsch draufgekommen. Aber geht schon wieder. Einer Massel, gell? Ich wollte rauschen durch. Aber keiner war eingeschaltet bis jetzt. Scheiß Blitzer. Also ich kann es noch nicht sagen, also da wo ich jetzt gerade bin in Oberösterreich. Und ja, da regnet es halt, gell? Und das ist nicht schlecht. Nein, es ist kein Schnee, das ist Regen. Regen, aber vom Feinsten. Ja, Bildqualität lässt zu wünschen über, das weiß ich schon, aber es ist eben so stark verregnet heute, dass das so stark spiegelt, da kann ich nichts tun. Also wenn es finster ist, ist das jetzt schlecht. Naja. Haut das Volumen weg, ja. Das ist bei mir nicht anders da. Ja, ein Stream muss aber jetzt das letzte mit zusammengebracht. Da habe ich 6 Stunden gestreamt und sind 15 Gigabyte am Arsch gewesen. Das ist schon ein Haufen Zeit. So, jetzt muss ich aber bremsen, gell? Aha. Mädels, der war eingeschaltet, habt ihr das gesehen? Mir hat er nicht erwischt. Edge. Hast du gepusht. Zack, zack, hat's gemacht. So ein Pech aber da. Nein, ich liefert halt. Ich muss zwar abholen, auch, aber ich liefert. 10 Kunden ungefähr. 10 Kunden to go. Ich habe gesagt, da sind ewig viele Blitzer verbaut. Die ersten 3 habe ich Glück gehabt, den letzten habe ich da bremst. Ich sehe es aber auch nicht, die Scheißdinger. Ich weiß zwar ungefähr, was stehen, aber jetzt kommt dann noch mal einer. Bad Schallerbach. Da steht dann auch noch mal so ein Scheiß auf. Oleg, was hast du jetzt geschrieben? Da hast wenigstens 3 Ruhe. Was die? Das ist so scheiße zum Lesen. Nicht wie es geschrieben hast, sondern weil es so blendet, da sehe ich aber nichts.
Kurzstrecke darf mich nerven, jetzt habe ich es. Ja, ja, nein, das ist halt so. Wenn ich jetzt der Deckendorf fahren muss, City, ja, das ist eh nicht oft der Fall. Erstens kann ich nicht streamen, weil ich 6,8 Millionen Mal aussteigen muss. Weil der fast habe ich gerade 20 Meter, dann stehst du wieder. Aber von der Arbeit her ist es halt auch blöd, weil du hast einen Haufen Arbeit, weil du natürlich aufpumpen ohne Ende. Also vollhauen mit Ware. Aber ich habe ja aber Stundenlohn. Ne? Wenn du jetzt auf kurze Strecke einen Haufen Kunden hast, dann hast du im Grunde nichts verdient. Also folgedessen ist mir Österreich doch lieber, weil, ja, ob ich jetzt fahre oder arbeite, da ist mir fahren dann lieber. Auf Dingendorf City hast du zum Beispiel einen Haufen Kunden, aber bringst vielleicht nur 6 Stunden zusammen. Ja, das ist kontraproduktiv. Weil schwitzen und merken tust du wie ein Ochs, aber Geld kriegst du nicht. In Österreich, da habe ich dann 10 Kunden, fahre ein bisschen weiter und kriege mehr Kohle. Ich tue es auch nicht zwecks der Gaudi, ne? Irgendwas muss ich ja bringen. Velius. Aber die vor mir, die müssen jetzt brutal zahlen, weil die haben jetzt da mit mindestens 85 durchgerauscht, aber da ist 60. Das kostet Geld. Gott sei Dank kriegt man in Österreich keine Punkte, zumindest bis jetzt noch nicht. Also was den Blitzer neu eingebaut haben, habe ich natürlich auch gezahlt, weil ich nicht gesehen habe. Oder den Speck gesehen habe, habe ich schon Brems gehabt. Aber da habe ich auch 120 Euro gezahlt. Es tut dann schon weh. Vor allem, weil es nicht braucht. Aber mit 60 rauffahren, nein. Obwohl, ich bin einmal, eine Strecke bin ich tatsächlich gefahren, auch nicht schnell über 60, das ist tatsächlich 10 Minuten, mehr macht das nicht aus. Aber die schläft jetzt das Gesicht extrem ein. Also, da geht gar nichts mehr, ne? So, nächste Abfahrt, Wels. Da schauen wir dann einmal runter. Wenn ich dann einmal stehe, muss ich mal schauen, ob ich mein Mikro irgendwie anders hintackern kann. Aber wenn ich schon eins dran habe, dann soll es auch funktionieren. Ne? Oder ich muss einfach lauter reden, damit das Ding auch funktioniert. Wels Nord, das schaut doch gut aus. Den machen wir. Ja, das passt, ne? Auch in die anderen Streams war es nicht so gut, weil da habe ich nur das Handy-Mikro gehabt, da habe ich dann einmal einen Stream hochgeschaut von mir. Einmal nachgeprüft, ja, und da muss ich sagen, ja, ist schon zeitweise ganz schlecht, aber ich glaube, dass das auch stark an der Verbindung hängt. Wenn die Internetverbindung scheiße ist, dann übertragt es zuerst einmal einen Ton, zuerst das Beutel und dann einen Ton, und da schleift es dann aber ganz schön. Aber man sollte da doch ein bisschen was hören, ne? Ja, das glaube ich auch. Aber wenn es das richtige, wie soll ich sagen, Equipment kaufen darfst, ja, was es da gibt für Unterwegs-Streaming, ja, geht das dann, da hast du noch so ein Kastel dazwischen, das was praktisch, ja, das puffert oder irgendwie, ja. Da haben wir jetzt erst angeschaut, aber das ist ja sauteuer, das Zeichen. Braucht es jetzt nicht wirklich. Das Einzige, was man noch schauen muss, das ist ein Programm fürs Handy, da habe ich jetzt eins probiert, aber die möchten wieder Geld von mir, dass man mit dem Handy streamen kann und das hat man es nicht erkannt.
beziehungsweise bei YouTube bin ich ja freigeschalten für Handy-Streaming etc., sonst darf es ja gar nicht gehen. Ne? Aber das Programm hat das nicht erkannt, dass ich freigeschalten bin, warum auch immer. Straßenverlauf. Und dann hat es mir hingeschrieben, ich brauche natürlich wieder mal die Ultimate Edition Scheißdreck, ja. Und die hätte mir dann monatlich schon wieder einen Haufen Geld gekostet und das sehe ich so überhaupt nicht. Das kann ich machen, wenn ich tatsächlich einmal richtig Geld verdiene mit YouTube oder was weiß ich was, dann kann man das Geld natürlich investieren in besseres Equipment. Aber so ist es nicht. Gut. Ja, genau. Das meine ich ja eh damit. Ich tue da eh nicht zu viel. Da muss dann wieder der Felix, der wo der Adventure Buddy, weißt du, ich weiß nicht, ob du den kennst, mit seinen Lost Places und Backpacking-Touren und was der Teufel was der hat. Über 100.000 Follower, da rentiert sich das. Du kriegst da Werbeeinnahmen ohne Ende. Da kannst du dann schon ein wenig aufstocken mit dem ganzen Sachen. Natürlich kennen wir das dann auch brutal in der Qualität, weil wenn ich jetzt da, was weiß ich, eine Actioncam da hinstelle anstatt ein Handy, dann hast du nämlich da auch eine brutale Bildqualität. Aber du brauchst halt für unterwegs Streaming, du musst fast 2 SIM-Karten her, dass du die Datenraten zusammenbringst und da wird es dann richtig teuer. Ja, die Qualität tatsächlich, die kann ich tatsächlich nicht einstellen. Beim Handy-Streaming ist das bei YouTube vorgegeben. Ich kann da keine Qualität einstellen, wie viel, dass ich praktisch, oder die Bildqualität kann ich nicht einstellen. Das nimmt die momentane Bitrate, was zur Verfügung ist. Und manchmal ist es ein ganz gutes Beitel, weil du ein gutes Netz hast. Und ja, da fahre ich nicht um mich rein, wie du bist ja blöd, oder? Also praktisch ist es eine variable Bitrate und je nachdem, wie viel das Netz packt, umso besser wird es Beitel. Da kann ich gar nichts tun. Wenn ich jetzt in der Stadt bin oder ja, am Land draußen wird es halt extrem schlecht teilweise. In der Stadt soll es eigentlich besser gehen. Aber es auch ganz schick Haus da. Ah, Blitzer. Was haben wir denn? 60, ja, passt eh. So, jetzt muss ich mal schauen, wo er hinfahren muss. Auf Tuchstraße. Ja. Nein. Das war noch das falsche Eck. Nochmal ein Heisel weiter. Nach 400 Metern rechts abbiegen auf Hansungsstraße 1. Rechts abbiegen auf Hansungsstraße B1. Dann links abbiegen auf Hansungsstraße. Warte mal. Auch in den Wiesen geht er momentan. Was? Links abbiegen auf Hansungsstraße. Nach 200 Metern Kreisverkehr. Also du meinst, oder was? Wegen am Phone? Nach 400 Metern links abbiegen auf Dr. Schauer Straße. So, jetzt muss ich ein wenig aufpassen. Jetzt ist mit dem Chatlesen gerade momentan schlecht. Ich schau, wo ich da hinfahre.
Links abbiegen auf Dr. Schauer Straße, dann rechts abbiegen auf Herrenwiese. Da, was hast du geschrieben? »60 GA schnell fahren.« Nur für die. Also, ja. Na, ich glaube auf 720p ist das Ding eingestellt. SD-Quali, also SD schreibt er da über i. Auf HD kann ich noch nicht gehen, da werde ich wahrscheinlich wieder mehr Follower brauchen, dass ich freigeschalten wird. Nehmen wir mal an, dass es an dem liegt. Handy-Streaming kriegt er auf 720p. Auswärtsstraße. Weiter anders kann ich das nicht einstellen. Auf HD geht es nicht. Also zumindest habe ich noch nichts gefunden, wo ich das einstellen könnte. Da brauche ich wahrscheinlich dann eine Streaming-Software fürs Handy oder so. Oder ist das eng? Oh, spinnt es. Geradeaus auf Ringstraße. Ja. Ist halt einfach so, gell? Kannst nichts sagen. 600 Meter rechts abbiegen auf Herrenstraße. Oder tatsächlich ein besseres Equipment, aber wie gesagt, es hilft zwar, wenn ich HD einsteige, aber die Datenraten packt es nicht, weil bei HD brauchst du 6000 Kilobits Upload mindestens. Und das werde ich halt mit dem nicht zusammenbringen. Oh Scheiße, wo muss ich jetzt überhaupt hinkommen? Ich glaube, Brot. Ja. Rechts abbiegen auf Herrenstraße. Dann befindet sich das Ziel auf der rechten Seite. So, meine Damen und Herren, wenn Sie nur nach links sehen, sehen Sie den Häfen. Gefängnis. Rechts abbiegen auf Lokalbahnplatz. Da waren wir auch schon drin, beim Ausliefern. Das Ziel befindet sich auf der rechten Seite. So, den anderen Kasperl, da suchen wir jetzt auch mal. Da hätten wir schon mal den ersten Verdächtigen zum Ausladen. So, da stellen wir dann dummerweise da her. So. Bricht er mal ab. So ein Depp. Also Abos an sich geht noch gar nichts. Ich habe jetzt 570 oder 590 Abonnenten, ja. Das einzige, wo es reingeht, Geld ist das, die Mitglieder machen. 99 Cent kostet der Beitrag, dass man Mitglied wird. Da sind dann meine Soundtracks vom Gaming-Content dabei, die wo ich selber mache. Und es ist dabei die Outtakes, wenn ich jetzt beim Videodreh irgendwas verscheiße, tue ich ab und zu mal was rein. Auch ganz witzig. Aber richtig losgeben mit Werbung und so weiter geht tut's erst ab 1000 Follower. Also ab 1000 Abonnenten kriegst du auch Kohle von YouTube, weil es dann vorher, hinterher und mittendrin irgendwo Werbung schalten. Das musst du aber selber nicht beeinflussen kannst. Das finde ich auch ein wenig blöd. Aber mei, es ist halt so, wie es ist, gell, da kannst du nichts machen. So, und jetzt müsst ihr mal schauen, wo haben wir denn jetzt da? Ich brauche jetzt da so ein Ding jetzt. 2 Steinger Bio-Karotten. Ist das der Ernst? Du fährst 180 Kilometer wegen 12 Kilo Karotten. Ja, geh weiter, Alter. Das sind der Schwankant, das. 100, was habe ich? 592 oder sowas habe ich momentan. Genau. Ja, müde, matt, faul und gefräßig. So. Servus. Was?
Ja, Twitch, ja, ist auch nicht blöd. Aber bei Twitch ist das Problem, die haben einen anderen Algorithmus, bei Twitch findet mich keiner. Das ist ganz einfach. Bei Twitch kann ich auch einen Bildschirm dran, so quer im Format, dann hast du auch tatsächlich HD. Aber bei Twitch geht das nicht. Ah. Ja, das ist Politik und Politik lassen wir in dem Channel bitte aus. Weil ich darf jetzt da keine offizielle Meinung nicht abgeben. Aber ja. Unter Just Chatting, ja, ja. Es geht tatsächlich, ich habe es ja schon probiert. Das Problem ist nur bei Twitch mit dem Netz, ja, sobald das Handy oder beziehungsweise die Verbindung abbricht, schaltet er einen Stream aus. Bei YouTube läuft das ist ein Buffer rundum, ja, und der verbindet dann selbstständig wieder den gleichen Stream. Also praktisch, da setzt es nur aus. Und bei Twitch bricht er mal komplett ab und ich muss komplett einen neuen Stream starten. Das heißt dann, was? Ja, da war schon ein russischer Kollege, hat irgendwas geschrieben da, ja. Da steht zum Beispiel, Deutschland ist mittlerweile anders geworden. Es gibt viele Migranten und es ist schrecklich, ihre Steuern fließen in den Krieg und nicht um den Deutschen zu helfen. Ja, das ist seine Meinung, gell? Da ist schon noch einer da. Es sind noch mehrere da. Nein, aber bei Twitch, das funktioniert einfach nicht, weil man einfach abbricht. Ne? Und dann muss ich da 1000-mal draufdrücken und dann hast du Millionen Benachrichtigungen, dass ein neuer Stream da ist. Und das ist im Grunde aber das Gleiche. Jetzt lasse ich das, bei Twitch brauche ich, was habe ich noch? 45 Follower gerade, ja. Wird wahrscheinlich dann auch sein, wenn man jetzt, wie sagt man jetzt da, monetarisiert, irgendwie so. Wenn du halt Twitch-Partner wirst, dann wird das wahrscheinlich anders fungieren, aber da brauche ich halt erst die Follower, damit das auch richtig funktioniert. So, und jetzt gehen wir schnell die 12 Kilo Karotten raushauen, bin gleich wieder da. Schauen wir mal, wie weit das Mikro geht, oder? Ich werde jetzt auch mal testen, aber ich glaube, das Mikro geht nicht so weit. So, wo jetzt der die Karotten hinbackelt. Carrots, da haben wir es. Flotti Karotten. So. Ja. Was du da so schreibst, gell? Ich habe jetzt da keine offizielle Meinung dafür. Es tut mir leid.
So. Das haut nicht so hin wie mich. Das Ding da irgendwo herklipsen. So. Jetzt. Herr Schlotti. Jetzt aber. Danke fürs Abo. Hey, was geht jetzt da? Also, habe ich gar nicht mitgekriegt. Grüezi, du bist der Wahnsinn. Danke dir. 50 Mitgliedschaften verschenkt da. 5. Ja, ich wünsche dir einen schönen Tag. Ciao. Ha. Hammer. So haben wir gerade das Handy ausgeschaltet, warum auch immer, keine Ahnung. Sorry. Hat das Ding abgebrochen. Hat es nicht vertragen? Keine Ahnung, was da los ist. Entschuldigung, der Stream ist abgerissen. Mir hat mein Handy vor mir ausgeschaltet. Keine Ahnung warum. Aber jetzt geht's wieder weiter. So, da lädt sich. Das ist schon noch funktionieren, das Ding. Soll jetzt mein Mikro überhaupt hinkommen? Ja, passt schon. Passt schon, hat er gesagt. Besser geht's wieder einfach nicht. So. So, das war eine der ältesten Brücken in Wels. Und rundum.
Ein wenig Stauern reinfahren, hat er gesagt. So. Was ist das? Nächste her, dieselbe Dame. So. Wieder umschalten auf mich, weil ich muss wieder ausladen. Haben wir jetzt ein wenig mehr. Aussiss, sagt er, ich brauche eine Sekretärin. Das ist mein Kugelschreiber. Wo ist er? So, jetzt haben wir 4:30 Uhr, Kollege. Das ist der nächste. Okay. Das Wien Welser Schnitzelrand war der nächste dann. So, jetzt haben wir den da. So, 1000 Zettel. Oh, ich habe beim Mappen geschmissen. Da ist. So, ich komme gleich wieder, gell? Ich muss wieder ein bisschen ausladen. Ich weiß jetzt nicht. Schauen wir mal. Kannst du mal einschreiben, wie weit man das Mikro hört? Weil es sollte eigentlich nicht abbrechen. Mal gucken. So. Schauen wir mal, wie weit das geht, glaube ich. Ah, da rennt sie ab. Geh weiter. Dieser Arschloch wieder. Kruzifix. So. So richtig kalt. Viel Teufel. So. Jetzt hoffentlich haben wir dieses Auto richtig eingerammt. Nicht aufmachen und da ist wieder. Ah, sie haben's geschnallt, wie das geht. Was ist denn das? Der Blätterteig. Oh mein Gott. Blätterteig. Ein wenig am Fisch. Glaube ich. Mal schauen. Haben wir noch Zwiebelwürfel. Aua. Dann haben wir da Kaltgas. Da haben wir Wildgasse. Naja. Aua. Nicht außer da, mein Gott.
Ich bin gespannt, ob das Mikro noch geht oder nicht. Ob es jetzt so was mitkriegt oder noch. Aber theoretisch ist eine Funkverbindung, die sollte funktionieren. Ich bin vorhin locker eingestiegen. Saufst du ab, wenn du da steigst. Wahnsinn. So. Also bin ich batschenlos bis auf die Nacht, wenn das so weitergeht. Habe ich Begeisterung. Wow, da steigst. Nichts ahnen in der Pfütze, verstehst? Ich weiß nicht, jetzt könnt ihr mir sagen, schreiben, hat man das Mikro gehört oder nicht? So. Wenn ich jetzt da draußen drin bin. Auf alle Fälle ist das ein richtiger Scheiß. Jetzt bin ich gerade in der Pfützen eingestiegen, dabei war ich einen halben Meter tief. So, jetzt habe ich noch sehr Haxen. Jennifer, more, okay. Danke fürs Feedback. Also man hört das Mikro auch, wenn ich außerhalb vom LKW bin. Und wo mit zusammenreißen darf nicht so viel fluchen. So, jetzt, was machen wir jetzt? Wo fahren wir jetzt da hin? Nächste Herzelbe Dame. Fahren wir da rundum. Ist eh wurscht. So, 40. Sehr schön. In Österreich, da haben sie wenigstens sinnvolle Geschwindigkeitsbeschränkungen. Ja. Wohngebiet 40 passt. Bei mir vor der Haustür ist auch Wohngebiet. Da duschen sie mit 150 vorbei, dass du sagst, gibt's das. Habe ich mal angerufen und mit dem Bürgermeister geredet, aber der da 30er-Tafel hinter mich. Sagt er, das geht nicht. Sag ich, weil, ja, Einflugschneise vom Sanker. Da darf kein 30er-Tafel nicht aufgestellt sein und blau und hin und her. Und sage ich, ist ja ein Altenheim in der Naht. Wie gut anders geht's? Bei mir in der Straße geht's nicht. Und da ist so ein Vollheinz in der Naht, der wo so ein AMG, ich weiß nicht, Mercedes hat und der blutert da vierer, dass du sagst, Alter, jetzt hebt er dann ab. Ah, das braucht es dann auch nicht, aber kannst dem nichts tun. Solange sie nicht erwischen, habe ich schon angeboten, sie sollen mir einen Blitzer bei mir in den Garten einstellen. Weil du, naja, da könnten sie innerhalb von 10 Minuten wahrscheinlich das Geld machen, was woanders auf 3 Tage nicht zusammenbringen. Das ist nicht normal. Aber naja, da kann man machen nichts. Er hat gesagt, das funktioniert nicht, das geht bei uns nicht. Aber dann lass einen Polizisten die Straße wohnen oder irgendwann vom Stadtrat, dann geht es sowieso, da geht es sofort, dann steht gestern der Scheitel da. Was blenden da aus? So. Jetzt fahren wir zum Welser Schnitzelland.
Also ich patsch noch sie 40 fix. Sonst jetzt wieder braucht. So, geht's euch gut soweit, ja? Hier nicht. Ich schwimme gerade in die Schuhe. Weil die Pfütze war tiefer als gedacht. Aber hingekriegt. So, jetzt, wenn ich Pech habe, dann darf ich auf die nächsten Stunde warten. Was tue ich denn da? Schlupfen. Bin ja mal gespannt. Hoffentlich ist die Putzfrau da. Aber wenn sie aufstehen hat können, habe ich ein Glück. Wenn nicht, dann habe ich echt ein Problem. Ohne Susi zum Fahren halt. Ohne Susi. Oh je. Aber konzentrieren auch noch. Halt einfach beißen mit. Saurer Drop, Servus. Nicknamen gibt's, das ist ein Wahnsinn. So, jetzt da. Schau auf links. Schau auf links und tschüss. So.
Mhm. Stellt sich dann die Frage, ob der schon da ist, der nächste Kunde. Wahrscheinlich eher nicht. Dann lege ich mir ein wenig Hitzen schlafen, glaube ich. Ja. Aber es hört nicht auf zum Ringen, gell? Das ist unglaublich. Wenn du das nicht brauchen kannst, fällt der Träger runter. Unglaublich. Ich hätte jetzt auch noch wegen warten können, bis ich wieder daheim bin. Aber nein, jetzt muss es ringen. Grün, 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 grün. Ja, 30 Jahre. So, da haben wir jetzt eine gute Aussicht, wo ich parke. Nein, die ist noch nicht da, das ist super. Scheiße, kann ich warten, der Depp. Aber die Aussicht wird jetzt gleich besser. Jetzt pass auf. Wenn ich da rückwärts reinfahre, dann könnte sich dabei mal ein wenig was aussuchen. Lifestyle Art X. Yeah. So. Das dazu. Jetzt stehe ich wahrscheinlich eine Stunde da, weil die kommt wahrscheinlich erst um 6 Uhr. Ich werde jetzt den Stream unterbrechen und dann später weiter da, weil eine Stunde lang beim Penner zuschauen, mit dem ist wahrscheinlich kein gedient. Ja, soweit so gut. Dann würde ich mal sagen, sehen wir uns um circa eine halbe sind wir wieder, weil jetzt muss ich mich ein wenig healing. Schau mal in den Schaufenster rein, was da so gibt. Ich glaube, ich kaufe mir das weiße Rickerl da, das darf mir bestimmt gut stehen. Scheiße, Alter. Krass. Ja, nein, ich muss jetzt tatsächlich warten, bis der hinter mir kommt. Kann sein halbe 6, kann sein 6. Auf alle Fälle, wenn ich wieder weiterfahre, dann schalte ich den Stream wieder ein. Also bis dahin, halt's die Ohren steif, seid wieder mit dabei. Gell? Glocke nicht vergessen vielleicht. Da haben wir es auch mitgekriegt. So. Was steht jetzt da drauf? 6 Uhr und der nächste 7. Ja, genau. 7:30 Uhr, genau. Da habe ich überhaupt keinen mehr. Nachtrink. Wenn ich zuerst da rausfahre, dann kann man die Stunde oder die halbe überbrücken. Ah. War jetzt vielleicht auch ein Thema. So, wenn du dazwischen 1, 2, 3. Ja, die werde ich schon erwischen. Ja, dann machen wir es zuerst anders. Da fahren wir zuerst zu einem anderen hin, weil dann brauchen wir jetzt dann nicht eine Stunde lang herstellen. Machen wir es so rum. Fahren wir ein wenig spazieren. Dann fahre ich den anderen noch. Und dann fahre ich wieder einer.
Und dabei kann man es haben, dass der auch da ist. Dann tue ich nicht schlafen tun. Zumindest nicht so lang. Morgens 5 Uhr in Deutschland. Und in Österreich auch. Als Scheiß wieder da. So. Und der Putenbrust. Eine Brust. Eine Putenbrust. Ja. Geht schon. So, dann fahre ich ein wenig rausholen. Den einen. Und dann, wenn ich zurückkomme, dann kann der andere auch da sein. Dann brauche ich nicht so lange umeinander stehen. Also die umeinander Steherei, die mag ich gar nicht. So, auf der Autostrada. Sollen wir die Heizung einschalten, sonst gefährdet mir die Zähne. So batschnass waren jetzt mit dem Schmarrn. Zähne und Eis. Steige in der Pfützen ein, ist das Scheißding 30 cm tief. Das glaubst du nicht, oder? So ein Pech musst du erst einmal haben. Dann kommst du davor wie im falschen Film. Hey. Latsch weg war er. Das ist wie Snows. Meine Nerven. Ich hab schon über so einen Klick auch, das sagst, das gibt's gar nicht. So, das ist jetzt eine kurze Autobahnstrecke von 5-6 Kilometer ungefähr. Schon wieder der Baustelle, das hört sich den Kopf nicht aus. Na, der was noch nicht. Der nächste ist.
So, und wie fühlt man sich so als Beifahrer, wenn man da so zuschaut? So macht Trink. Die nächste Abfahrt war es dann eh schon wieder. So. Dann fahren wir von der Autobahn runter. Bucht sich. Oh je. Weiter nehmen. Guten Morgen beisammen. Alles gut soweit, ja? So, dann haben wir uns da mal leise anschleichen. Das ist der Nightstream. Aha. Oh. Rückwärts fahren beim Renger, das ist mein Favorit, muss ich ganz ehrlich sagen. Also siehst du gar nichts, aber da kannst du voll nach Geräusch fahren, weil wenn es schäbert, bist du irgendwo drauf gefahren. Ich sehe überhaupt nichts, Alter. Das ist ein Scheiß. Ich sehe schon da. So, da la. No, schon dumm. So, guten Morgen zusammen. So. Was haben wir jetzt da? Haufen gute Sachen. Kuhschreiber. So, ich bin gleich wieder da. Der Ton geht mit. Ich weiß nicht, könntest du mir da nochmal sagen, wie weit das Mikro geht und ob das gegangen ist, weil das weiß ich nämlich nicht. Schauen wir mal. Weil theoretisch darf er den hören, wenn jetzt da
hintergehe. Ich weiß gar nicht, wie weit das kommt, die ganze Garde. So. Mal aufmachen. Aber da es eine Funkübertragung ist zwar die Reichweite begrenzt, aber sollte eigentlich funktionieren. So, dann machen wir das Wagel suchen. Wo ist er denn? Da ist er. Ah, die Außer. So. Gut, dass der ein Dachel hat, weil sonst nehmen seine Joghurt davor schwimmen. Ich brauche einen Neopren. Ich muss einmal einen Neopren beantragen. Unbedingt. So. Einmal schwarz. Ich habe noch ein paar Zettel. Zettel. Aha. Ja gut. Das ist aber deppert. Chefs Kulinar. Wieder. Haben wir kein Wagel. Ist aber blöd. Aber muss ich da umbauen, sonst hält die ganze Gaude nicht mehr. So. Mal den da wieder. Und den da her. Jetzt haben wir den ganzen Schmarrn auf der anderen Seite und dann hält das auch wieder. Stange und der Gummi. Was willst du machen? Kannst du nichts machen. So, schaut gut aus. No, geht zu. Stebert's krank wie mit der Nosketten da. Da schieft's mir auf das Dach. Das ist nicht gut. Oh, aber ich hatte das jetzt mitgekriegt. So, bin ich wieder zurück und hat man jetzt das Mikro gehört hinten draußen oder nicht? Das war jetzt interessant. So. Jetzt fahren wir wieder retour.
Jetzt darf dann der andere auch wieder da sein, da wo wir vorhin gestanden sind. Jetzt fahr ein bisschen rumdumm, dann brauche ich ein wenig länger. Also Aussagen zur Bildqualität, zur Tonqualität, die waren nicht schlecht. Von den einen oder anderen einmal. Ein wenig was reingeschrieben. Ich schaue gerade schon wieder mir da. Gar nicht gescheit, aber angefangen. Einzige Vorteil jetzt an der Österreich-Tour ist, dass ich länger im LKW sitze, als wenn ich was anderes fahre. Weil die Strecken dann doch zwischen den Kunden doch weiter sind. Ich hoffe ja gerade, dass ich keine Roaming-Gebühren oder irgendwas so einen Scheiße aufgebracht kriege. Weil dann muss ich einen Spendenaufruf machen, weil das glaube ich kann teuer werden. Wenn der eine oder andere von dem Zeichen ein wenig Ahnung hat, dann war es nicht schlecht, wenn du vielleicht einschreiben darfst, was für eine Kamera jetzt tatsächlich jetzt am besten war. Der Action-Kamera oder gibt es da was anderes? Ich brauche halt eine, die wo sie mit dem Handy per Hotspot verbinden lässt oder so. Eben wegen dem Streaming. Ich habe zwar selber schon ein bisschen geschaut. Die Action Hero 13, glaube ich, ist das. Die kann das. Aber die kostet mit dem Equipment 500 Euro. Und dort sieht es der Schuh auch schon wieder aus und das rentiert sich nicht wirklich. Für mich jetzt nicht, sage ich jetzt mal. Aber gibt es ja theoretisch andere. Ja, ein iPhone mag ich mir jetzt auch keins nehmen, weil, ja, es ist nur teuriger. Muss man halt noch ein bisschen austesten. Irgendwann wird das schon. Jetzt werden wir zuerst einmal eine gescheite Software besorgen müssen. (5:17 Uhr) in Deutschland. Nein, in Österreich. Und es regnet immer noch. Fleisch und Wurst und mehr. Greisinger. Was, da gibt es eine Leberkassemmel für 1 Euro. Ah, da muss ich am Nachmittag noch mal herkommen, glaube ich. So, das gibt es bei uns schon lange nicht mehr. 1 Euro Leberkassemmel. Die letzte, wo sie gezahlt haben, glaube ich, 3,20 Euro gekostet. Schon heftig. 6 Mark für eine Leberkassemmel, gibt es das noch? Das ist schon brutal. Und da haben wir einen Sprit, der Diesel 1,53. In Deggendorf war er bei 1,59. Und auf der Autobahn war er auf 2,17 Euro. Sollte man sich Gedanken drüber machen. Aber ja, die werden schon richten, die Kandidaten. Das für sie passt.
So, jetzt fahren wir nochmal zum Welser Schnitzelladen. In Gott, so Gott will, ist er jetzt da. Oder ja, beige, dann kommt es Punkt 6. Der Wind geht auch jetzt sau. Gibt's ja gar nicht. Es ist ein Scheiß wieder, Alter. Okay, weiter. Nächste Stufe Hurricane oder was? Blast aber ganz schön. Oh, lecker. Ich sehe es nicht, aber hören tut man es, glaube ich. Brutal. Das ist mal wieder ein Wetterchen. Da habe ich Begeisterung. Da blinkt's. Sehr schön. So, jetzt hätten wir da noch jemanden. Ah, LKW, da muss ich auch schnell nach außen. Und jetzt kommst du auch nicht vom Fliegen, oder? Aber außen von. Ja, ganz normal. BMW in Österreich, na schau. Haben wir ein gescheites Auto. Elektrik, oh. KFC. Kentucky Fried Chicken. Ich habe noch gar nicht gesehen, dass es den noch gibt. Aber was Feins, ab und zu. So, nächste Haus links, rechts, oder? Ja. Da ist mir vor lauter Deppert noch von vorher. Da oben. Und weiter geht's. Bonjour, France. Servus, grüß dich. I can't speak France. Only English and German, my friend. Irgendwie, weiß auch nicht, aber es sind viele Franzosen da. Ich tue Französisch lernen.
I can't understand you, sorry. English is bad, but France, no chance. Bonjour is everything I can say. So. Nächste Kreuzung geht's links und dann haben wir ein Schnitzelland. Ja, Joker. Joker, du hast es drauf, oder? Ich nicht. So. It's a single feature as every year. Da haben wir da hin. Jetzt ist da. Ist da? Jetzt ist da. Sie ist da. Ja. Yippie. Hurra. Die Freiheit. So. Ist der Gasthof zur geilen Aussicht. Kann man sagen. Weil Accessoires, Dessous and Toys, DVD and was der Teufel was, Arts, Lifestyle. So. Jetzt geht's auf und dann da mal ein bisschen ausladen. Dauert jetzt ein bisschen länger, muss ich auspackeln. Ich hoffe, mein Mikro funktioniert da drin auch, aber ich glaube es nicht. Aber man muss es mal probieren. So. Oje, oje. Haufen Scheiß. I will be back in few minutes. So, dann schauen wir mal. Open die Tür. Machen wir den Deckel auf und dann schauen wir mal, was er kriegt, der Bursch. So. Einmal. Einmal. So, das eine Mal. Das andere Ding jetzt da. Das brauchen wir nicht. Was haben wir denn da drin? Oh, schaut aber gut aus. Pommes, Gott sei Dank gibt es Pommes.
Was sagt man mir, wenn es keine Pommes gab? Dann müsste man am Fensterkippen rissen. Aber nein, es gibt ja Pommes. Schmeckt zwar genauso, aber schaut besser aus. So, was haben wir da noch? Ins. Auf Ins darf ich auch noch. Das ist aber schön. So. 2 Wagerl zum Abladen, bitte. Danke. Da, jetzt könnt ihr mal schnell auf Weiß und lasst mir mal schnell helfen. Dann warte ich mal schnell fertig. Jetzt gehen wir mal in die Katakomben da. So. Bingo oder Bongo? Bingo Bongo. Oh, meine Größe. So viel Scheiß. Wind. Machen wir jetzt da drauf. Kass. Sour Cream. Wow. Yes. So. Das. Ist ja krass. So. Dann haben wir da noch ein Bigelei. Bigelei ist das drin. Joghurtdressing. Oh, ein Mehl. So gut. Ach, Wahnsinn, wie so eng ist da, das ist ein Wahnsinn.
Kaffee trinken? Kaffee gerne. Hast du Kaffee to go? Kaffee to go? Zum Mitnehmen. Ja, okay. Ungarisch, oder? Ja? Ungarisch. Ja, ja. Ah, verstehe kein Wort. So, schreibst du mir bitte? Kolega. Okay, dann mach ich Ja. aber. Kollege schreiben, dann schreibe ich selber. Oh, der nimmt ja bloß die weg erst. Boah. Oh, ist das was Ungemütliches halt da. Geh weiter. Braucht's das? Ah. Aber ich glaube, daheim bleiben halt. So. Das ist einer. Und mein Kaffee to go. Oh, mein Kaffee to go noch mitnehmen. To go. Nicht let's go, sondern Kaffee to go. Der let's go war noch nicht. www.artx. Nein. www.art-x.at. Aha. Und meiner Frau mir vor. Oder so. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Dankeschön, Wiedersehen. Machen wir wieder mal. Ah. Fuck. What the fuck? Au! Ah. Okay, da der Wind wieder, oder? Ah. So, ein Kaffee to go gekriegt. Kannst du gar nicht mehr to go normal sagen. Zu viel Shoot angeschaut. Ja, nächste Herzähl wieder mich. Es ist grün so grün. Haben wir ringsrundum, eine rechtsrundum, eine Fotograf. Ein paar aufs Maul, sagt er, da. Auch schon aufgestanden, da Servus, habe ich dir gegrüßt. Dann kann man gerade einen Nicknamen haben. Ein paar aufs Maul passt. Der Olli halt an. Olli, Servus, guten Morgen. So.
Rennbremmer-Dinger, Spritzbrunnen, Aufdreher, das wird das nächste Mal. Das ist gar nicht so schlecht der Job. Im Frühjahr aufdrehen, im Herbst zudrehen. Fürs Aufdrehen 1 Euro, fürs Zudrehen 1 Euro. Ja. So gesehen, ein sehr gut bezahlter Job. Bisschen wenig zum Tor. Aber ansonsten geht's eigentlich. So. Das ist der Wind, der bläst das Hirn durcheinander. So, was haben wir jetzt da? Jetzt fahren wir dann wieder, ja, City. Da haben wir dann noch einen und dann haben wir draußen nur einen und dann fahren wir auf Linz. Da haben wir dann auch 2, glaube ich. Dann habe ich noch einen in Enns und einen in Christkirchen, oder? Ja, der letzte wäre dann in Christkirchen. Das geht aber recht schön heute. Mal schauen, ob mein Mikro noch geht. Geht doch noch. Das geht noch. Es leicht nur der Grün. Aber eins, was echt in Österreich super ist, ist der Kaffee. Der ist einfach um 400% besser wie bei uns. Hervorragend. Das ist aber wieder so. Idiem hat er geschrieben. Das ist aber nicht Französisch, oder ist das auch Französisch? Idieme kenne ich. Idiem meine ich auch, aber es ist eher slowakisch. So, jetzt haben wir da wieder ein Altenheim. Jetzt ist 5:43 Uhr. Naja, dann schauen wir mal, ob der schon da ist. Ich glaube jetzt noch nicht gleich. So, jetzt wollen wir rundum leuchten. Und dann muss ich da hinter die Friemeln. Das ist eine scheiß Anlieferung. Wir brauchen eine Anlieferung hinter das Haus hinter. Da kannst du mit Lastwagen tatsächlich jetzt rückwärts um das ganze Gebäude rundum fahren. Also, ich sag nicht die Schweiz erfunden, da bin ich mal, gerade bei Druck fahren. So, jetzt geht's. Es ist sowas von beschissen da. Warte mal. Jetzt muss ich meinen Arsch noch runter da, weil sonst fahre ich da hinten das Ding runter. So. Dann schlupfen wir da durch hoffentlich. Also so eine Anlieferung zum Bauen. Guten Morgen. Nicole! Ja, da ist sie ja. Hast du mich gestern nicht erwischt, ha? Na, vorgestern war es schon. Da kannst du mir jetzt gleich mal sagen, wie der Ton ist. Ton gut, ja? Weil ich habe jetzt nämlich ein neues Mikro und ich hoffe, dass das besser funktioniert wie das alte. Wenn jetzt da nicht gleich alles runterfahre, dann kann man gerade so einen Scheiß bauen, echt. Nötige Hintergrund. Auto und Markisen und Auto und wieder Markisen und Lichtschächte, da wo ich nicht drauf fahren darf. Ist jetzt der mit dem Arsch runtergegangen oder nicht? Ja. War zu weit. So, der Lati. Jetzt
müsste der gerade sein Kapuff aufmachen. Dann war ich auch glücklich. Was haben wir jetzt da? Fluggasse. Ja, die Halterung haben wir vom Action gekauft. Ja, ich brauche gerade nicht so schreien, ich bin das nicht gewohnt, wenn ich so mal nachdenke, beim letzten habe ich so schreien müssen. Jetzt, jetzt muss ich gerade ein wenig leiser reden, dann ist das Mikro auch nicht so laut. So. Stehen wir da, in der jugendlichen Weisheit. Ja, du, ich habe das einfach probiert, weil das einfach nicht teuer war. Nur was, 1,50 €. Das ist jetzt irgendwie, schaut aus wie so eine Klammer, das Ding. Das funktioniert, da kann nichts abbrechen, weil nichts dran ist zum Abbrechen. Also das funktioniert, ist stabil, federt nicht oder so. Also was messen wir? Und das Mikro, das hat mir 80 Cent gekostet. Das war also Werbedingsbums. Aber das scheint mir besser zu gehen, als wie das andere vom Handy. Ne? Country, Germany. Passflag. Flickflack, Flack. Passepartout. Country, Germany. Now in Austria. Language, English, German, a little bit Slovensko. And you? France. Wahrscheinlich. Na, es ist was anderes. Spanisch. Kann das sein? Where are you from? Spain? No. Ich kann nicht so viel ausgeben für den Schrott. Also da muss zuerst was reingehen, damit ich was reinhauen kann. Ja. Wenn man mal Einnahmen erzielt, die wo wir da so bei 400, 500 € sind, dann kann man sich das Equipment dann schon mal leisten. Ja. Sprich, bei mir ist es so, dass ich einen Discord 50-50 mache. Das habe ich der Community versprochen, dass wenn ich Einnahmen habe, das einmal durch Gewinnspiele und Verlosungen 50-50 mache mit meiner Community, weil wenn die nicht hätte, dann würde ich nicht weiterkommen. So schaut's aus. Und ich mache das immer, was ich sage. Ja. Und die anderen 50% investiere ich dann in Equipment, weil ich muss ja jetzt von YouTube Gott sei Dank nicht leben. Warum? Hast du Musik drin gehabt? Da musst du aufpassen, wenn du streamst. Ich darf zum Beispiel auch kein Radio nicht einschalten, weil wenn ihr ein Radio einschaltet, dann haut mir YouTube eine aufs Maul und sagt, du hast du urheberrechtliche Verletzungen und deswegen mache ich meine Musik selber. Was in die Streams ab beim Gaming-Content. Und ich muss mir noch einen Stick errichten, damit ich über den Stick die eigene produzierte Musik abspielen kann, weil da kann man dann keiner was, weil dann habe ich die Lizenz bei mir und über Suono, wie das heißt, oder Suono, so ähnlich, ist die Lizenz oder die Vervielfältigung auf YouTube und in Videos erlaubt. Und das Ding ist ja dann auch urheberrechtlich von mir, auch wenn es die KI dann mehr oder weniger produziert hat. Aber Text etc. ist ja von mir und die erlauben das dann. Und dann geht das. Da gibt es auch andere Dinge, wo man sich Musik runterladen kann. Ja, genau. Wo ich gesagt habe, der Radio lief, ne, im Hintergrund. Hat sie abgescheißt. Das habe ich auch schon gehabt. So, jetzt wenn der Meister da mal sein Loch öffnen würde, jetzt muss ich mal umschalten, weil sonst sagt sie selber gerade die Straße. So, da bin ich. Ja, nein, wie gesagt, das ist einfach so. Ja. So. Blöd gelaufen, ja. So, und ich muss jetzt warten, bis der seinen Deckel da aufsperrt. Das kann noch ein paar Minuten dauern. Dann unterhalten wir uns noch mal ein bisschen.
So. 5:51 Uhr. Was ist jetzt da der nächste? Der nächste ist. Aubi. Der kommt erst um 7:30 Uhr, Alter. Spinnst du? Na, das probieren wir eher. Probieren geht über studieren. So. Dann schreiben wir da mal 6 drauf. 6 Uhr. So. Jetzt könnt ihr mir ein wenig anschauen, weil der noch nicht da ist. Was willst du machen? Ne? Das ist Schleichwerbung. Oh, verdammt. So. Der Hertacker. Mir scheiße, wurscht. Grüße an Adidas, an Adidasler. Bei Werbung. Live beim Feldwälzen TV. Was? Ui, Busfahren ist geil. Ja, Augentropfen. Ich weiß auch nicht, aber irgendwie bist du mit meiner Frau verbunden, weil die war gestern beim Augenarzt und tatsächlich das gleiche Augentropfen und nichts mehr gesehen. Dann hat es ausgeschaut wie ein Osterhase auf Speed, solche Pupillen. So, wer kommt denn da? Da kommt wer. Also der Wind geht, das ist nicht normal, der ganze Lasthahn wackelt. Ich habe da scheiße Licht, aber jetzt besser. Ah ja. So. So, was kann ich euch jetzt noch erzählen, gell? Ein Schwank aus meinem Leben vielleicht. Nein, interessiert keine Frau. Aber ich muss warten auf die Kundschaft und der kommt jetzt wahrscheinlich vor 6 Uhr nicht. Da steht zwar Simi drauf, das war kontraproduktiv. Das war echt scheiße. Das Licht brennt ja schon. Stell sie am Vertausti, gibt ja was gefriert, ja. Steckrüben, scheiße. Pastinaken. Sanden Pastinaken. Petersil, oder? Pastinaken. Petersilwurzel, glaube ich. Pastinaken, ja. Das war irgendwie sowas. Mir kenne ich mich nicht so aus. Was? Die Busunternehmen streiken, der Zug fällt aus. Ja, geh halt zu Fuß, ne? Oder Radl, Vorradl. Fahrrad. Kein Pizza-Filling. Ja, jetzt glaube ich, tue ich mal da hinten aufmachen, dann stelle ich das Ding vor das Haustür hin und dann fahre ich wieder. Oh, ein guter Plan. Von einem Doktor zum anderen. Meine Mutter ist auch beim Doktor. Die hat es auch sauber erwischt. Was, wegen Fahrrad? Na. Um Gottes Willen möchte ich nicht. Ich muss jetzt da warten wie ein Depp und das regt mich jetzt da auf. Das ist ja sehr spannend, oder? Habe ich ein schönes Zettel gekriegt heute vom Fuhrparkleiter. Fahrzeug reinigen, Asche auf Lenkrad, Klammern, Rauchverbot. Donnerstag kontrolliere ich das Fahrzeug nochmal. Wenn dann im Fahrzeug noch Asche ist, gibt es das kann ich nicht mehr lesen. Bla bla bla, Betriebsleitung. Mit freundlichen Grüßen. Arschloch. Ja, Rauchverbot im LKW, das ist dann so einfach, gell?
Ah, was? Ja, ist ein netter Mensch. So, handgeschriebenes Zettelchen. Es ist, weiß auch nicht, Fußballkleid ist es ja gar nicht. Das glaube ich war der Dings da. Werkstattmeister, oder wie sagt man da? So, und gebe ihm zum Fressen den Zettel. Da haben sie von gestern auf heute ein Rauchverbot in LKWs verhängt. Erstens verstehe ich nicht warum, weil, ja, und zweitens, es ist ja so einfach, mal bei mir ist das jetzt vielleicht nicht der Fall, ja, aber wenn jetzt einer eine Schachtel Zigaretten am Tag runterpumpt, ja, dann kann er ja von heute auf morgen das locker aufhören und der sitzt ja nur 12 Stunden im LKW, also wenn das so einfach wäre, dann war da jeder blöd, wenn er nicht gleich aufhören darf, oder? Aber da gibt es so ein Rauchverbot und dann fährt er wahrscheinlich eine halbe Stunde, dann steigt er eine Viertelstunde aus, dann fährt er wieder eine halbe Stunde, dann steigt er wieder eine Viertelstunde aus, weil er muss ja rauchen. Also, wo soll der Scheiß? Ja, wirklich. Alec, ich kann das nicht lesen, das ist so klar. Äh, wahrscheinlich, ja. Ich weiß nicht. Ja, er muss ja sein Zeug auch machen, er hat die Vorgaben vom Betrieb und dann muss er das auch umsetzen. Aber ich sage euch was, mir ist das wurscht. Dann sollen sie mir eine schreiben, dann mache ich einen auf Bürgergeld und brauche ich nichts mehr da und habe ich wahrscheinlich mehr, als nur wenn ich jetzt arbeite. Oder auch nicht. War einmal zum Probieren. Na, ist auch ein Scheiß einfach. So, wie spät ist denn überhaupt? Wo ist denn da meine Uhr? Ah, da ist eine Uhr. Moment. 72, 5:58 Uhr. Ja, ich hoffe, der kommt um 6 Uhr. Dann stehe ich da jetzt eine Stunde da. Was soll denn die Stunde alles verzeihen, Alter? Keine Ahnung. Aber das ist schon ein Witz, muss ich sagen, mit dem Rauchverbot, weil da habe ich kein Fenster drauf machen, gell? Und das nicht so reicheln da hören. Genau. Wenn er im LKW noch Asche findet, ja, der Witz ist das. Es schaut jetzt vielleicht nicht so aus, aber ich rauche tatsächlich nicht. Ich habe da den da, ja, elektrisch. Und raucht nicht, stinkt nicht, hat auch keine Asche nicht. Dass ich Zigaretten habe, ist eher der Ausnahmefall. Und ich habe ja nicht immer den gleichen LKW. Von dem her ist das auch schon wieder brutal ein Schwachsinn, ja. Weil man kann mich jetzt nicht für etwas bestrafen, was ich vielleicht gar nicht gewinnt bin. Ich habe jetzt den LKW 2 Tage oder 3 Tage, ja. Das kann ja vom Vorgänger auch sein, weil ich eingestiegen bin, da ist er hinterm Sitz da, LKW, eine Wurstsemme gelegen, beziehungsweise Leberkassemme, die hat schon gesagt, Servus Feldwolzen, ich bin's, die Leberkassemme. Also die ist da schon länger gelegen, weil das Auto war zuerst in der Werkstatt, zuerst dann hat es ein anderer gehabt und ich kriege gar nicht auf den Sack, weil der LKW ausschaut. Also bitte. Tolle Show, oder? Tolle Kandidaten. Wahnsinn. Was, die Arbeitgeber müssen, was? Besser zu behandeln. Ja, die behandeln mich nicht schlecht, aber in dem Fall ist das wieder ein wenig ein Blödsinn, würde ich sagen. Die Firma ist gut eigentlich, ja. Zahlt immer rechtzeitig, was kannst nichts sagen. Aber in dem Punkt spinnen's. Total. Ja. Das war's dann 6, gell? Schau, dann, wenn ich ausgedacht habe, schau ich mal hinter. Was haben wir denn dann noch so? Das ist der. Das ist das. Oh. Alter. Ich habe dann gerade noch 4 Kunden. 4 Stück. Das ist alles.
Und hätten wir noch Linz im Angebot. Halt, stopp, da war noch einer. Wo ist jetzt der hingekommen? Ja? Das ist der da. Das ist das da. Und da ist er. 5 Kunden, da ist noch einer. Aber verschmissen. Schön, dass ich zufrieden bin, ja. Viele Zeitdruck und immer mehr Aufgaben. Ja, das stimmt schon, ja. Von mir kann ich ja nicht schmatzen, aber ich kann jetzt von meiner Frau ein bisschen was verzeihen. Also so allgemein zusammengefasst hat die das letzte Jahr richtig Scheiße am Dampfen gehabt. Weil Elternzeit, ja. Und weil das nicht immer nur daheim machst, auf 450 Euro oder beziehungsweise jetzt 560 Euro Job, ja. Und ja, wie soll ich jetzt so sagen? Meine Frau ist halt zum Putzen gegangen, ja. Weil kein anderer Job für die Zeit, wo sie Zeit hat. Als Mama ist das aber von bis, also von 7 bis um 12 Uhr hast Zeit, dass du irgendwas tust. Weil doch auch ein schönes oder Schmuggeld ist, ja. Und da musst du dann echt als Arsch behandeln lassen, so ungefähr. Also ich gesagt habe, hey, lass dich doch am Arsch lecken. Zuerst stand es recht schön, damit sie jemanden haben, der wo einen Deppen macht, auf Deutsch gesagt. Und nachher, mit Absicht, sage ich jetzt einmal, das Klo verstopfen und lauter so Geschichten haben da passiert, weißt du schon? Da wo du sagst, weil, hat's auch gesagt, ja, mit Damenklo war verstopft mit, ja, sämtlichen Hygieneartikeln, wo es nur Damen benutzen, sage ich jetzt mal vorsichtig, ja. Aber wie gesagt, ja, mach das halt nicht selber. Sag, soll den Scheiß selber machen oder soll man irgendeinen Rohrreiniger beauftragen. Ja? Sie hat es dann rausgereiht, den ganzen Mist. Dann habe ich ein bisschen so dumm gefragt. Und also sie ein wenig ausgefragt, wie das so ausgeschaut hat und so weiter. Dann haben wir auf das gekommen. Leck, was läuft denn da aus? Läuft da mein Pfeiferl aus oder was? Na super. Dann haben wir eigentlich auf das gekommen, dass sie es mit Absicht eingeschmissen haben, weil, so wie das drin gelegen ist, normalerweise saugt sie alles voll wie Sau, ne? Aber das war unten drin, waren dann noch Schaschlikstaberl, so quer verkeilt, ja. Also, was für ein Mensch, was für ein Weiberlein geht zum Bieseln und hat Schaschlikstaberl dabei? Das ist eigentlich eher unwahrscheinlich, oder? Das ist einmal das Erste. Und dann hat die Dinger, wo ist jetzt da der, da ist. Scheiß Liquid ausgelaufen. Ist ja nicht klar. Ja, und dann schaut es wieder so aus, wie es ausschaut. Und dann hat sie das putzen müssen. Oder, Oleg, das fackelt die dann ab. Oder, ja, ein Küchenboden dermaßen versaut. Ich meine, ich habe jahrelang selber in der Küche gearbeitet. Da schaut es schon mal aus, ja. Aber nicht, dass der Dreck von, was weiß ich, direkt fest betoniert ist. Also, und dann schaffen sie, sie soll das putzen, ja. Jeder Koch, der wo aufhört zum Arbeiten, der macht seine Küche sauber, ja. Und die haben, glaube ich, alles gut am Boden angeschmissen und festtreten oder irgendwie so. Weil wir haben ja eine blöde Putzfrau, die wo dann da 3 Stunden braucht, um 2 Quadratmeter Boden zum pflegen oder sauber zu machen. Dann hat sie die Arbeit gewechselt und da war das gleiche wieder. Da war eine ältere Dame drin, die war dann eigentlich ihr unterstellt, so als Kolonne und so weiter, ja. Also Putzkolonne, weil auch wieder Putzjob war. Jetzt kommt der habe der Servus. Jetzt fährt er gleich das brutale Eco, aber jetzt warte mal, jetzt schalte ich mal um. Jetzt kommt nämlich da vorne ein Lastwagen und da ist ja so ein Überhang da oben rechts, ja. Und da freuen sie sämtlich. Jetzt muss ich wieder ausschalten, weil kommt der Auto.
So. Kommst du da vorbei? Kommt nicht vorbei. Was? War auf Reha und Schmerzklinik, soll nicht mehr als Verkäuferin arbeiten, im Dezember ausgesteuert. Ja, sauber. Ja, wenn's hakelst, musst Vollgas, und wenn's nicht Vollgas kannst, bist du der Arsch. Was treiben jetzt die zwei da vorne? Beziehungsweise, das machen die Gute. Oh, jetzt geht's los. Jetzt parkt mir der eine, parkt mir zu. Da bin ich Begeisterung. Ja, das dazu. Und jetzt ist wieder in ihrer alten Firma, da passt jetzt Gott sei Dank wieder alles. Habe ich gesagt, dann frage mal und dann vielleicht nehmen sie der 560 und da passt jetzt wieder alles und dann geht's wieder in Teilzeit und dann passt es. Aber wenn du so einen Job hast, da bist du echt am Arsch. Naja, dann kriegst du Bürgergeld, oder? Nehmen wir mal an. Oder du suchst Apps, wo du Homeoffice machen kannst. Das geht im Grunde auch über. Nicht? So, ich weiß jetzt nicht, was die zwei da vorne treiben. Aber jetzt hat er gespannt, dass ich auch da stehe. Aha, okay. Das gibt's auch. Ja, es ist einfach, es ist wie es ist ein Scheißdreck. Da können wir jetzt diskutieren ohne Ende. Aber wenn du nicht gleich arbeiten kannst, ist das echt. Entweder Vollgas oder gar nicht. Aber jetzt können wir jetzt fragt er mich eine Frage tun. Servus! Du bist schon fertig. Nein, weil der noch nicht offen hat. Aber jetzt kommt und dann können wir miteinander ausladen. Ich warte, bis es fertig ist. Das Kind schon hinter davon. Ich warte. Freilich. Danke, sonst hätte ich weit angefangen. Ah, wo? Jawohl, perfekt. So, jetzt gehen wir was arbeiten und dann fahren wir wieder weiter. Jetzt, Gott sei Dank geht sich das so aus. Und das Licht ausschalten, komme ich gleich wieder. Das Mikro geht eh hoffentlich gehen. Nicole, du kannst mir das einmal sagen, ob es dann noch geht oder nicht, gell? Und ja. Weil der Mo 50 Euro mehr verdient oder verdienen soll. Habe ich aber auch gehört, dass das ein Schmarrn ist. Also Schmarrn in Anführungszeichen, weil ich auch schon gehört habe, dass von einem Kollegen oder von einem Community-Mitglied, da hast du ein Haus, da hast eine Frau, die Vollzeit arbeitet und trotzdem kriegt dann er ein Bürgergeld. Nicht so viel, aber er kriegt was. So was ich mitgekriegt habe. Die streichen zwar einiges weg, so ist jetzt mein Stand. Ja, freilich, die Stelle können, solange du krank schon bist, kann die keiner kündigen, aber sie können die dann, wenn du wieder arbeitest, regulär kündigen, also mit Kündigungszeit etc. Also solange du krankgeschrieben bist, kann die keiner wegen Krankheit kündigen, so viel ich weiß. Aber müsst ihr nachlesen, kann auch Scheiß sein, was ich erzähle. Jetzt gehen wir was arbeiten. Arbeiten. Boah, Hebebühne muss ich auch einschalten, oder? Aber ohne Hebebühne geht's nicht. Bleib stehen, weil sonst kannst du immer rausfahren. Sehr gut. Ja, kommt in Zucken.
So. Peng. Der Magistrat. Der schaut aber weit. So, dann machen wir noch Pastinaken, haben wir gesagt, brauchen wir Pastinaken und boah, der Wind, der macht mich fertig. So, was haben wir jetzt da? Magistrat. Aber mit Pastinaken geschüttelt, nicht gewürfelt. So. Servus. Ja, haben wir schon vor dem Aufstehen da, merkst du es? Nächstes bin ich heute nicht allein. Oh. So, das Dorf, das da oben. Oh, ist das schwer.
So, aber jetzt geht's wieder, oder? CP, GP, CP, CP, KP. Ja, jetzt geht's wieder. Ja, gut, jetzt ist wieder das andere. Ich habe jetzt gerade getestet, wie lange das der Scheiß geht. Aber jetzt haben wir 3 Stunden 41 auf der Uhr. Dann hält das Mikro 3 Stunden und dann ist es gut. Aus. Aber für 87 Cent muss ich sagen, gibt es eigentlich nichts zu rütteln. Dann nehmen wir das zweite mit, weil dann 2 dabei. Dann habe ich 3 Stunden, habe ich 6 Stunden. Mit dem kann man schon ganz gut rumkommen. Jetzt muss ich das Ding mal laden. Da, laden. Der Witz bei der Geschichte war ja das. Normalerweise hast du so ein Dings, was du reinsteckst. So, das schaut so aus. Geht aber bei meinem Handy nicht. Jetzt brauche ich noch mal extra einen Adapter, weil der Pömpel da länger sein muss. Das ist unglaublich. So, jetzt haben wir dann auch soweit, oder? Das schaut mir ganz entgeistert an, weil ich darf mit mir selber reden. Aber wenn wir jetzt dumm schauen, am Preisgaber kriegt der den ersten Pokal. Wahnsinn. So, jetzt fahren wir aber dann wieder weg. Genau, eins immer laden und dann brauchen wir gerade umstöpseln. Aber ich lerne noch, beziehungsweise ich war jetzt noch gar nicht so davon überzeugt, dass die Scheiße überhaupt geht, weil eben wegen meinen Adapter. Oh. Das ist, da lässt es mich auch aus vom alten Heimverkehr. Jetzt muss ich wieder lauter reden, gell? Jetzt ist der Ton wieder kacke. Ja, der sucht Fahrer. Ich suche mir auch. So, gut, dass das jetzt eine Feuerwehranfahrtszone ist und dass man da auch parken darf, gell? Alter, du bist so behindert. Aber ich das jetzt laut gesagt. Was tut jetzt er da? Ja, das ist gar nicht so einfach, aber du hast jetzt 10 cm Luft da oben. Weil da ist nämlich nur ein Dach, das so einen Vorsprung hat. Ne? Seine Hebebühne hat auch nicht. Was tust du denn? Aber ich glaube, ich komme gar nicht auf einmal rum. Das ist so eine Scheißanlieferung. So, als wenn ich zu viel einschlage, also Licht braucht man auch. So. Da hat es jetzt auch wieder einer hingestellt. Das macht aber gar nichts, weil dem fahren wir den Schnauzen weg. So, jetzt ist der Ton wieder dermaßen beschissen, dass du sagst, mein Gott, ist der beschissen, oder? Aber mir regt's auf. Wir haben ständig im Stream Audioprobleme. Echt wahr. Aber soweit geht's, ist sehr stark gegangen. Der Größwagen. Auf frischer Fahrt ertappt. Ja, fährst du dann auch noch raus dann, oder was? Das ist bei mir zeigt oder ein Auto aus der Tiefgarage rausgesammelt. Wo fährst du denn hier durch meinen Blinker ein? Rechts, links, geradeaus? Links, gut. Rechts. Den habe ich jetzt nicht gesehen. Wo kommt denn der her? Graz! Ja, danke dir, ich bin im Weiß. Wenn du aus Graz bist, weil du Graz drinstehen hast. Ja. Jetzt fahren wir dann Richtung Linz, aber zuerst müssen wir zum Fesch und Resch. Sicherlich. Sehr schön. Endlich einmal ein paar normale Leute da. Nein, Witz macht. Witz. Naja, aber immer noch besser als wir hier Franzosen, weil die verstehen halt nicht. Habe ich zwar nichts dagegen, aber es ist halt kontraproduktiv, weil ich nicht Französisch kann. Bin ja schon froh, wenn ich Deutsch reden kann. Deswegen bin ich auch LKW-Fahrer geworden, ja, und nicht Professor.
Ja, ja. Und was ist mit Wels? Bei Wels bin ich jetzt. Wels. Ja, nein. Im Moment nicht gerade, nein. Ja, genau deswegen haben wir den Schmarrn ja angefangen mit dem LKW-Streaming, weil es mal so furchtbar fad war. Und bevor ich einschlafen tue, verstehst du? Dann haben wir gedacht, jetzt schalte ich mal so einen Stream einmal schauen. Und mit der Zeit jetzt so doch, ja. Man muss halt am Anfang ein wenig bekannter werden, darum bin ich für jeden Like und für jeden Bla einfach dankbar, gell? Weil es einfach schwierig ist. Ja, manche gefällt es, manche sagen, das ist Schrott. Ja, die brauchen es dann nicht anschauen. Zwinger weg. Aber im Großen und Ganzen kommt es ganz gut an, muss ich sagen. Ja, ich weiß eh. Nicole, du musst einfach öfter zuhören, dann lernst du auch das Niederbayerische oder Österreichische. Kommt drauf zusammen, mit wem das ich reden muss. Mein Vater war aus Scherding. Ich bin ja eigentlich eine Mischung aus, ja, internationale Mischung. Ich habe da so einiges mitgekriegt, ja. Ist eh leibend, ja. Ja, das passt eh, wenn es dir gefällt. Ja, nebenher geht eben noch nichts, ne? Weil ich brauche erst 1000 Follower, dann schaltet YouTube eine Werbung. Vorher, hinterher, mittendrin, was der Teufel was. Man kann es auch nicht beeinflussen nachher, aber mit 500 Follower, was ich jetzt momentan habe, ist das noch ein bisschen mager. Da kriege ich praktisch nur Kohle, wenn einer eine Mitgliedschaft machen darf bei mir. Die wo 99 Cent kostet, da bricht sich auch keiner was aus der Krone, aber mir hilft es weiter. Wenn es fällt nur dann komme ich da auch ein wenig weiter, dann kann man ein neues Equipment kaufen etc. Weil ja so das ganze Geld, was ich so verdiene, das geht für meine Kinder drauf. Weil real life first. Zuerst kommen Kinder und dann kommt der ganze andere Mist. Ja, so schaut es aus bei mir. Und bei YouTube, ich weiß von einem Kumpel, der hat 7000 Follower, der kommt ungefähr auf 450 bis, wenn er kurz Monat hat, 500 €. Aber bei 7000 Followern. Ne? Also da geht nicht so viel, als wie man glaubt, das geht. Oh, da ist ein Blitzer. Ah. Ja, Nicole, das passt, ja, so muss das sein. Mit ein bisschen Fantasie geht das natürlich. Muss ja immer dabei sein. Jetzt muss ich mal stark spekulieren, man muss nicht überhaupt fahren. Ah, ich glaube, ich muss rechts runter, genau. Graz, dann muss das in Österreich ein bisschen besser verteilen, ja, weil Leute verstehen mich dann 100%ig. Also ein bisschen verteilen heißt ein bisschen teilen, ja. Mein Label, also Feldwalzen, das muss werden oder als wie es ist, sage ich jetzt einmal. Ja, es ist CP oder CP, es ist wirklich lustig. Jetzt geht es ja noch, ja. Jetzt ist nass und regnet, aber weißt, wenn es nass ist, wenn es regnet und wenn es dann noch Schneim anfängt und dann einen Nebel hat, dann bist du so richtig am Arsch. Weil das glaubst du nicht, das kostet Konzentration ohne Ende. Und der Chef sagt, aber es tat eh nichts, es schaut gerade vom Fenster raus, sage ich, du Zipfelklatscher, du. Sage ich, fahr du einmal ein paar Meter. Nein, ich habe keinen Schein nicht. Sage ich, ja, genau deswegen kann man so Blätter herrennen, oder? Aber wenn du beim Schneesturm oder auch wenn es nur ganz normal schneit, mit LKW fahren musst, ja, bist auf der Landstraße und ist finster, also Nacht, Alter, da heute der Teufel. Weil das kostet Konzentration, das glaubst du nicht. Ganz ehrlich war. Da ist auch mit dem Streamen dann echt Schicht im Schach, beziehungsweise kann ich einen Chat nicht lesen, weil da darf ich keine Sekunden nicht wegschauen. Jetzt habe ich tatsächlich jetzt habe ich einen Hänger gehabt im Stream, sowas, ne?
Ja, ja, schon. Ist okay, der Job ist bei den meisten Fahrern tatsächlich unterbezahlt, weil es ist, freilich, wenn du jetzt Fernfahrer bist, du sitzt nur auf dem Bock um und fährst den von A nach B, aber du darfst echt, musst konzentriert sein, wenn du einsteigst, bis du aussteigst. Das ist ja so. Ja. Bei mir geht das jetzt auch gut, weil ich habe auf dem gleichen Bildschirm mein Navi noch mitlaufen, also schaue ich unweigerlich immer wieder drauf. Aber es kann auch mal sein, dass ich es nicht mitkriege, ne? Ganz klar. Aber ich glaube, das versteht auch jeder, wenn man unterm Fahren ist und jetzt auf der Landstraße oder in der Stadt ist, dass man da nicht so mitlesen kann, ist immer ganz klar. Weil wenn die Ampel rot ist, dann geht es wieder. Aber so, wenn Auto und Verkehr ist, das schlecht, weil ich aufpassen muss. Wenn du mal fahren, wenn die Bläden in Österreich fährst, sind doch scheißen gehen, Alter. Aber wenn du nicht mitschwimmst, holt dir der Teufel. Das wird im Linz dann eh ganz gut. Ein Like und ein Abo ist natürlich immer gern gesehen, logisch. Danke. Danke, 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 danke. Ja, in den 70er Jahren, das weiß ich, da hast du richtig ein Geld verdient, ja, als Fernfahrer. Aber das ist eher an der Auslöse gehängt. Da war es auch alles nicht so teuer. Ich weiß einen, also ich sage jetzt einmal, ja, Bekannter von mir, der war Fernfahrer damals, der hat zwischen 3.500 und 5.000 Euro, Mark, 5.000, also zwischen 3.500 und 5.000 Mark wohlgemerkt, heimgetragen und in die 80er Jahre war das ein Scheißgeld. Und jetzt braucht es die gleiche Summe in Euro, dann gang es auch, aber das zahlt natürlich keiner. Das verstehe ich auch. So, jetzt muss ich da raus. Aber wegen mehr, da kann es schon sein. Das Fell ist ja ganz selten, gell? Ja, Graz, dann auf in die Haken, ja. Ich wünsche dir was und schau wieder mal vorbei. Aber wenn ich nicht gerade in Österreich bin. So. Wien und Graz, wo steht das? Aber was ist denn das so finster eigentlich? Wenn wir scharf spekulieren, bin ich jetzt schon richtig abgebogen, oder? Nach der Ecke, ja, ist durchgestanden, ja. Ja, jetzt fahre ich dann den Ort noch, der ist ein bisschen außerhalb von Linz, Schmarrn, von Wels. Dann fahre ich auf Linz und dann muss ich noch auf Enns. Da steht schon wieder der Blitzer. Ja, ja. Baby oder Baba, ist eh klar. Scheiß Handy, oder? Aber tu dich nicht ab, weil der Tippfehlerkönig bin ich. Gott sei Dank kann ich jetzt nicht tippen. Da hat sich einer anscheißen wahrscheinlich. Weil ich habe so viele Schreibfehler drin mit dem scheiß Wörterbuch, weil meine Wurstelfinger einfach zu dick sind für das Display. Ich weiß auch nicht. Ich brauche so einen Stift, wo ich tippen kann. Aber ich kann jetzt da im Chat sowieso über das Handy nichts einschreiben. Zumindest habe ich tatsächlich noch eine Option gefunden. Weil es geht direkt über YouTube und ich habe kein Programm nicht dazwischen. Weil die alle ja Geld verlangen, die Arsch eigentlich. Sobald du mit dem Handy irgendwas machen willst, zack, Geld. Monatlich
natürlich. So. Jetzt muss ich mal schnell schauen, wo ich jetzt da hinfahren muss. Ist das jetzt schon die nächste Ausfahrt oder erst die übernächste? Ne, ich glaube die übernächste. Ja, die war es nicht. Da gucken wir nicht. So, da oben. Naja, flirten ist ja nicht verboten, ja. Ah ja. Eine blinkende Ampel heißt, da ist wir drin. So, das war mal die falsche Abfahrt, das ist jetzt schlecht für mich. Jetzt stehe ich nämlich falsch. Na, Geschenk kriegt man nichts mehr tatsächlich, ja. Aber irgendwo da muss ich rechts, da muss ich da hinfahren, gell? Jetzt darf ich nochmal. Bist du so lange nicht mehr da gewesen, dass ich es nicht mehr weiß? Dann ist die nächste. Ah ja, genau. Ich weiß. Dann probieren wir es halt nochmals abbiegen, vielleicht funktioniert es jetzt besser. Naja, das ist gut an, genau. Jetzt sind wir richtig. Ja, ich meine jetzt früh abbiegen. Voll da ein. CP, das ist schön zu hören. So muss das. Ich ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Besser hätte es nicht erwischen können. Oh Mann, geht's jetzt da rein, bitte? Jetzt bin ich gespannt, ob man der die Schranken aufmacht. Überleg, da sehe ich wieder gar nichts. Ich habe so das Gefühl, das war jetzt da total vermannt. Christian, servus. Ich stehe schon wieder, wie der Depp da. Jetzt müssen wir mal schauen, ob man das umdrehen kann.
7:30 Uhr steht da. Oh je. Was ist denn jetzt? Es ist 6:30 Uhr. So, jetzt muss ich eigentlich mal schnell entfremden, weil ich muss jetzt da, brauche jetzt da Dingens. Ein Licht. Zentral ausgegangen, da haben wir. So, jetzt. Jetzt. Momentan bin ich in Wels, weggefahren durch in Deckendorf in Niederbayern und heute habe ich Österreich-Tour von Wels, Linz, Enns und dann fahre ich wieder heim. So schaut's aus, Christian. Und jetzt bin ich dann wieder am Ausladen. Für alle, die es noch nicht wissen, ja, ich bin ab und zu mal beim Ausladen, das heißt, da ist einmal Sprachpause. So wie jetzt dann gleich, weil jetzt müssen wir da mal die richtige Rampe aussuchen. Aber es dauert aber nicht lang, es sind aber 15 Minuten, was das dauert. Aber dabei unterhält euch Nicole. Die macht das sehr gut. So, fahren wir da mit dran. So, dann mal den Deckel aufmachen. Ja, da fehlt sich nichts. Haben wir noch alle gut heimgekommen, dann schaffen wir das heute auch wieder. Jetzt wird es noch nicht interessant, weil in Linz, da muss ich in die Innenstadt. Dauert jetzt ungefähr noch so eine halbe Stunde. Und ja, jetzt gehe ich schnell ausladen. Ich kriege jetzt 2 Paletten Puderzucker. 900 Kilo. Das spickt, da geht nichts. Und dann bin ich gleich wieder da für euch. Ich lasse jetzt das einfach einmal so stehen, den Stream. Nach draußen. So, ja, Frühstücken fällt bei mir auch aus, weil um 12:30 in der Früh, wo ich aufstehe, da mag ich noch wirklich nichts. Halbe Bier war oft nicht schlecht, aber die kann man auch schmecken. So, was? Das geht schon. Kaffee geht wunderbar. So, jetzt bin ich mal weg. So, was soll ich sagen, gell? Ich darf erst um 7 Uhr rein. Schon wieder warten.
Ah. Also das ist meine Frisur, wie man sieht, gell? So, schaut viel besser aus. So. Jetzt ist es über mir. Ich sehe das. So, ja, jetzt 7 Uhr. Was tun wir denn? Frühstücken. Haben wir nichts da. So. Er sitzt schon da, aber er darf selber noch nicht rein, weil er zuerst einmal warten muss, bis der Chefin kommt und die kommt halt nicht eher. Wo sitzt mein Kugelschreiber? Also. Mal das da. Nein, ich bin Springer. Ich habe nicht immer die gleichen Routen. Ja, ich fahre eigentlich immer da, wo, jetzt muss ich das einmal ein wenig dran da dabei, nicht, dass es wieder abbricht, das Club. So, nein, ich fahre immer andere Routen, also ganz variabel. Ich weiß erst, sag einmal, ja, ich höre um 12 Uhr Mittag gehe ich arbeiten auf und ich fahre erst ziemlich auf die Nacht ungefähr, wo ich am nächsten Tag fahren muss. Das ist immer unterschiedlich. Aber das Zeug, was da hinten drin ist, das Salz rohe ist, das aber ganz schlecht, gell? Roh zu essen, ne. Hackfleisch roh geht vielleicht noch, aber dann heißt es aus. Nein, du hast wieder geschlafen. Wie heißt das? Beckmeerhagen, Christian. Jedes Mal ein Abenteuer. So kann man es auch sagen, aber ich kenne halt schon so viel, weißt du? Also überraschend tut mir jetzt nichts mehr. Das Einzige, was mich tierisch aufregt, ist zum Beispiel München City, Stachus oder so, oder Viktor Allenmark. Da streibe ich mich über, dann sage ich, kann fahren, wer mag, aber ich nicht. Weil, nein, da mag ich einfach nicht reinfahren. Das soll da wer mag, aber ich nicht. Ich werde meistens eingeteilt, das fahre ich nicht. Ingolstadt, Landshut, München rundum, also Umgebung. Dann das Rottal unten, also Richtung Dorfen, Eckenfeld, Pfarrkirche, Anstorf oder Bayerischer Wald, Bodenmais, Anbruck, Zwiesel, Regen, Birgelau, Frauenau, ja, der ganze Scheiß. Das ist so meine Richtung. So, jetzt haben wir noch eine Viertelstunde zum Überbrücken. Was machen wir noch? Haben wir 6 Minuten Karten mit, dann können wir Karten spielen. Heute muss ich schon gescheit auffahren. Das ist schon. Wow. Müde war ich auch. Aber immer sehen. Topfit. Normal schaue ich nicht so schrecklich aus, das ist normal viel schrecklicher, aber wenn wir doch nicht, sieht man. Ja. 74. Guter Jahrgang. Weißt du, mit Frauen ist es so wie mit dem Wein. Die werden da besser, je älter das werden. 28 war ich auch mal gern. Ich weiß. Haben wir schon gedacht unterm Schreiben, dass du ungefähr da hinkommen wirst. 28, Christian. Schönes Alter. Wenn man den Altersdurchschnitt von meinem Kanal sagt, oder ich kann ja einschauen, ne? Ich sehe ja das, was für einen Schnitt das ich habe, oder von bis prozentuale Anzeige ist das dann, ja.
Ich habe aber gemeint, wenn man so Gaming-Content macht, ja, weil mache ich ja auch, oder mehr oder weniger probiere es zumindest, dann habe ich gemeint, das sind so, ja, zwischen 18 und irgendwo 20 oder 18 und 30 irgendwo drin, aber weit gefehlt. Also es ist unglaublich, ich habe so viele Leute auf meiner Community im Discord, die sind schon über 60. Aber ich darf mal sagen, das ist, mir hat es gewundert, dass eigentlich in Anführungszeichen ältere Herrschaften ja, tatsächlich am PC sitzen und zocken. Also, ich habe nachgeschaut, sie haben echt unglaublich. Ist aber so. Ja, das sind eher die Jüngeren, aber hat sich scheinbar gedreht, weil bei mir, wie so 15, 16 irgendwo war, da ist jeder Zweite irgendwo am PC gesessen. Ne? ...26 und 30. Respekt. Hast du schon bald angefangen? Meine sind 7 und 2. Ich habe ein wenig zeitlos. Ja, so kann es ausgehen. So. Jetzt sitzen wir wieder da und schauen mal blöd. Aber der darf noch nicht rein. Mei, oh mei. Oh, so. Die Warterei geht mir was am Arsch, das ist unglaublich. Wie weit ist denn da mein Ding jetzt? Das lädt noch. Bin ich gespannt, wie lange das Mikro braucht, dass es wieder voll ist. Soll ich doch das zweite auch mitmachen? Drum waren in der Kiste 2 drin. Jetzt weiß ich das auch. Dann kann man das so einschalten. Nein, das geht nicht. Toni Di Leon. Spammeister. Ja, das ist meistens das Problem da drin. Oder ganz oft. Jeden Tag ist irgendein Pfosten dabei. Aber naja, hilft ja nicht. Ja, Christian, ich wünsche dir einen schönen Tag. Aber jetzt noch was überlesen, oder? Ja, schaust du mal wieder einer, Christian. Baby Christian. Ja, jetzt brauchen wir noch 9 Minuten, dann darf ich. Neun Minuten, dann darf ich ausladen, weil der nimmt sich ganz genau. Ja. Nickelmaschine. Ja, jetzt wird es Fahrt, gell? Baby Christian. Wenn er dann wieder vorbeischaut, schon, ja.
Ah. Sollen wir mal schauen. Was gibt es denn da für Spielereien da? Glamour. Nee, das ist nichts für mich. Ja Leute, ich muss leider warten, bis ich auslaufen darf. Das kann noch ein wenig dauern. Um Simi geht es dann weiter. Leider ist es so. Svetlana, guten Morgen. Hast du das schon dazu geschrieben, ja? Muss ich meinen Rauchstaub ein bisschen putzen. Ja. Weil es da ein wenig unangenehm riecht. Oder? Das kommt von den Leberkassemmeln, wo hinten sitzt. Außerdem habe ich einen schönen Zettel gekriegt, das soll meine Zigarettenasche entfernen. Ich habe total am Arsch nicht. Jetzt so den ganzen LKW putzen, ich war das nicht. So. Hey Christian, danke für dein Abo. Finde ich super. Auch wenn es momentan ein bisschen fad ist, aber das wird schon wieder. Ich muss eben warten, bis ich ausladen kann. Ah, jetzt geht's. Jetzt bin ich dann gleich wieder da.
Das macht Freude, das macht Spaß. Fahrtchips an der Kasse lösen, setzen sie rein, dann sie rausgucken. So, weiter geht's. So, Deckel zumachen. So, let's fetz. Jetzt fahren wir auf Linz. Da wird es sehr interessant. Jetzt wird es auch hell, jetzt sieht man wegen mir. Ja, mein Mikro geht immer noch nicht. 3 Stunden braucht es zum Entladen und 4 Stunden braucht es zum Aufladen. Super. So. Ah, wir haben mich da jetzt so angerufen, wieder. Nummer. Ja. So, jetzt muss ich schnell mal telefonieren. Haut euch jetzt wahrscheinlich vom Stream aussehen, aber ich komme gleich wieder, gell? Also nicht wundern, wenn es jetzt abbricht, aber ich bin gleich wieder da. Halt, viermal irgendwas voll von mir. Außerdem bin ich in Österreich, da hat der Söder nicht viel zum Sagen. Ja, ja, wer den Schaden hat, hat für den Sport nicht zu sorgen, oder wie war das? Bla bla, na, ich habe im Firma rufen müssen, weil sie mich gefragt haben, ob meine Kühlung irgendwas verstellt hat. Und ich habe tatsächlich nichts verstellt. So. Jetzt geht es mir gleich wieder umkasen, weil das Nummern da war filmen. Ja. So. Jetzt, wenn es dann grün wurde, kann man weiterfahren. So geht es, genau. Ja, wenn mein Telefon geht, dann geht der Stream nicht mehr. Das habe ich schon mal erklärt. Funktioniert halt nur immer eins. Ne? So, jetzt fahren wir nach Linz. In die Innenstadt. So. Irgendwie schief einfach. Jetzt. Schaut's gut aus.
Äh, ja, genau. Noch 3 Kunden. Na, 4. Na, 3. Vier habe ich. 4. Ja, es ist relativ. Bis Mittag brauche ich dann auch. Ah, du Vollheinz, du. Seit wann Uhr? Na, rechts überholen, oder? So ein Arsch. Soll nichts passieren. Ja, fast geschafft. Na, nicht wirklich, weil jetzt brauche ich noch Lützen, dann muss ich auf 1 und von 1 heim zu. Dann brauche ich noch Christkirchen. Ja, das wird schon Mittag. Wahrscheinlich. Das ist relativ weit auseinander, das Zeug. Ne? Ah ja, Palente. Ja, ja, das stimmt allerdings. Lauter Blinde auf der Straße. Naja, weil es ist ja nochmal pressiert, rechts überholen ist halt überhaupt nicht gut, weil wenn ich ein bisschen weiter umziehe, dann wichst es den so runter von der Fahrbahn, dass er sagt, ui, was ist jetzt passiert, gell? Ja, aber du musst halt mal schauen. Sämtliche Richtungen. Läuft doch nicht. Ja, das ist vielleicht nicht schlecht. Ein bisschen mehr Ozeanheit, weil es richtig windig ist und kalt. Ja, genau. Wintereinbruch morgen dann. Scheiß Husten. Auf versterben kann ich. Ja, auf den Schnee freue ich mich schon ganz besonders. Das ist dann so richtig lustig. So, Autobahn fahren. Wie weit haben wir denn noch? Haben wir immer so weit. Äh, 10 Minuten, 15 Minuten.
Ja, so eine Gürtelbrauerei. Aber bei mir ist der Husten schon irgendwie chronisch, ich weiß auch nicht. Ich habe den einmal, ja, die Corona-Zeit war extrem stark gehabt. Und seitdem immer mal wieder, mal mehr, mal weniger. Am schlimmsten ist, draußen fehlt mir nicht wirklich was, aber wenn Heizungsluft ist oder für mein LKW, wenn es eingeheizt ist, da treibt es mir an zum Husten, das glaubst du nicht. Dann geht es wieder die ganze Zeit gut. So, fahren wir Innenstadt Linz. Innenstadt Linz. Ohne Susi, frei auswendig. Bin ich gespannt, ob ich jetzt noch weiß. Naja, das Rauchen, ich glaube eher weniger bei mir. Weil auch wenn es früh ausschaut, so früh ist es gar nicht bei mir. Wenn ich warten muss, jetzt sind sie ausgegangen, jetzt brauche ich noch nicht mehr. LKW fahren hinten. Da ist ja langsam sieht man wenigstens ein wenig mehr. So, Graz. Irgendwie hat es auch nicht mehr so weit. Mal schauen, ob der nächste überhaupt da ist. Da. 7 Uhr, ja, das haut hin. Ja, die gibt's schon, ja. Vor einem Bus fahren dann 5 Frauen. Warum auch immer, keine Ahnung. So. Traun. 700 Meter. Meiner!
Na, 16 Tonnen. Sechzehn Tonnen habe ich. Und jetzt ist Stau, oder was? Oleg. Na, herzlichen Dank. Ja, 7,5 darfst du schon fahren, ja, aber das, was ich fahre, da brauchst du einen Zweiter. Oder CE, wie es jetzt heißt. Und ich frage mich, warum dass sich da schon die Scheiße schon wieder staut. Stauverkehr. Wenn es mal wieder länger dauert. Na, das war ein Fehler, Nicole. Echt jetzt? Hervorbrechend. Bei mir schneit es noch nicht. Wir haben 7 Grad, da ist noch zu warm. Zum Schneien ist noch zu warm. Ja. Hoi. Ahoi. Ronja. Hallo Ronja. Ich grüße dich. Die Räubertochter, oder? War das mal. Ronja, die Räubertochter. Ich bin die Feldwalzen. So, und jetzt kriege ich gleich einen absoluten Vogel mit dem scheiß Stau da.
Was wird's denn da? Was wird's denn da? Es wird nichts Gescheites. Jetzt muss ich direkt einmal ein Navi einschalten, dass ich sehe, wie weit das fährt. Komm gleich wieder. Ja, jetzt bin ich wieder da. Oh Dem je. Straßenverlauf von A1 1,5 Kilometer folgen. Du befindest dich trotz ungewöhnlich starkem Verkehr auf der schnellsten Route. Die voraussichtliche Ankunftszeit ist 7:50 Uhr. So, mal mein Susi aktiviert. Aber die sagt, dass ungewöhnlich viel Verkehr ist. Ja, das habe ich selber auch schon festgestellt. Ja, normalerweise staut das wieder noch nicht. Aber morgens 7:30 in Deutschland, da kannst du nicht jeden Eck durchscheißen, zuscheißen. Da bin ich in Österreich. Kannst Österreich auch zuscheißen. Nicht normal. Scheiß. Für Streck, wo du normal 20 Minuten brauchst, musst du eine Stunde einplanen. So haben wir das jetzt eigentlich nicht vorgestellt, aber mei, das weiß man halt vorher nicht, gell? So, wie schaut es aus mit meinem Mikro? Läuft immer noch. Ja, ich kenne die Susi nicht, also von dem her gesehen ist mir das eigentlich auch wurscht, ja. Das könnt ihr euch unterhalten, was wollt. Nur ich kann halt nicht stark mitreden, weil ich die Susi nicht kenne, die ist Susanne. Meine Susi, die habe ich jetzt gerade aktiviert und die rauft sich gerade die Haare, weil nicht weiß, wie es fahren soll. Na, da weiß man nichts, was kommt. Du möchtest um, ich möchte um. Ah, merci, mon ami. Scheiße, da ist auch Stau. Geh leck, Arsch. Was du anziehen sollst, auf alle Fälle ein Bikini. Und in deinem Fall da dir da Radlerhosen empfehlen, ja. Das tut das Arschall wahrscheinlich bald weh. Weil wenn Bahn ausfällt und Bus auch, dann hast du Radlfahren. Ja, da gibt es selbst, das kann man auftragen, dann wird es warm. Manche sagen, das heißt Heizung. Mei, oh mei, schau hin. So weit schaust, oh leck. Naja, ich sehe es ja eh nicht, also von dem her kannst du gerne nutzen. Es ist vielleicht nicht schön, aber selten Nicht weit von ist dann hier kommt der bestimmt. Verkehr ins Stoppen. Okay, wo du nicht sagst, Susi, du bist da so breit, oder? Ich sehe jetzt schon mindestens 10 Minuten, dass der Verkehr vor mir stockt. Also wenn man Verkehr hat, dann ist es irgendwie komisch, wenn man Stau hat, oder? Also das eine schließt ja das andere aus. Oder sehe ich das falsch?
Aber bei mir funktioniert beides. Ich habe Verkehr und hab Stau. Tolle Show. Ach, mir geht's am Arsch. So, jetzt tue ich mal wieder umschalten auf Mikrofon. Hoppla. So, Nach 200 Metern einen der zwei rechten Fahrstreifen benutzen, um Ausfahrt Linz auf E55 A7 Richtung Praha, Tschechien zu nehmen. Streckenverlauf jetzt aber. 7 Kilometer folgen. jetzt warten wir wieder da. Geht der Ton wieder ein wenig besser. Auf A7 100 Meter vor dir musst du mit 5 Minuten Verzögerung mit Stau rechnen. Du befindest dich noch immer auf der schnellsten Route. Wo du nicht sagst, oder? Lente, ganze Meter. So, der Lazzi. Ja, aber mit dem Mikro geht es dann wieder ein wenig besser, gell? Ja. Werden wir morgen das andere auch mitnehmen. Aber brauche ich gerade ja, fliegender Wechsel. Also hört man mich aber auch besser. Wenn es jetzt wieder 3 Stunden geht, dann ist das in Ordnung. Also lange hat es jetzt gar nicht zum Laden braucht, glaube ich. Ja, logisch. Ist ja ein Mikro dran jetzt, ne? Mikrofon. Jetzt kann ich ein wenig was vorsingen. Weil jetzt ist der Ton gerade so gut. Oh Mann. Jetzt wenn es der 6. Stadio ist und wenn es dann weiter vorn bist, dann sagst du gar nicht warum. Das ist irgendwie immer so. Boah. Ein Banana. Ein Banana, na. Banana, na. Banana, na. Ich kann nicht singen. Na. Ja, ich meine, ich kann schon singen, aber das meine ich mag keiner hören, weil dann zerreißt das Handy oder das Mikro oder bei euch am Bildschirm oder was der Teufel was. Irgendwas passiert dann. 100%ig. Das hört sich dann ungefähr so wie beim Kübelböck. Wenn ihr den noch kennt. An Daniel Kübelböck. Und auch gesungen wieder Kermit der Frosch. Und auch für Geld damit gemacht. So, jetzt sind wir dann so weit, gell? Und kein Mensch weiß, warum das sich da staut. Oh mei, oh mei. Na,
Nachsingen dürfen wir alles. Da geht's jetzt wieder. Jetzt wird's wieder flüssiger. Da hängen Wolken dran, gell? Es ist brutal. Das ist der alltägliche Wahnsinn, da lässt es mir auch auf Linz einen Verkehr. Ja, das kann schon möglich sein. Aber nach vorne geht's wieder, gell? Das ist seltsam. Es ist nur die blöde Einfahrt. Da treffen sie 2 oder 3 Autobahnen und dann stopft das über. Na, ja, wenn du mein Gesicht da so anschaust, ja, aber es ist schon länger her. Ich habe tatsächlich schon einen schweren Unfall gehabt, aber mit dem Radl. Da hat mich mit 10 Jahren LKW vom Radl runtergefahren. Ja. Es war noch gar nicht so schlimm gewesen, aber der hat mir noch mit Schwung gegeben und ich bin dann volle Breze an so ein scheiß Verkehrsschild dran gefahren und das hat mir dann auf der rechten Seite alle Knochen zusammengehauen. Nach 3 Kilometern den linken Fahrstreifen benutzen, um Ausfahrt 6 Richtung Leonding, Linz Zentrum zu nehmen. Ja, Susi, brav Susi, mach mal Susi. Ja, das ist tatsächlich wahr. Und da bin ich halt dann mal eine Zeit lang auch in so einer Gipsschale gelegen. So schwache 5 Wochen, glaube ich, waren es. Und zuerst haben wir noch gedacht, wenn wir da drauf duscht, ist er Gott sei Dank. Und dann habe ich die Schädel gesehen und man denkt, oh leck, hat sich geschehen da. Ja, und gleich die Leute zu, ja, ich habe nicht mehr aufstehen können, weil da hat es mich ganz schön zerbröselt. War aber nicht Auf schuld. B139 3 Kilometer vor dir musst du mit 5 Minuten Verzögerung durch Stau rechnen. Du befindest dich noch immer auf der schnellsten Route. Ich bin links abgebogen und da hat mir der LKW vom Radl oben gesammelt, weil er mich nicht gesehen hat oder er ist gerade dahergekommen und dann hat es duscht. Aber das ist jetzt halt schon 40 Jahre her. Da merkt man nichts mehr. Der Arm tut mir ab und zu noch weh, ja, wenn es wieder umschlägt. Aber ansonsten halt wieder alles. Gott sei Dank. Goldbei, servus. Alles gut bei dir, ja? Schneit's bei dir auch schon? Ich bin heute in Linz, gar nicht so weit weg mehr. So, und jetzt müsst ihr da ein wenig schleichen, weil ich muss da links rum. Ah, das ist der Fahrschule. Ah, super. Kommst du auf einen Haferl-Kaffee vorbei erst? Wenn du dich schickst, kannst du Nach schaffen. 400 Metern den linken Fahrstreifen benutzen, um Ausfahrt 6 Richtung Leonding, Linz Zentrum zu nehmen. Und Glückwunsch noch zum 10.000er, gell, Coldplay. Respekt, sage ich gerade noch. Wie du angefangen hast, warst du noch hinter mir.
Servus, der Echte. Nach 600 Metern weiter auf Unionstraße. Oha, was geht jetzt da? Bist du blöd, da staut sich auch alles. Ah, scheiße. Jetzt bin ich auf der falschen Spur, das ist aber Dreck. Ah, Scheißendreck. Naja, da muss ich umfahren, hilft ja nicht. Dem Streckenverlauf 3 Kilometer folgen. Ach so, der Mastermind. Okay, habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja, der war auch hinter mir. Ja, die zusätzlichen Grenzkontrollen, die sind aber nur, wenn du auf Deutschland retour fährst. Die Einträchtigen nein, aber 10 Minuten, Viertelstunde kannst du einplanen. Im Sommer, wenn Reiseverkehr ist, ein bisschen mehr, weil wir halten es nicht auf. Also bis jetzt hat auf die ganze Zeit, wo der Grenzkontrollen scheiß ist, haben sie mir noch nicht einmal aufgehalten. Ein Kühlkoffer mit 30 Grad Kälte, da wird keiner drin sitzen. Ne? Und die wissen ja das, was für Auto oder LKW da regelmäßig hin und her fahren. Und ich bin ja Werksverkehr und da tun sie mir nichts. In Linz beginnt's, ja, der Wahnsinn. Da staut sich schon wieder alles. Und ich muss nicht mitteilen. Ah, tolle Show. Wo hast du hinschaust, Auto? Mein Gott, nein. Ist ja saudumme Zeit jetzt. Dreiviertel 8 ist aber blöd. Nicht schon. Servus, meinst du mich? Das steht in meiner Biografie drin, was ich alles kann. In der Biografie steht es eh drin. Ich bin gelernter Koch, gelernter Gas-Wasser-Installateur, gelernter Berufskraftfahrer und war im Militärspieß. Also sprich Versorgungsoffizier. Ich glaube, das klangt. Und jetzt tue ich LKW fahren, weil ich keinen Bock mehr habe auf das dumme Gesulze von manchen Leuten. Und auf der Baustelle verstehe ich keinen mehr. Russisch kann ich immer noch nicht und Tschechisch auch nicht so gut. Und jetzt sitze ich mit dem LKW und lasse mich brutal am Arsch lecken. Ja, Nicole, gutes Gelingen heute, ja. Ich wünsche dir viel Spaß beim Arzt und dass du nicht erfriert, gell. Zieh dir ein paar Hosen an und tu da ein bisschen am Mantel rumwickeln. Mickey Maus nicht vergessen und dann geht's dahin mit dir. Auf aufs Radl und fort, ja. So, schon wieder rot. Tolle Show. Jo. Ja, morgen weiß ich noch nicht, ob ich stream, ja. Ich muss mir mein Volumen einteilen, muss erst ein wenig mal dumm rechnen. Aber Freitag tut sicher wieder. Normalerweise werde ich jetzt am Montag, Mittwoch, Freitag machen und Dienstag, Donnerstag ist Gaming-Content. Da streame ich dann am PC, da musst du ein bisschen eher einschalten, da bin ich dann so um eine halbe 1 online, bis um eine halbe 3 in der Regel, ja. Außer ich muss Österreich fahren, dann geht es nicht so lang. So ist ungefähr der Plan.
Aber es variiert bei mir aber ganz stark. Das ist, musst einfach schauen. Am besten die Glocke aktivieren, dann kriegst du es mit, wann ich. Ah, bist du deppert erst? Arschloch! Meinst du, weil du der Mercedes hast, hast du Vorfahrt oder was? Geh scheißen, Alter! Trottel! Zieh da um! Wahnsinn! Ah, wusa! Geht schon wieder. Ja, Handyvolumen. Ich habe Volumen am Handy und das, wenn ich durch habe, dann geht nichts mehr. Ne? Ich habe kein Flatnet gebucht, weil das ist mir zu teuer, muss ich sagen. Aber ich habe jetzt halt ungefähr so, was habe ich, 95 Gigabyte Datenvolumen. Und wenn ich in der Woche 3-mal stream und das an 6 Stunden, dann haut das ganz gut hin, dann gelangt es genau. Weil auch wenn das Bild euch jetzt nicht so prickelnd ist, ich kann tatsächlich noch nicht mehr wie SD, also 720p kann ich einstellen, ich will auch nicht einstellen. 720p hat der Stream, ja. HD geht leider noch nicht, weil ich das nicht einstellen kann. Weil das geht dann erst später. Ja, was umsteigen? Kennst du aus mit dem Scheiß? Wie meinst du was umsteigen? Vertragmäßig, Flat, gibt es ein Flat da oder was? Und was kostet? Und bei wem kostet es was? Weil bin ich tatsächlich jetzt überfragt. Nein, ich bin nicht aus Österreich. Ich bin jetzt zwar in Österreich, in Linz, aber ich bin aus Niederbayern. The Cat, hi. Deutschland. Bayern. Na, gehört auch zu Deutschland. Aber so ein depperte Flat kostet sicher 100 Euro. Wenn nicht mehr. Und wenn es dann mein Datenvolumen senkt, dann schmeißen sie mir wahrscheinlich nach 3 Monaten sowieso aus. So, jetzt fahre ich aber da rum, gell? Ab 39 Euro. Okay. Ah, Österreich, na ja, klar. In Deutschland ist ja alles teurer geworden, ne? Es wird auch immer noch teurer. Aber was hast du? Hast du LTE, G5, G3, G, was der Teufel was? G9? Na, Österreich rentiert sich jetzt für mich nicht. Was? Ich bin nicht so oft in Österreich mit dem LKW. Ich habe zwar schon mal österreichische Karten gehabt, die waren auch billiger, ja, das stimmt tatsächlich. Aber ich bin halt zu 95% in Deutschland beim Fahren. Und da müssen wir sich direkt einmal umschauen, weil durch das EU-Roaming zeigt da, kann es sein, dass ich tatsächlich mit der A1-Karten billiger komme. Ja. Oder was hast du? A1? Warte, ich sehe gerade nichts, ich muss aufpassen, nicht, dass wir die da reinfahren, die Arschlöcher. Ja, der kommt schon, ja. Ja, check einmal und dann schreibst du mir, was für Anbieter und wie viel kostet es. Und vor allem Geschwindigkeit ist wichtig. Ich brauche halt so schnell wie es geht. Ne? Je schneller, dass ich die Daten oder je mehr Daten das ich habe oder je mehr Upload, das ich generieren kann, umso besser wird das Beutel. Mit der Datenflat 20 Euro. Bei was für ein Anbieter? Ja, danke dir, CP. Hier einen schönen Tag, halt die Ohren steif und schau mal wieder einer, gell? Der CP. Nach 300 Metern geradeaus auf Hopfengasse, Kapuzinerstraße.
Ja, da haben wir es eh schon wieder mit O2. Wenn das jetzt 724, ja, mit O2, das kann ich vergessen, weil da habe ich, wo ich bin, kein Netz. O2 geht bei uns nur in die Großstädte. Und das Scheiß aus Tu-Netz, das habe ich schon gehabt. Da hast du vielleicht einen günstigen Tarif, aber 3/4 geht's nicht. Ich habe O2 schon gehabt. Und tatsächlich funktioniert es nicht, weil ich keinen Empfang habe. Sobald ich in der Stadt reinfahre, geht's, aber wenn ich bei uns auf dem Land umeinander tue, dann geht's gar nicht. Geradeaus auf Hopfengasse, Kapuzinerstraße, dann rechts abbiegen auf Baumbachstraße. So. Oh, wieder parken, sau jetzt Sau. Das Ziel befindet sich auf der linken Seite. Sehr schön. Ja, leider ist es tatsächlich so. O2 geht nicht. Es ist zum Verzweifeln, aber es funktioniert nicht. So, jetzt muss ich dann ein bisschen ausladen, gell? Bin ich wieder ein wenig verschwunden. Stelle jetzt meinen Lastwagen da ein bisschen her. Jetzt müsst circa 10 Minuten warten. Entweder später noch mal reinschauen oder einfach da bleiben und miteinander ein bisschen chatten. Ja. Ich komme gleich wieder. Ich reiß den aus und dann geht es eh schon wieder weiter. So, wo ist jetzt der Bursch? Da ist Enz. Da läuft da ein Haufen Busserrohre. Jetzt ja. Da ist junges Baumbach Wohnen. Aber geht jetzt doch nicht auf. So. Einmal schwarz. Und der halt nicht mehr. Dann bin ich ein bisschen Gruß, bin jetzt da hergefahren. Na super. Tolle Show. Noch geh ich. Jetzt sind wir Ferien, oder? Ja, freilich. So, jetzt brauchen wir noch ein bisschen gefriert. Einmal gefriertes. Wo ist er denn? Na, Fritaten. Und zum Saufen dann Fritaten, Alter. Ein gefrierten Pfannkuchen, ganz was Gutes. So. Ui. So, da haben wir den da.
da wieder rundum schirmen, die Bläs.
bin ich auch wieder da. Habe ich festgestellt, dass ich das Mikro, wenn ich zu weit weg bin, fällt das ja aus. Naja, dann machen wir so weiter. So. Kalle. Moin. Und Christian. Servus. So. Jetzt kommen wir mal durch die schöne Innenstadt. Was möchtest du? Jetzt fährt die da wieder raus. Unglaublich. So, für alle, die neu dazugekommen sind, einen herzlichen guten Morgen. Jetzt müssen wir schauen, ob ich da eine Nachricht gekriegt habe. Ja, habe ich. Bin gleich wieder da. So, I'll be back. So, hoffentlich versteht es mich gut, ja. So, ich hoffe, jetzt ist Herz mir wieder. Ist wieder was abgebrochen. Da war ein Scheißverkehr da. Ah, wo ist denn? Ich glaube. Kann ich gerade nichts sagen, weil ich gerade das Mai verhängt. Noch Wurst zusammengekriegt. Die müssen natürlich vernichtet werden.
So, guten Morgen miteinander. So, dann wollen wir meine Wurst zusammen vernichten. Na, das ist ein schönes Bild, oder? Das mit den Wolken im Hintergrund, das hat was. Nitschka, ja, ja lang. Also bis am Mittag sicher. Ich denke bis um 12 Uhr, ja. Kommt drauf an, ob noch Stau ist oder nicht. Kann man nie so genau sagen. Ja, 5 Tage in der Woche bin ich unterwegs. Und streamen tue ich an 3. Aber ich selber fahre jeden Tag. Außer es ist was Besonderes, dass ich München Flughafen oder irgend sowas fahren muss. Das mache ich dann noch extra. So. Also vom letzten Kunden aus muss ich 2,5 Stunden heimfahren. So ungefähr. So. Jetzt muss ich den Ordner ausschmeißen.
28. So, jetzt muss ich wieder umschalten. So. Es dauert jetzt ungefähr 10 Minuten, dann bin ich wieder da.
So, jetzt geht's wieder ein bisschen dahin. Grazie! Grüezi, grazie. Ah, jetzt bist du aber schon daheim, oder? Ich arbeite selber noch. Hat's mir gerade freiwillig das Handy runtergehauen. Hat die Halterung nicht mehr gehalten, das ist ja nicht glauben. Ah, ist ein Klump. Na, echt jetzt? Scheiße. Der war jetzt auch nicht verkehrt. Du hast mal ein paar Wirschlafzeiten. Ein paar Knacker. So, der Lassi. Jetzt fahren wir mal auf die Autobahn. Richtung Enz geht's jetzt. Naja, da drin ja. Das kostet jetzt auch nicht, schon einen Euro, oder? Oder 90, ich weiß nicht. Ein Veit drin gewesen, oder? Oder Veitel heißt der, Veitel. Oder Voit. Irgend sowas war's. Veit, ja. In Deckendorf. Gravlinger Straße. 1 Euro, ja, aber normalerweise, dann kosten sie im Wagen, weil der hat so einen Metzgerwagen, dann kosten sie da schon 1,10 Euro oder 20 gar. 1 Euro für so ein Depperdicker, ist ja nichts dran. Naja. Aber gut sind sie trotzdem noch. Aber ich muss sagen, bei seinem Vater, mit der noch dran war, haben sie mir besser geschmeckt. Er hat da ein wenig was geändert an der Rezeptur. Soll er nicht da haben. Aber alle noch, wenn du die anderen vergleichst, mit Abstand der besser. Nach 300 Metern links auf die Auffahrt nach Wien, Salzburg abbiegen. In Ring ist noch einer. Aber das ist eine furchtbare Geschmackssache, gell? Kann man auch streiten drüber. Aber den Ring, dem schmeckt es mir nicht. Links auf die Auffahrt nach Wien abbiegen. Wien, ja. Fahren wir auf Wien. So, Coldplay, wo am Ozean gekommen. Ja, wenn mir hungert, ist mir auch wurscht, aber im Notfall wird das Ganze geschluckt, ne? Am Bläschel vorbei. Aber naja, wenn man es sich aussuchen kann, mag ich auch etwas, was schmeckt, ne? So. Das läuft ein sehr gut. Jetzt habe ich noch 2 Kunden. Jetzt darf ich kein Tabak, nein, wie hat er das geschrieben? Kein Aschebresel darf man nicht mehr in den LKW sein, sonst kriege ich eine Abmahnung. Ob das mit den Wurstsemmel-Bresel auch so zählt? Ich glaube nicht, gell? Oder ist nicht drauf gestanden? Passt das auch für mich. So, jetzt schalte ich um, weil ich möchte jetzt da drüber. Ah ja. So, meine Damen und Herren, jetzt fahren wir nach Enz. Nach 500 Metern auf A7 fahren.
über der Autobahn Richtung Wehren. Wien, auf Deutsch. Oh ja. Ja, habe ich einen netten handgeschriebenen Zettel drin gehabt. Das musst du dir mal vorstellen. Aber der rennt mir schon wieder ins Messer, der ist da geladen. Das war der heute, ich habe mir sonst nicht erkannt. Fällt mir schon was ein. Ja, freilich. Das ist eh klar, wenn man sucht, findet man immer was. Also wenn man halt nicht suchen. Wenn wir da mal in Ruhe lassen. Tu meine Arbeit, da ist der Wurscht, aber ich rauche. Ich habe mir zwar Rauchverbot im LKW, was ich auch nicht so begreife, weil das Material so stark angreift. Naja, weil alles gelb wird, ist eh klar. Wenn du einen Kettenraucher drin hast, aber auf die 3 Zigaretten, was ich den ganzen Tag rauche, da wird nichts gelb. Ich habe eh alles Fenster offen. Aber naja. Ist er so wie es ist, da kann auch ich auch nichts machen. Wenn man sich dran halten, sonst wird man wieder nicht auf den Sack. Und für das habe ich jetzt auch keinen Bock. Ist schon traurig. Nur zu hat dann so, und dann jammern sie, weil sie keine Leute nicht mehr haben und auch keine kriegen. Das redet sich ja darum dumm. Aber das ist doch nicht wahr, wenn du das sagst. Sagst du zu meinem Ton, ha? Ja, ist gut geworden, oder? Hört man das Husten besser. So kann man das einmal ein bisschen tun. Wien, Salzburg. Da fahren wir jetzt hin. Grobe Richtung Wehren. Wo ist in Wien oder was? Oder steht jetzt auf der Leitung? Ja, Sfiak. Servus. Ach so, wegen Husten, ja. Muss ich nicht haben. Ein bisschen an Husten versterben kann ich.
Ja. Ich habe auch einen Tank dabei. Ein Dampfer meinst du? Ein Dampfer meinst du, oder? Ja. Ja, die Einwegdinger kenne ich, ja, bringt das was meist? Ja, du hast auch da ja wohnen. Auskennen muss man sich da nicht. Okay. Ist auch nicht schlecht, oder? Aber die Tschechen weiß doch nicht, was drin ist, gell? Nach 3 Ist aber gefährlich. den linken Fahrstreifen benutzen, um Ausfahrt E60 A1 Richtung Wien St. Pölten zu nehmen. So, jetzt ziehe ich dann durch und fahre ein wenig zum Coldplay und gehe mir den auch auf den Nerven. Das glaube ich schaffe ich nicht ganz. Ach so, okay. Naja, ob man schmeckt, das weiß ich nicht. Aber wenn man schon mal nicht zwingen kann, ist sehr gut. Aber das geht noch. Backert einer. Na, da staut er sich immer noch. Gibt's ja gar Nach nicht, oder? 600 Metern den linken Fahrstreifen benutzen, um Ausfahrt E60 A1 Richtung Wien St. Pölten zu nehmen. Den linken Fahrstreifen benutzen, um Ausfahrt E60 zu nehmen. Dem Streckenverlauf 1 Kilometer folgen. Nach 600 Metern auf A1 fahren.
Nein, es ist nur zweiter Rund. Ist aber ein Publikum auch noch nicht weiß. Also es hat noch nichts da. Morgen dann, mit Sicherheit. Oh Mann. Da ist noch wirklich gar nichts weiß, wenn ich so auf die Zeit umschaue. Auch noch ein paar Bugeln, das sagt normaler schon, als wenn es geschnitten hat, dann waren die weiß, aber da ist noch nichts. Wird aber noch die Woche wahrscheinlich. Ich muss so eh nicht haben, den Scheiß. Rein berufstechnisch brauche ich es gar nicht. Nicht Stress kann ich noch, aber den nicht. Wieder ruhig gewesen, oder was? Ja, Weihnachten soll schon schön sein, ja. Also Weihnachten soll schon weiß sein eigentlich. Aber wir schaffen es ja, dass vorher 3 Meter Schnee herhaut und bis am Weihnachten kannst du zum Grillen rausgehen. Ja, das ist schon. Genau, meine Kinder haben am Weihnachten noch tatsächlich keinen Schnee nicht gesehen. War noch nie Schnee, seit dass die auf der Welt sind. Schon traurig, ich kenne sie meiner Kinder gar nicht anders da. Da haben wir Schnee gehabt, ich weiß auch nicht, 6 Meter. Haben sie zumindest da zusammengeschoben, dann Schnee gewahren auf der Seite gewesen, bestimmt 6 Meter, weil das so hoch war, ich habe im 2. Stock gewohnt. Und ich muss sagen, die waren so hoch, als wir, ja, ich habe vom Balkon aus steigen können auf den Schneehaufen drauf. Als ich es einfach über zugeschoben habe. Der Schneepflug, alles mögliche. Aber so viel ist es schon lange nicht mehr gewesen. Es ist auch viel früher kalt geworden, da war teilweise im Oktober schon Schnee. Jetzt muss es froh sein, wenn du im Dezember Schnee hast. Meistens fängt es erst im Januar sau wieder an. Siehst du jetzt? Jetzt haben wir November, jetzt haben wir draußen 6 Grad. Ja, ist eigentlich zu warm für den November. Billweichser Dorf war ich noch, okay?
Ja. Es ist erst, sage ich mal, ab 90 ist schlechter geworden. Mit dem Schnee. Du, die Bülweichser Dorfweihnacht, wenn ich irgendwie schaffe, dann schaue ich da mal hin. Metern bei Ausfahrt 158. Dann kriegen wir mal ein Heiballer 2, 3, 4. Und eh fast zu Fuß gehen. Fast. Aber 29., 30. Ist das schon am Wochenende, oder? Weil sonst kann ich nämlich nichts trinken. Ja, toll. Ja, ganz kannte schon, aber dann brauche ich gute 20 Minuten, bis ich dort bin. Zu Fuß. Ist das beim Dorfkrug hinten oder wo haben sie das aufgebaut? Freitag, Samstag? Ah, ja. Samstag da gehen wahrscheinlich. Wo ist denn der aufgebaut? Weiß ich gar nicht. Da beim Dorfkrug oder wo ist der aufgebaut? Oder hinten bei der Kirche? Oder Kapelle oder was das ist. Nach 600 Metern bei Ausfahrt 158 Enz, Westrichtung Stall, Enz Westfahren. Die Ausfahrt 158 Enz West nehmen. Am Nach Kirchplatz. 200 Metern im Kreisverkehr zweite Ausfahrt, Ental, Ja, das ist ja Straße nehmen. da, wo es zu der Staustufe hinten geht, oder? Das ist das Eck dahinter. Als Straßen weiß ich da tatsächlich jetzt nicht so ganz, aber Kirchplatz kann nur bei der Kirche hinten sein. Und der ist da in der Naht, wo man in Staustufen hinten fahren kann. Im Kreisverkehr abfahren auf Ental, dann links abbiegen auf Hoflinger Straße. Na, da mag ich nicht Links fahren. abbiegen auf Hoflinger Straße. Also. Nach 200 Ah, ja, ja. Metern im Kreisverkehr. Ja, mich kennst du, du musst dich halt rühren, wenn du mich sagst. Haust mich halt auf, wenn du sagst, hey, du hol die Wurststämme. Oder machen wir eine rote Feder am Hut auf da. Im Auto. Im Kreisverkehr abfahren. Ah, auf wie kennst du? Christianer Straße. Ich hab gesagt, wenn ich da bin, haust mich auf, kriegen wir eine halbe. Eine 2. Nach 500 Metern im Kreisverkehr erste Ausfahrt, Astner Straße, österreichische Romantikstraße nehmen. Was gehört? Österreichische Romantikstraße. Soll jetzt an dem Floß da romantisch sein? Ah, rosa Feder, genau. Wird es gleich wieder ein paar Grad wärmer. Das ist ein Wintermarkt, gell? So warm soll es da nicht werden. Aber auch so gut, wenn es ein wenig gefrieren darf.
Oh, der ist aber böse. Ich hab die Mai auch dabei, abgesehen davon. Allein und Kinder wahrscheinlich auch. Weil allein kann ich nicht. Wenn sowas ist. Und geht denn der an? Ist der Nachmittag auch schon oder ist der gerade Nacht über? Nein. Meistens von 3 bis um 6 irgendwo sind wir noch, oder? Oder fangen schon am Mittag an. Er hat der Fußballverein auch wieder einen Stand hinter ihm, oder nicht? Letztes Jahr meine ich, ist es ausgefallen, gerade. Zumindest am Fußballer keinen Stand nicht gehabt. Nach 400 Metern links abbiegen auf Laudiakonstraße. Links abbiegen auf Laudiakonstraße. Und vorhin das Navi wieder mal an. Er spinnt ja total. Steht der Blitzer, oder? Nach 100 Metern Sauber. rechts abbiegen auf Landstraße. Rechts Wo es um abbiegen 5 auf geht, so. Landstraße. Ah, jetzt weg. Da wird es schwierig für mich. Nach 100 Metern links abbiegen auf Stadelgasse. Aber muss ich mal schauen. Links abbiegen auf Stadelgasse, dann links abbiegen auf Bahnhofweg. Wenn mein Kleinste fit ist am Freitag, dann komme ich. Aber wenn die nicht mehr kann, dann schaut es schlecht aus, weil dann muss ich ins Bett legen. Da kann ich dann auch nicht mehr stark aus, weil anlassen mag ich es dann auch nicht, wenn ich schon die ganze Woche nicht daheim bin. Links abbiegen auf Bahnhofweg, dann nach links abbiegen, um auf Bahnhofweg zu bleiben. So, Navi. Navigation Susi. Jetzt bin ich doch hergekommen, aber wenn er nicht ist, du hast, was du gesagt hast, gell? So. Nach links abbiegen, um auf Bahnhofweg zu bleiben. Also rückwärts sich rutschen da. Was tragen die immer noch? Ein Grüßbaum. Und ich war früher dran. Ja, geh um mich, Kim. Ja, ich nicht. Oh, ein wenig Reise dahin, oder? Vom Nachbarn schnell angeschnitten, passt. Nach Nordosten Richtung Broller Straße Hat's starten, gesagt. dann links abbiegen auf Broller Straße. Ja, wie gesagt, ist eh klar. Ist kein Drama. Aber wie gesagt, normal tue ich das, muss ich sagen, aber da höhere Gewalt im Spiel, gell? Nach Nordosten Richtung Bahnhofweg starten, dann links abbiegen. Der auf Allerechte, wie geht's denn dir? Gut geht's mir dabei noch. So, jetzt muss ich aber wieder ausladen, da kommst du aber zum falschen Zeitpunkt. Jetzt mal, wenn ich da umkomme, komm wieder her. So. Jetzt muss ich schnell rauswerfen, dann bin ich gleich wieder da. Jetzt muss ich aber auch wieder umschalten. Nicht, dass wir da zu viel Leute filmen, gell? Aber wenn ich nicht fahre, darf ich das nicht. Wenn ich fahre, darf ich. Ist das noch? Der hat einen Haufen Zeug da. Ja, ich komme gleich wieder. Ich muss ausladen, es tut mir leid. Aber dauert ein paar Minuten.
Sagen so wie die Narischen fressen nichts, oder? Sollte für ein Gerücht, aber total. Jawohl, das schäbert richtig gut. Und dann hoffentlich alle wach, ja. Katakomben. Ja, und das zusammengefriert wieder. Oh. Vier Wochen, bist du narrisch? Keine Ahnung, ja, tatsächlich. Vier Wochen, sauber. Geliebs. Mit den Scheißkisten haben wir auch wieder. Jetzt haben wir noch einen. So. So. Oh. Eins, zwei, drei, vier. Willst du so Wagelzeichen? So, servus. Boah, das fühlst du. So, sagst mir du schnell, was für Luft das sein muss. Aber mir nicht ganz dicht. Was ist da?
Test, Test. Jetzt geht's wieder. Oder? Ja. Ja, jetzt hört man was. Also ich habe gesagt, alles Gute zum Geburtstag erst einmal. Das Ding da wieder hier. Ja, ich starte heute da. So. Wo ich da mit dem Mikro ist eine Wissenschaft. Ich brauche was mit dem Klettverschluss oder so. Ja, ich bin das schleppert. Oder ich muss mal Hämmer da ziehen, da ist das schöner zum Einhängen. So, jetzt auch. So, wie alt wären wir denn? Oh, das darf man nicht. Wo ich wohne in Bayern? Landkreis Deggendorf. Niederbayern, niederbayerische Heimat, Niederbayern. Wo geh mir her? Holzner. Holzner. Sagt mir jetzt nichts. Ah, deswegen, geil. Ja, dann, mit 15 geht es ja so richtig los. Dann würde ich fahren lassen. So geht es. Account von der Mama steigen, gell? Und die Erwachsenen beim Schnoddern zuhören. Ja, mit 15 geht das eh. Ist eh schon wurscht. Rechts abbiegen auf Lauliakumstraße. So, jetzt muss ich mal mein Navi ausschalten, glaube ich. Ah ja, mein Gott, na. Nach 150 Metern rechts abbiegen auf Das Lagerhausstraße. eine ja da. Rechts abbiegen auf Lagerhausstraße. Ich habe selber zwei Dichter. Nach 600 Metern rechts Da reden wir dann abbiegen noch mit auf dem CIA drüber. Westbahnstraße. Nein, in 8 Jahren. So, Auf Dr. Karl Renner Straße, österreichische Romantikstraße. so, sorry, da war es wieder. Das Funkloch. Ja, das ist da die Romantikstraße, aber ich weiß nicht, gell? Ich glaube, jetzt bin ich von der Ausfahrt vorbeidengelt. Ja. Ja, nee, jetzt fahren wir mit der Viere. Schauen wir mal, wie es da ausschaut. Braucht jetzt die Autobahnauffahrt. Der Bayern-Pilot, servus, was nicht, sag mal's du. Jetzt glaube ich eher weniger. Na, Bayern-Pilot, was soll es denn werden? Sag mal's. Dann wissen wir mehr. Ja, dann müsst ihr jetzt aber in Österreich wohnen. Und das glaube ich voll aus. Dann kannst du mir auch sagen, wie die Straße da heißt, ne? Und das fällt dann auch wieder aus. So, jetzt einmal dumm rum, doch gestimmt.
Ja, woher, wohin? Division gibt's auch bei mir, ganz klar. Aber so unter den Tags sitze ich in der Arbeit und das auf dem Bock. Jetzt bin ich gerade in Österreich, in schönen Teil Enns, das ist in Niederösterreich. Und dann fahre ich Richtung Grieskirchen, also Richtung deutsches Land, ganz grob. Und dann gibt es wieder Division. Habe schon ein Video heute auf Nacht geschnitten, aber ich bin noch nicht zum Enthellung gekommen, weil das ist mir Zeit ausgegangen heute, weil ich 1,5 Stunden eher in der Arbeit habe müssen wegen Österreich. Und da ist es sich leider nicht mehr ausgegangen. Aber das kommt dann noch. Wahrscheinlich dann heute, von heute auf morgen irgendwann. Was ich heute noch vorhabe, heimfahren. So. Ja, passt da. Schaust du mal wieder vorbei, wenn du Zeit hast. Immer wieder gerne. So, jetzt haben wir in Abfahrt Osten. Dann müssen wir ein wenig Gas geben. Und dann schauen wir, dass wir da runterkommen. Servus, Nicole. Vierte Bahnpilot, wenn es da schon gehst. Das wird schon. Aber einer Drucker, oder braucht es das? Der mit seinem Schubkorn da vorne kann da einen Schritt schneller fahren. 70 auf der Autobahn. 80 kann es dann schon werden, so langsam. Ich bemühe mich ums Heimkommen, ja. Ja, einer am Bremsen, aber da stehe ich schon, wenn der einer fährt, dann stehe ich schon auf der Bremse. Das kennen wir ja schon, das Spielchen. So, das was der kann ich aber auch, gell? Dann müsst ihr mal ein wenig zufahren da. So, jetzt heraus weiter oder was? Ach, da kommt noch einer. Scheiße. Es ist Windschatten fahren, weil sonst komme ich da nicht vorbei, verstehst du? Und das schaut gerade so arg aus, das ist es gar nicht.
So, jetzt haben wir ungefähr 30 Kilometer, nehmen wir mal an. Ich habe das Navi ausgeschaltet, aber 30 Kilometer an einen Ablader und dann darf ich nach Hause fahren. Oh, der wird Gas geben. Ja. Aber glaub mir, das 90 mit dem Lastwagen gelangen. Schneller möchtest du gar nicht fahren. Wenn jetzt der Lastwagen 100 oder 110, früher war der Begrenzer nicht drin, da haben es teilweise auch 120 gerannt. Aber ich muss sagen, wenn du den Lastwagen nicht einmal probiert hast und einmal 120 gefasst, wie gesagt, normal auf der Autobahn, nein, das braucht es dann wirklich nicht. Also 90, das klang total. Weil erstens, wenn du so schnell bist, brauchst du viel länger zum Bremsen und da braucht nicht viel Zeit, dass du das nicht mehr da bremst. Also da ist 90 schon das höchste der Gefühle. Es passt ganz, ja, ist ganz gut so, dass die auf 90 jetzt allesamt begrenzt sind, bis auf die spanischen, weil die fahren drüber noch mehr wie mir. Ja, Türken schon, ja. Ich weiß nicht, ob die einen Begrenzer drin haben, wenn, dann haben sie fast alle ausgehängt. Ich sage mal 95, 96 gegen die allesamt. Und die spanischen auch. In der Türkei wird da keine Sau nicht schauen, ob jetzt der Lastwagen 80 oder 100 rennt. Hauptsache hier kommt von A nach B und die sind in der Zeit und passt es. Da mal meiner. Sind aber auch schon allesamt ein wenig langsamer geworden, haben schon zahlen dürfen wahrscheinlich. Ich muss sagen, ist aber auch ganz gut so. Ich bin auch stark fürs autonome Fahren. LKW-Spur auf der Autobahn, auffahren, dann Autopilot ein und dann fahren bis zur nächsten Abfahrt. Jeder in der gleichen Geschwindigkeit, jeder im gleichen Abstand. Alles mit KI meinetwegen geregelt. Und nach der Abfahrt wieder raus und dann wieder selber laden. Passiert mit Sicherheit nichts mehr. Und anders soll es auf der Autobahn auch nicht gehen. Weil dann hört sich das auf Elefantenrennen. Einer fährt 90, der andere fährt 92, der nächste fährt wieder gerade 79. Die soll es auch fixieren, auf der Autobahn einschalten, dahin geht's. Fertig. Das war das Beste, meiner Meinung nach. Allerdings brauchst du dann eine extra LKW-Spur. Ne? Oder zumindest eine, wo es dann geregelt wird, dass, was weiß ich, wenn es jetzt eine dreispurig ist, der LKW von Haus aus ganz rechts fahren, die müssen nicht dann so viel Abstand haben, dass da die anderen Autos schön durch können, so wie ich jetzt zu dem Grünen fahren, weil da brauchen die eh nicht zusammen sein. Ja, eh. Es wundert mich nicht, wenn du auf der Fahrt 6 BD beieinander sind, weißt du schon. Wenn es dann wieder einen auffällt, der wo dann außer viel vom Lastwagen mit 2,8 Promille oder so in der Richtung, da frage ich mich dann schon, braucht es das? Das ist unverantwortlich, sowas muss nicht sein. Da kann man keinen Witz nicht drüber. Weil das ist echt der Hammer. Den gehört der Führerschein zuerst schon genommen. Also der Vierster gar nicht herausnehmen vom Lastwagen, ist der Führerschein schon weg. Rauchen kann ja jeder, was er will, also normal. Aber Saufen geht hinterm Steuer überhaupt nicht. Und irgendein Grasal rauchen geht auch nicht. Alles, was jetzt die Wahrnehmung beeinflusst, ist das Scheiße. Da ich mal meinen. Das Schlimme ist halt das, wenn einer Scheiße baut, dann steht es groß in der Zeitung und dann haben alle ja so. Ja? Aber das ist mit allem immer so. Einer baut Mist und alle sind der. Ah, hast jetzt Mama gefragt, ob es das Handy noch mal like, gell? Ja, mal Schneizen, Kampen, Vorniederling,
anziehen und dann geht's auf zum Feiern. Heute ist Feiertag, gell? Keine Schule nicht. Sehr schön. Ja. Habe ich tatsächlich so noch nicht mitgemacht. Fußbruch, oje, oje. Wenn das passiert, steppert zum Gehen. Nein. Ich sag steppert zum Gehen, das war jetzt so ein Spaß, keine Nicole. Aber es ist tatsächlich, da wo ich früher gearbeitet habe, da hat sie, das war ja Zustellservice, ja. Und das Mädel ist reingegangen mit dem Backerl, hat es aufgelangt gehabt wie eine Sau, schnagelt und fällt mit der Hand oder mit dem Arm auf den Bordstein drauf. Natürlich kaputt. So, dann hat es einen Chef, das ist ein Arzteingang, direkt vom Praxiseingang gewesen. Ja. Nachher ruft es einen Chef an, dann hat der so laut zusammengeschissen am Telefon, ob es jetzt blöd ist zum Gehen und überhaupt und wieso jetzt das machen, die Backerl und die Backerl und die Backerl. Ich hab die dann abgeholt. Wie ich es abgeholt habe, habe ich eben das noch gehört, dass der so geschrien hat am Telefon. Weil ich mir denke, der spinnt, Alter. Das ganze Wartezimmer mitgekriegt, so hat der blöd am Telefon. Die hat schon Tränen aufgelöst, ist da gestanden und glätscht wird auch, sage ich. Da habe ich einen Chef ans Rohr genommen und habe gesagt, du, Meister, jetzt holst du mal den Schnauzen, weil die hat jetzt gerade einen Armbruch, da brauchst du mit deinen Backerl überhaupt nicht anfangen. Das ist mir scheißegal, von mir aus zähmt man es an. Aber jetzt darf man die jetzt erst einmal verarzten, weil da der Arm schon ausschaut wie ein Fragezeichen. Da weiß ich jetzt nicht, was wichtiger ist. Der Klump oder ihr Arm. Und eingehängt. Da hat man aber nicht einmal zusammengeschissen, gell. Ich hab gemeint, da kommt da noch was, wie ich nicht zurückfahre, aber nein, war nichts. Aber als jener Choleriker, sowas brauchst du wirklich nicht. Und als Chef schon zweimal nicht. Ich hab mir wirklich gebrannt. Ja, wäre es. Bist du deppert erst? Das ist wieder so ein typischer Fall. Jetzt fahre ich nicht ganz 85, aber BG, was ist denn das? BG. Habe ich auch schon mal gewusst. Du hörst jetzt da am Goldstrand, oder? Auch schafft, wenn es mir nicht einfällt. Wenn es so weitergeht, dann schauen sie wirklich alle blöd, ja. Aber naja, das spannen sie dann schon. Aber weißt, die haben den Geldtasche voll, dann spielen sie viermal zu und die, die dort gearbeitet haben, die können sie wieder aufs Maul hauen. Weil die dann nämlich nichts mehr haben. So siehe MD. Ja, mehr sage ich nicht. Können sie jetzt auch 500 Leute auf Goschen hauen, als ich einen Kragen nicht voll kriege. Weil der Umsatz zurückgegangen ist, Energiekosten und blau und hin und her. Der Gewinn ist halt dann nicht mehr so hoch. Gegangen war das schon noch. Das ist mit viel Sachen. Hauptsache einer Gewinn geht nicht runter, aber dann schreien, wenn wir keine Leute nicht kriegen, weil wir für die Leute kein Geld haben. Haben wir es gescheit zahlt. Die, die da arbeiten, die sollen da gescheiter Geld verdienen. Das soll sich jeder Chef einmal hinter der Waschel schreiben. Wenn das nicht leisten kann, dann soll er der scheiß Firma zuspielen. Aber meistens ist es so, dass die dann eh schon Taschen voll haben, 15 Häuser und 13 Viertel da haben. Dann ist denen wurscht, ob die jetzt die Bude zuspielen und Leute rausgeknocken oder nicht. Hauptsache, sie brauchen mit ihren Gewinn nicht retour gehen. Oder das, was in ihren Taschen bleibt. Aber dass das Mensch was zählt, ist ganz selten der Fall. Du hast gerade noch eine Nummer am Hirn und wenn die Nummer zu viel wird, dann wird es rausgehauen, dann schon Vierteil. Dann interessiert es gar nicht, wer du bist, was du gemacht hast.
ob du angewiesen bist aufs Geld oder nicht. Und ich habe festgestellt, solange du bei der Wahrheit bleibst, bist du der Arsch. Wenn du umeinander liegst wie die Sau, geht viel besser. Geht viel besser. Aber die Wahrheit, wenn es heißt, ich brauche dort und da Urlaub, ja, geht nicht weil, ist gestrichen, geht nicht weil. So, sagst nichts, bringst dir einen gelben Zettel, der wo 5 Wochen geht, dann geht es auf einmal, weil es gehen muss. Aber zuerst fragst du ganz höflich, ja, ich brauche einen Urlaub, weil, weiß ich nicht, mein Hamsterbohnen daheim oder irgendetwas. Nein, geht nicht, weil, ja, deswegen Leid geht nicht, weil, ja, leg mir am Arsch. Dann bringst du dir einen gelben und dann geht's auch. Also, die Leute wollen alle angelogen werden. Die Wahrheit darf man nicht mehr sagen. Und was wahr ist, darf man schon zuerst nicht mehr sagen. Ja. Mag ich mich jetzt vielleicht auch ein bisschen weiter aus dem Fenster gelehnt haben, aber das ist meine ganz private Meinung. Dass man einfach halber der Arsch ist, egal was man tut. Wenn man die Wahrheit sagt, zuerst. Bei dem bleibe ich. Da muss man alle einen Showmaster machen. Da drum Auto fahren, mein Haus, mein Auto, mein Boot, mein Pool. Und selbst wenn es gerade ein Foto gekauft ist von Ding, Hauptsache man zieht es aus und ein Konzert sagen, dann passt es. Der andere glaubt es dann bereit, natürlich, passt. Da ist mir auch mal eine Geschichte passiert, bin im Urlaub gewesen, es war noch dahergekommen, ein Mords auf dicken Anzug und dicke Bossbrillen und was der Teufel, das was der angehört hat, schaut einmal schwache 1500 € locker und hat ihn voll aushängen lassen, gell, aber voll. Dort der ganze Baurunden hat er geschmissen, hat an jeden unterhalten und gerade schön was. So, geh mir heim, dauert es 14 Tage, denke ich mir, ich weiß nicht, das ist ein LKW-Fahrer, neben mir stehen bleiben, denke mir, ich weiß nicht, gell, den kenne ich von irgendwoher, den kenne ich von irgendwoher. Und auf einmal ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Ist tatsächlich der Typ vom Urlaub gewesen, der wo einen auf dicke Hosen gemacht hat und war nicht mehr wie ich. LKW-Fahrer, Berufskraftfahrer bei einer Spedition. Dann bin ich aber so frei gewesen und bin zu ihm hingegangen und sage, du bist der und der. Sagt er, ja, sage ich. Du hast da gemacht, das war, wenn es da Pix überhaupt nicht was. Sagt er, ja, pass auf, alle 5 Jahre nehmen wir 35.000 € auf und dann fliege ich in Urlaub und mache einen brutal auf dicke Hosen, weil das so geil ist, weil da die Leute alles glauben, was du erzählst. Sage ich, Respekt, weißt du, wenn es das wert ist, ist gut. Sagt er, ja, da hat mir ein paar Storys erzählt und ein paar Fotos auch gezeigt vom Handy her. Unglaublich. Wo du die Leute verlieren kannst, wenn du Geld hast. Die glauben alles. Und das ist wirklich schade, weil keiner mehr hinter die Kulissen schaut. Jeder glaubt über das, was einer sagt, und keiner ist mehr ehrlich, weil jeder liegt der Truppen voll. Ah, ist traurig. Aber es ist so. Ja, soweit wie es geht. Nichts gesagt ist nicht gelungen, sage ich aber. Aber lieber das Mic gehalten und nichts gesagt, als wir irgendeinen Schmarrn verzeiht. Ja, das ist ja wurscht. Und Mädels wechseln dann, wenn den einen das Geld ausgeht, und eins zum anderen, der wo noch dicke Hosen hat. Ach, scheiß Telefon, ich komme gleich wieder. So, wieder Telefonat telefonieren. Ja, beides geht einfach nicht, gell?
Nächste Haltestelle Grieskirchen. Da noch ein bisschen. So, dahinter Spar. Ah, den gibt es in Deutschland auch nicht mehr, glaube ich. Sparmarkt ist bei uns weg. So viel mitgekriegt haben. Da fährt er noch spazieren. So, was haben wir jetzt da? Passau und Graz. Ja, dann nehmen wir Passau. Langsam nähern wir uns dem Ziel. Ich glaube, ich brauche da mal mein Handy jetzt Strom. Akku ausgegangen bin. Aber jetzt geht's schon wieder. Ja. So, Wischiwaschi. Ja, ich weiß schon. Geht der Ton oder geht? Ja, das ist mal gut der Akku ausgegangen. Da habe ich anstecken müssen und neu starten. Für das ist es wieder schnell gegangen. Jetzt ist es wieder gefährliche Zeit, weil zwischen 9 und 11 ist immer alle 5 Minuten das depperte Handy. Da muss ich dann dran gehen, weil dann können wir wieder, ja, müsst wieder eine Frage fragen, weil, ja, ich kenne halt überall aus und das ist ein wenig ein Handicap. So, jetzt. Schallerbach, da steht übrigens eine absolut geile Therme für Kinder. Da ist ein Schiff drin, so nachgebaut vom Flug der Karibik. Also für Kinder absolut geil, für Erwachsene ja. Ist auch ein Kino drin. Was mit der Badehose reingehst, dann wirst du so, was haben wir da, 4D-Kino ja, mit Wasserstrahl und was der Teufel aus dem gesehen. Nicht billig, aber das muss man schon auch einmal gesehen haben. Und vielleicht nicht direkt in die Ferien da hinfahren, weil da treten sie nicht. Aber das ist, wenn es einen interessiert, dann mal bei Google eingeben, Therme Bad Schallerbach. Das erklärt es eigentlich besser, als wie es ich kann. Ich war schon dort, aber ist jetzt auch teuer. Das ist sogar
Also mit Wellenbad und ach, was der Teufel für Künder ist, da ein Haufen Zeichen aufbauen. Aber richtig gut gemacht. So, jetzt darf ich dann noch einmal ein bisschen bremsen. Mein Einzige auf der Landstraße ist mir schon ein wenig schneller. 270 gegangen. Ja, schau das einfach mal an. Wo ist, weil ich gerade bei Bad Schallau bin, da ist tatsächlich auch ein Zoo in der Nähe. Gibt's, ja, der ist auch nicht schlecht, der ist nicht so teuer. Und die haben auch, wie heißt es, ein Waterworld, also eine Wasserwelt haben die mit dabei. Über die kann ich nichts sagen, weil ich habe es selber noch nicht gesehen. Aber das ist jetzt, muss sowas sein wie Sea Life in Winger, ja. Vielleicht nicht ganz so exotische Viecher, eher so einheimische, so wie die Österreicher kennen, aber ist auch ganz interessant. Das war auch nicht weit weg, das ist ja in der gleichen Autobahnabfahrt. Also wenn ich mir den täusche, ist das dazu im Pichel, glaube ich. Ah, das müsste schon, das muss ich jetzt nicht auswendig. Aber der Zoo ist ja direkt bei der Autobahnabfahrt, wo es auf Bad Schallerbach auch geht. Da kommen wir in den Zoo auch hinfahren. Das war so ein 2-Tagestrip eigentlich. Ja, für den Zoo brauchst du auch den ganzen Tag, bis du den gesehen hast. Weil so klein ist der gar nicht, wie man meint. Ja, genau. Steyr und langweilig, muss ich sagen. Sea Life München war ja auch schon drin, weil das war mal, da hat mir irgendwer so ein Gutscheinbuch geschenkt und dann war der halbe Eintritt schon drin. Aber es war trotzdem noch sauteuer, sagen wir mal, gefühlt auf 10 Minuten durch. Also, ja, ist jetzt nicht so groß. War gesagt, haben sie dabei und den Wassertunnel, wo wir durchgehen. Und das war dann schon gewesen an die Attraktionen. Da möchte einer für einen alten, ich glaube T9 war jetzt das, für einen alten T9-Bus möchte er 14.900 €. Was tramsen den in der Nacht? Wahnsinn! Der hat schon außen fast keinen Lack mehr drauf gehabt. Naja, wurscht. Irgendwer findet sich schon erwähnt. Da ist dieser Tempel, der rund um Burg. Ja, aber in München dazu, der ist schon sehenswert. Da brauchen wir gar nicht reden. Das haben wir tatsächlich noch nie, war schon öfter drin, aber meine Kinder haben es tatsächlich noch nie geschafft, dass wir nicht gekommen sind. Da muss ich auch noch mal was ändern dran. Aber da ist mein Kleine ganz klein. Jetzt mal da von der Therme vorbei, aber ich drehe das Handy nicht, dass man wieder mal scheiß Halterung abbricht. Ja, ist ein ganz schönes Berg, leider könnt ihr es jetzt nicht sehen, aber es ist jetzt rechts unten neben mir ist die Therme. Avia Express. Wieso Express? Wird da das Benzin reingedrückt oder was? Mit 20 Bar. Eieiei, und schon wieder Telefon, ja.
Entschuldigung. So. Jetzt bin ich dann wieder da. Das Telefon macht mir zu schaffen heute. Ja, 46 Euro, wenn das noch lang da. Das hat es auf alle Fälle mal gekostet. Das ist wichtig. So. €46 minus gehabt. Ja, ich glaube schon auch. Wenn nicht mehr. Ich weiß, dass ich aber noch gute 100 Euro losgeworden bin für 3 Leute, glaube ich. Das war Erwachsene erkühlt. Aber ich habe einen Gutscheinpunkt gehabt. Also von dem her soll es eigentlich noch die Hälfte kosten. Aber ich habe bestimmt fast 100 Euro gezahlt. Bin mir sicher. Nein, da haben wir noch nicht so weit, weil Wochenende war es mit Sicherheit bei anderen Stellen der Zeitung. Aber wie gesagt, an 100 habe ich dort sicher gezahlt. Das ist schon ein Haufen Flints für ein Ticket, muss ich sagen. Gell? 100 Euro. Für 100 Euro kannst du mindestens eine Woche lang was zum Essen, wenn du es so sagst. Vielleicht sogar für 2 Wochen für die einen oder anderen. Also passt du mir auf der rechten Seite kommt jetzt ein Haus oder eine Halle, die ist der Hammer. Der hat die ganze Hütten, ja jetzt auch, der hat die ganze Hütten mit Blech eingehüllt. Das was so wellig ausschaut, das ist ein Edelstahlblech. Er hat keine Probleme mehr mit Oberweißen, oder? Hammermäßig, oder? Das muss erst einmal kommen, das ist ein Frühling. Bulldog-Firma. Auf das musst du, was das kostet hat. Die ganze Fläche mit V2-Bleche. Das ist der Hammer. Ja genau, das sehe ich auch. Also, ab und zu muss man sich schon irgendwas leisten, aber trotzdem ist es viel Geld. Ja, da haben wir nicht Schmerzen. Und wenn ich dann, ich soll jetzt sagen, wenn ich jetzt in die Arbeit gehe, Hauptgeld geht bei mir tatsächlich für Wohnen, Strom, Gas, Essen. So. Und wenn du dann noch ein Gewand brauchst oder jetzt für die Schuhe was, ja, weil das sind auch deppert, was die über Geld möchten. Da braucht es einen 10er und da braucht es einen 5er, da braucht es wieder einen 10er. Das lebt jetzt auch mit der Zeit, weißt du? So ist das schon irgendwo so eine Grundgebühr, was von Haus aus einmal 60 Euro einsammeln. Und wenn sie Werken haben, ja, dann müssen sie da wieder Geld mitnehmen fürs Material zum Zahlen und dort wieder. Es ist schon. Ja, da kommt schon was zusammen. Das kleine Zeigerz ist einfach das, was Kraut fett macht. Ne? Weil die großen Ausgaben hat man relativ gut im Überblick, aber die kleinen Sachen, das sind die, wo. Aber warum tun die Rückwärtsgang einfach nicht? Das hat eine falsche Schaltung. Da wollte ich dran. Gut, dass die Automatik nicht gleich schaltet. Jetzt habe ich einen Scheibenwischer. Hat wieder einer zur Überprüfung eine Nachricht geschickt. Ja. Netter Versuch. So.
Manche kapieren es nicht wirklich, gell? Dass man im Chat nett und freundlich, jetzt habe ich eh schon eingeschrieben, keine Politik und kein Porno, kein Sex, aber ich weiß auch nicht. Manche sind so behindert und können entweder nicht lesen oder sie links drauf haben. Weil sie nicht brauche ich nicht, gell? Danke. Ja, ich sehe gerade die Nachrichten, die wo für euch blockiert sind, deswegen habe ich jetzt das gesagt. Entschuldigung. Für alle normalen Anwesenden sollte sich jetzt keiner betroffen fühlen. Aber es gibt halt Nachrichten, die wo ausgeblendet sind für den Allgemeinchat, die wo aber ich lese. Ich sage dann meistens nichts, aber manchmal geht es mir richtig auf den Sack. Und das hat jetzt einmal sein müssen. In Österreich. Grieskirchen gerade im Moment. Ja, das kannst du auch nicht sehen, Grüezi. Das ist der Chatbot, haut das aus. Ich habe da schon ein bisschen vorgearbeitet und manche Wörter ausgenommen. Und selber tut er auch noch ein bisschen schauen. Ich habe es so moderat, wie es geht, gemacht. Aber du musst nicht glauben, wie viele Vollpfosten das da einen ganzen Tag über schreiben. Ich glaube, die haben nichts anderes zum tun, als wie irgendjemand blöd anzumachen. Aber kommen in regelmäßigen Abständen immer wieder, gell? Ich sehe nicht glauben. Es kann einer finden als wie mir, den wo man blöd reden kann, und dann zu mir einer und dann irgendeinen absoluten Schwachsinn von sich geben, den was der Mensch nicht braucht. Und auf die Sigi, sowieso, ich bin jetzt gerade rück. Zum Reden muss ich ja nicht in die Kamera schauen, Sigi. Verstehst? So, meine Frisur sitzt. Reden kann ja ohne, dass ich in die Kamera schaue. Schau, es geht ganz einfach. Jeder meint, ich glotze den ganzen Tag in das Handy ein. Das ist nicht der Fall. Und schon gar nicht, wenn ich rückwärts fahre. So. Jetzt ist 10. Letzte Amtshandlung, ich komme gleich wieder, gell? Oh je. So, wo ist er denn?
Hab da schon sehr was hingehauen. Ah, das ist ja gar nicht meins. Moment. Impex. Ne? Moment. So, haben wir wieder da. Ja, jetzt ein bisschen wach, gell, Sigi? Ich habe vergessen, dass ich fertig mit der Arbeiterei, jetzt geht's nach Hause. Ja, Sigi, was ich vorhin, ich habe wahrscheinlich nicht mehr gehört. Ich habe vergessen, mein Handy zuzumachen. So, weil das geht auch, wenn ich mal Lastung und dumm tanze. Tatsächlich habe ich festgestellt. Ich sehe gerade, ob der offen ist oder nicht. Wenn ich draufdrücke und vergiss zu muten, dann ist das ein wenig lauter. Ja. Thomas, servus. Das ist in Österreich, Grüßkirchen haben wir jetzt. Ja. Das ist wunderbar. So, habe ich fertig, jetzt fahre ich nach Hause. Dauert 2 Stunden circa. Nicht ganz, 1 Stunde 50 Minuten. Na, die Brücke da ist auch der Hammer. Mit dem LKW, wenn du wieder zurück musst auf die Bundesstraße, dann musst du über die Brücke drüber fahren mit dem LKW. Und ich weiß auch nicht, aber ich hätte es dann doch ein wenig breiter und ein wenig besser bauen können. Die nicht, aber die nächste. Ja, dann Feierabend, freilich. Also es heißt, dass ich einen Mittag ungefähr wieder zurück bin in der Firma und die Schicht im Schacht. Das war's dann. Für heute. Morgen geht es dann wieder weiter um 2 in der Früh. Oder ja, eher um 3 wahrscheinlich. So. Ja, der Himmel schaut in der Kamera so richtig geil aus. Das gefällt mir jetzt mal wieder. Die ändert die Belichtung so gut. Hat was. Aubi. Ja, fürs Meckern, da muss gerade ein bisschen dran bleiben, weil ein paar so Pfosten halb vor mir fahren, dann kann es wahrscheinlich, dass man Rutschen platzt. Ja. Aber sonst bin ich eigentlich ganz freundlich und lieb. Naja, fast immer.
Ja. Gibt es andere Einstellungen auch, ja. Habe ich auch schon abgekriegt. Hey, Grüezi. Okay, aber langsam durch die Schallpratze, ja. Die lügt nicht. Und ich bin immer freundlich. Ich fix noch einmal. Was Zeit ist für Unterstellung sei, unglaublich. Weil wir die scheiß Nachbarn, reden, gehen wir zum Chat und reden mit daher. Das passt noch nicht wieder. Da habe ich wieder in dein Loch rein, wo du herkommst, sie fix. Oh mein, was haben wir gelacht? Ein bisschen Spaß muss sein, gell? Ich glaube, dass du das gar nicht brauchst, so weit, wo man mich nicht auseinandermast. Ich tippe jetzt einmal vielleicht einen halben Kilometer. Ich sehe da am Tag keiner laufen, weil ich am Tag schlafe und in der Nacht unterwegs bin. Von dem her ist es aber ganz schlecht, dass mich einer erwischt. Außer beim Einkaufen. Da ist dann oft schon ein wenig enger geworden, aber da tue ich meinen Hut, aber dann kommt eh keiner mehr. Nicht, dass ich dann doch einmal ein paar aufs Maul kriege. So. Jetzt fahren wir wieder Richtung Autobahn und dann fahren wir wegen Autobahn. Das ist halt relativ gut gegangen, oder? Schon lang. Ja, 5,5 Stunden und dann lang, das ist schon eine gute Zeit. Mein Herz. Wer hat mir denn da so lieb? So, und schon wieder steigen. Ich schaffe Zeit nicht mehr. So. Jetzt brauche ich dann mindestens eine Stunde, 50 Minuten, bis ich in der Firma bin. Die sind wieder gut übergegangen, das hat mir gefallen. Das ist generell auch nicht schlechter so, weil ich nicht so oft aussteigen muss. Wenn ich dann wieder eine andere Tour habe, wo ich dann wieder 18 Mal aussteigen muss, das ist dann lästig mit Sau. Oh, leck, jetzt kommt die Sonne raus. Ich glaub's nicht, oder? Jetzt hat es echt den ganzen Tag geregnet, jetzt war ich fertig bin, jetzt kommt die Sonne raus. Ja, wird mir da wer verarschen oder was? Dafür hat es echt Shift was runtergefallen.
Ja, Grüezi, was ist das für eine Generation? Die ist auch an mir vorübergegangen. Außerdem habe ich, das will ich gerade die Hälfte gerne, ich habe eh nicht gerne. Ich habe gesagt, dass es gut gelaufen ist, das passt eh. Auwe, Bulldog. Müsst ihr da irgendwas sehen, gell? Wahrscheinlich. So alt wie ich wird kein Stein. Du weißt selber. Voilà, ja, Falle, wenn es da geht, gebe ich Gas. Falle. Aber Safety first hast du aber, ne? Das hilft, wenn ich 4 fahre, dann fahre ich nämlich gar nicht mehr. Aber ich sehe nichts. Und wenn ich nichts sehe, dann muss ich dahinter bleiben. Und wenn es mir so überhaupt nicht gefällt, dann sehe ich wirklich nichts. Weil ich brauche dann noch 1,50 Meter oder 1,40 Meter, bis ich 4 komme. Aber jetzt geht's. Ah, du nicht. Scheiße. Schon, gell? Wenn jetzt der scheiß Bulldog nicht vor mir war, dann war es noch besser. Das glaubst du nicht, gell? Wenn ich was sehe, kommt einer. Wenn ich nichts sehe, kommt nichts. Erst. Weit und breit nichts. Wenn ich aber den Bugel der 6. Dummel. Jetzt aber. Muss ich transportieren? Weißt du, was dem Tante Emma Laden nebenan kaufen kannst? So, jetzt geht's wieder ein bisschen schneller. Ja, ewig mag ich auch nicht dahinter fahren. Aber man muss halt schon sehen, wann man überholt. Und wenn ich nicht weit genug sehe, dann brauche ich nicht anfangen zum Überholen, weil die Kiste braucht ein bisschen bis auf die Rücke.
Erinnert mich irgendwie an den Film Zurück in die Zukunft, wenn es sowieso gerade geht, gell? Braucht man gerade noch einen DeLorean und dahin geht's und nicht so ein scheiß LKW. Wohl, wohl, Fritzi, wohl, wohl. So ist, wenn der LKW-Fahrer verhungern, können sie die anderen auch aufs Maul haben. Genau. Aber das haben viele noch nicht so ganz begriffen. Wenn es uns nicht mehr gibt, dann bleibt das Zeug dort stehen, wo es steht. Dann ist es halt dann ein wenig schlecht. Wenn wir die Tomaten in China holen, weil da gibt es da noch einen, weil bei uns gibt es nichts mehr, weil lauter Solaranlagen aufgebaut werden. Oder so. Also brauchen wir ein wenig zum Fahren. Das wird so langweilig. Ja, Grüezi, jetzt übertreibst du aber, ha? Was steht man? Deswegen durchgehen. Herzlichen vielen Dank. Tausend und einen Dank, mein Freund. Geh schlafen, hau dich hin, du bist auch lang gut schon wach.
Ja, das weiß ja eh, dass es nicht teuer ist, aber es muss ja nicht teuer sein, dass man es bringt, oder? Aber Ehre, schlaf gut. Servus. Daniel, grüß dich. Alles gut bei dir? Na, schauen wir. Ja, mein Mikro geht schon wieder der Soft aus. Ja, klar geschrieben. Oleg, ich hoffe, dass es nicht zweit fällt, oder? Jetzt muss ich schnell umschalten, weil mein Mikro geht der Soft aus, jetzt wird der Ton dann schlechter. Aber man hört wieder noch. So, jetzt ist der Ton leider ein bisschen schlechter, aber ich habe ein Mikro keinen Akku mehr. Jetzt muss ich mal schnell anstecken. Was? 605 sind schon. Wieso deppert? Nein, das ist A8. Ich bin in Österreich gerade momentan. Daniel. Österreich A8 Richtung Passau im Moment. ...605, das waren jetzt praktisch 15 Abos für einen. Nein, ich glaube noch gar nicht. Ja, leg Arsch, Dankeschön, super. Das freut mich brutal. Ich weiß zwar noch nicht, wer das war, aber das werde ich ausgehen. Das hat man gar nicht gesehen. Da muss ich auch irgendwas falsch eingestellt haben. Komisch. Ich hoffe, der Ton geht noch so weit. Ich muss ein wenig lauter reden, weil, wie gesagt, mein deppertes Mikro keinen Strom mehr hat. Aber das nächste Mal das zweite mitnehmen, weil das heute habe ich gerade so 2-3 Stunden und geht dem der Saft aus. Und dann haben wir einfach gerade ein Handy-Mikro und das geht zwar, aber ist nicht so optimal. Und ich muss ja so schreien. Dankeschön. Lang habe ich ja nicht mehr.
So, Rastplatz Kurraum Ost. Aber nicht mehr weit zum Grenzübergang. Grenzübergang Suben war dann das nächste Spektakel. Bei mir ist ein niederbayerischer Akzent. Matze, danke. Einmal vorbeigeschaut, ja. Ja, interessant ist das schon, ja. Freut mich. Ja, ich habe mir schon gedacht. Das hat er mich vergessen, da war ich da nicht. Bist du aber hingekommen, sag ich nichts mehr von dir. Ja, Jay, da musst du ein bisschen öfter zuhören, dann funktioniert das schon mit der Zeit. Ich verstehe Plattdeutsch auch nicht aufs erste Mal. Oder Ostfriesisch, da wird es auch ganz schwierig zu verstehen. Das ist Gewohnheitssache. Bayerischer Dialekt kann man gewöhnen. Ja. Ich versuche ja eher ein bisschen eingedeutscht zu sprechen. Ja. Beim direkten Vollgas-Dialekt kann ich sowieso nicht reden, weil dann versteht mich keiner mehr. Kommt immer darauf zusammen, welche Leute gerade da sind. Ja. Wenn du was nicht verstehst, frag einfach nochmal. Ja, freilich. Ich kann nicht perfekt Hochdeutsch und du mit Sicherheit nicht Bayerisch. Wenn Hochdeutsch wird, das hört sich ja so als wenn er so in Anführungszeichen preisbarisch redet. Ja. Es wird nicht funktionieren, weil man die Betonung einfach ganz anders hat. Und ich bin es auch nicht so gewohnt, so viele Buchstaben zu benutzen. Ja. Wir haben ein bisschen redefaul, ein bisschen sprechfaul. Hey, Stuttgart! Oi! Ja. Aber normalerweise, wenn du von Stuttgart bist, hast du kein Problem, Bayerisch zu verstehen. Das ist Übungssache dann nur. Wo ist denn der Heiko heute? Ist der abgesoffen? Hier, Mercedes Antego 16 Tonnen. Und mittlerweile ohne Ladung, sprich leer. Weil jetzt geht's nach Hause.
kein Tieflader. Das größte, was ich bis jetzt gefahren habe, waren jetzt muss ich überlegen, auch vier Achsen. Das war das größte, was ich bis jetzt gehabt habe. Ein Langholztransporter. Langholz gefahren. Du brauchst glaub, mit mir jetzt da bleiben, dann ist es so, als wenn du mitfahren darfst. Wenn mein Mikro dann wieder funktioniert, dann ist es auch original, als wenn es daneben sitzt. So ist es jetzt ja an, als würde ich in der Blechbüchse sitzen. Ich weiß das, aber die Scheiße ist schon wieder der Akku ausgegangen. Ja, das sind die Roadtrains. 18 gibt es bei uns, glaube ich, gar nicht. Oder doch, ja, Sonderschwertransporte, die können vielleicht auf die 18 hinkommen. Aber es sind dann eher viele kleine Räder. Ich glaube schon, ja, gibt es in Deutschland schon, aber wie gesagt, läuft bei uns unter Sondertransport. Das sind die, wo, was hat da jetzt irgendein so ein Reaktor hat der dabei gehabt. Ein ewig großes, rundes Stahlgedöns-Ding und weiß nicht, 5 Meter breit und 5 Meter hoch und Wahnsinn. Jetzt habe ich irgendwo ein Foto von dem Ding, das habe ich überholt, wie er dann draußen war am Stadtstreifen. Habe ich mir ein Foto geschossen. Leck, da blinkt es schon wieder. Ja, kaum nennt man Teufel, kommt der Gret. Check, Heiko, servus. Na schau, du hast noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Achser. Na, ich bin im Nahverteilerverkehr, ich bewege mich auch den ganzen Tag ein bisschen. Ich habe da zwischen 10 und 20 Ablader und darf dann auch mal aufstehen und dann noch irgendwas in den Keller tragen und irgendwas in den ersten Stock tragen oder irgendwas rumschleppen. Das ist dann tatsächlich immer ein bisschen entspannend, weil wenn ich den ganzen Tag sitzen müsste, ja, das geht dann tatsächlich auf die Bandscheibe und ich habe einen guten Sitz. Moin Heiko, warum bist du so spät dran heute? Kann ja gar nicht sein. So lange geschlafen oder was? Heute ist Mittwoch. Nichts mit Bierfahrer, war gestern. Ich bin schon auf der Rückfahrt heute, ja. Und meine Schwungscheibe ist noch vollkommen intakt, Jay. Sprich Bandscheibe. Du hast definitiv als Koch mehr Probleme mit dem Rücken als wir jetzt als LKW-Fahrer. So viele Aufgaben vor mir, Jake. Wahnsinn. Und? Oder was braucht der Friseur? Wenn ja, dann darfst du mir den Dress schicken. Ja, habt ihr schon verstanden, Jay. Bei dir liegt Schnee? Wo? Allgäu oder was? Schmarrn, Stuttgart ausgeschrieben. Mann, bin schon blieb. Da ist schon Schnee. Cool. Der Jingle Bells. Sehr schön. Naja, du musst auch das Schmerzensgeld für den Friseur mit einrechnen. Weißt? Wenn du da herkommst, möchtest du Haarschneiden und
kostet Verhasel schon mit 30 Euro mehr als jetzt bei mir. Bei mir auch nicht. Ich brauch's aber auch nicht. Ja, für den, der was mag, ist Sechste, so schaut's aus. Jeder muss das da, wo es ihm Spaß macht. Sollte. Ja, so schlimm war es eigentlich nicht bei uns. Bei uns hat es teilweise 35, 36, 37 Grad gehabt. Also das hat gereicht, ja, vollkommen. Da haben wir, glaube ich, 6 oder 7 Wochen am Stück keinen Regen mehr gehabt und jeden Tag Kurzwasser. Also meine Wiesen hat hinterher ausgeschaut wie ein Kartoffelacker. Weil ich sechs dann auch nicht mein gutes Wasser zum Verspritzen. Na, da schaukelt nichts. Mein Handy schaukelt, weil es an der Windschutzscheibe pappt. Ja, das vibriert dann ein wenig ab und zu. Aber ich sitze ganz ruhig, ich habe einen Luftsitz, Luftfedersitz. Ich bleibe eigentlich immer auf einer Höhe sitzen, auch wenn der LKW auf und ab geht. Ja, Jack. Tatsächlich. Weil der Gritzi war ein da, der hat, glaube ich, auch wie du. Da bleibt dein Witz. Muss aber so schreien. Ja, genau. Dankeschön. Er hat genau das gleiche gemacht wie du jetzt. Dann frag mich, was du wissen willst, Jay, dann sag es dann. Ich weiß auch nicht alles, aber einiges. Heiko, vielen lieben Dank. Jetzt werde ich dann gleich rot, wenn du so weitermachst. So, meine Freunde, jetzt fahre ich dann über den Grenzübergang. Dann macht es wieder zapp, 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 weil das Netz wechselt. Kann sein, dass ich so 3, 4, 5 Minuten keinen Empfang habe. Ja? Also einfach dranbleiben. Ich komme wieder online, sobald ich Netz habe, weil ich das Kack mittendrin habe. Weil jetzt bin ich am Grenzübergang suchen. Und da dauert es dann aber so 1, 2 Kilometer, bis das wieder richtig funzt. Naja, wackelt schon. Hab schon gemerkt. Österreich, Deutschland, Suben heißt die Grenze. Aber jetzt kann es immer lang dauern, dass sich das Ding wieder verschluckt.
weil eben der Netzwechsel durchgeführt werden muss. Das geht nicht. Man bricht da ab. Kann ich mir nicht sagen, wann. Meistens so einen Kilometer nach der Grenze. Mag's nicht mehr so. Heute seit 2:30 Uhr. So, müsste es eigentlich wieder gehen. Wie lange wieder? Ja, sollte wieder funktionieren. Das Netz hat umgeschalten, dann passt es wieder. Yes, welcome back in Germany. Good old. Wie alt das ich bin, schau mir jetzt. Und da. Das ist jetzt praktisch das Immigrantenkontrollstelle und die schauen nach, ob man irgendwelche illegalen Wanderer eingesammelt hat und mitten über Grenzen nimmt. Wie alt das ich bin. Info bei YouTube. Biografie anschauen. Gehst auf meinem Kanal, da steht drunter mehr bei Feldwolzen und da erklärt sich selbst erklären. Da brauche ich nicht über das Gleiche verzeihen. Dann weißt du alles, um was das mir geht und wie alt das ich bin und wie viele ledige, wie viele unledige Kinder und so weiter. 50. 1974er Baujahr. Germanland, ja genau. Hast du richtig erfasst. Good old Germany. Norfolk. Oh, hello my friend. So. Jetzt muss ich einen Bildschirm kippen. Nein, kein langweiliger Mensch. Man muss nicht immer so hochtechnisiert sein. Ich muss jetzt nur umschalten, weil da ist jetzt dann das Adventure Camp, ja, von unseren Polizisten. Weil die schauen dann, ob man irgendwas dabei hat, das was man nicht dabei haben sollten. Und die wollen nicht gefilmt werden. Da kriege ich dann Probleme. Dauert jetzt, bis ich da durch bin, weil ich stehe da dort mit dem Maschinengewehr, nicht, dass man den nachschießt. Das ist wirklich wahr. So, jetzt haben sie wieder eine Aussitzung.
Hey Jay, danke. Er übertreibt es wieder, der Gritzi. Wahnsinn. Aber ja, es hilft mir tatsächlich weiter, weil wenn ich 1000 zusammenbringe, das kommt auch der Community zugute, weil dann von YouTube wieder ein Stück freigeschalten wird. Ja, was machen sie denn? Und was ist denn der Ungar? Den halten sie auf, natürlich schon. Ja, wird wieder irgendwas freigeschalten. Ich darf Werbung schalten, beziehungsweise wird mir geschalten. Ich bekomme Geld, kriege besseres Equipment. Durch besseres Equipment gibt es auch bessere Videos, etc. etc. Stellt am nächsten Sommer raus, weil da mache ich das Gleiche, aber auf dem Moped. Allerdings ohne Live-Chat, weil das haut da nicht hin. Aber ich habe die Kamera installiert, genau über den Vorderreifen. Ich habe jetzt keine Rennmaschine, nicht, eher so eine alte BMW, so ein Touring 1100er. Ah ja, jetzt bin ich gespannt, ob er von mir auch was möchte, der Bursch. Alles gut? Dann ist gut. So, haben wir da wieder weiter. Ah, da kommt Ablösung. Am Heisel. Alter, so genau wollte ich es gar nicht wissen. Ey. Passau. Gray. Passau. In 30 kilometers. You know? Cool. Ja, Jay, das ist leider so, ja. Das junge Volk schaut nur noch in die scheiß Kisten rein und alles rundum, vergessen es, wissen sie auch gar nicht mehr. Und wenn sie dann das Handy wegnehmen, nimmst du dann ist so, als wenn sie ja das Herz oder den Empfang ausreißen. Stehen sie da und wissen nicht mehr, was machen sollen. Das ist tatsächlich. Aber ich bin leider auch der Mediengeschädigte oder ich bin mit dem Klump groß geworden, sprich Computer. Mein Vater hat das Zeug verkauft. Folgedessen bin ich da, was das anbelangt, relativ stark immer am Ball geblieben. Ja. Lebenszeit nimmt es da nicht weg, aber Qualität am Leben nimmt es da weg. Es kann ja der Lebenszeit, wie soll ich sagen, versüßen. Ja. Es birgt da nicht nur Nachteile, aber wenn man dann ohne dem Ding gar nichts mehr machen kann, ich sehe es an meine Töchter, ich darf jetzt jeden Tag mal eine halbe Stunde Handy schauen. Oder was weiß ich, so Kindertanz. Mein Baby ist 2 und die hat das einmal am Fernsehen gesehen. Dann magst du die Kinderbewegungslieder und die werkt und tanzt damit. Da sehe ich es dann auch, wenn es im Maßen ist oder so eine halbe Stunde. Wenn du so langsam mitmachst, sehe ich es noch sinnvoll. Ja. Aber sich irgendwelche Teletubbies Schwachsinn Scheißdreck reinziehen, das ist Gehirnverblödung. Also das lasse ich beide Kinder nicht anschauen. Wenn dann soll es irgendwas was wissen oder irgendwas was auch noch einen Hintergrund hat zum Lernen, anschauen, aber nicht den Bullshit, was da teilweise vertreiben im Fernsehen, da bin ich dagegen. Ja genau, der Gritzi sagt genau das Richtige. Das Problem ist bei der Geschichte, ich muss irgendwie auf eine Art und Weise 1000 Mitglieder, nicht 1000 Mitglieder, 1000 Abonnenten bekommen, weil dann viele Sachen bei YouTube erst freigeschaltet werden. Leider ist es dann auch mit Werbeeinblendungen verbunden, die ich nicht vermeiden kann. Ist aber, ja, 5 Sekunden Einblendung, bla, etc. irgendwas, denke ich mal, ist zu verschmerzen.
Also ich muss mir es ja, wenn ich irgendwie mal anschaue, auch anschauen. Also mich stört jetzt das eigentlich eher wenig, weil ich denke, ja, jeder möchte mal ein Geld verdienen. Wenn das dann das bringt, wenn man ein bisschen Werbung einblendet, dann soll es so sein. Ja, ich brauche mir meinen Lebensunterhalt jetzt mit YouTube nicht verdienen, aber wenn ich halt Geldeinnahmen habe, kommt das 50% meiner Community, die wo auf Discord von mir ist, der Link ist übrigens auch oben im Kanal drin, wird 50% von meinen Einnahmen an meine Community ausgespielt, durch Verlosung, durch, weiß ich nicht, irgendwelche Events, was mir einfallen lasse. Das habe ich versprochen und das halte ich. Die alten Hasen, die bei mir am Discord sitzen, über den Gaming-Content, also das, auch die andere Sparte, was ich ab und zu als Hobby mache, ja, nicht als Spitzen-Creator oder sonst irgendwas. Ich versuche mich halt einfach da noch manchmal ein blindes Huhn finden, da mal einen manchmal habe ich gute Sachen und manchmal halt einfach nicht. Aber ich steigere mir jetzt da nicht rein. Ich mache das just for fun, weil ich gerne Videos schneide und so weiter. Wenn dann natürlich das einen oder anderen das gefällt, dann freut es mich natürlich auch, weil dann habe ich es nicht für umsonst gemacht. Ja, ich erkläre das nicht für dich, sondern allgemein. Es schauen ja 2, 3 Leute zu. Ne? Und es ist immer gut zu wissen, wo sitzt da für ein Mensch, was hat der für Einstellung, weil dann lernen dich die Leute kennen und das geht es ja eigentlich ja bei der ganzen Geschichte. Ich habe das LKW-Streaming angefangen, damit wir die Leute kennenlernen, weil das, was ich mache, das machen 1000 andere auch. Nur auf Feldwolzen. Szene gibt es gerade einmal. Und wenn ich die Leute sympathisch bin und die merken, allgemein gesehen, dass wir eigentlich für jeden Schmarrn zu haben hat, ist am Discord habe ich auch schon das eine oder andere Problem von jemandem, auch privat, sozusagen gelöst. Ja. Manchmal kann man halt jemandem weiterhelfen und ich bin da der Letzte, der mir sagt, ja, ich mache das nicht. Oder das Einzige, was ich keinem geben kann, ist Kohle, weil die brauche ich natürlich selber. Aber mit Rat und Tat oft einmal zur Seite stehen und ein bisschen so als Freund fungieren, ist oft mehr wert als alles andere. Weil Freunde kannst du in Anführungszeichen nicht kaufen, die hat man oder hat man nicht. So die Einstellung. Den einen gefällt es, den anderen nicht. Mein Gott, nein. Ja, Berater würde jetzt nicht sagen, aber manchmal, wenn man von jemandem, der wo sich festgefahren hat in irgendeiner Situation, wenn man von dem Menschen einen Blickwinkel ändert, dass es von einer anderen Seite anschauen kann, dann ändert sich unter Umständen sein ganzes Leben. Wenn er denn dann auch bereit ist. Und das habe ich doch gerade 3, 4 Mal schon geschafft. Ja. Und das ist eigentlich, ja, das mache ich gern. Da kommt dann der Sozialberater wieder durch oder so. Keine Ahnung. Ich verurteile auch keinen früher wegen dem Aussehen. Wenn er Punk ist, ist er der Punk. Und wenn er Gothic ist, er Gothic. Mir ist das scheißegal, wie einer daherkommt. Ja. Von mir aus hat er Titten am Hirn. Ist auch egal. Wenn der Mensch in Ordnung ist, dann ist er in Ordnung. Dann zählt das Herz. Und nicht, was er im Geldbeutel hat und nicht, was er von sich gibt. Oder wie er ausschaut. So denke ich halt. Ah, so weit braucht es oft gar nicht. Wenn du es um 360 Grad änderst, dann stehst du wieder da, wo du angefangen hast. Wenn, dann sind es 180 Grad. Aber manchmal ist es auch gut, wenn man den Blick einfach nur ein bisschen zur Seite regt und nicht immer mit Scheuklappen durchs Leben rennt und die guten Sachen übersieht und nur noch Scheiße singt. Ich könnte jetzt auch rumholen, ja, momentan auch privat viel am Dampfen, was mir keiner helfen kann dabei. Aber naja, Lebenserfahrung hat man dann doch auch einiges schon weg. Ja, leicht ist nicht und funktioniert auch nicht immer. Aber es reicht, wenn von 10 Leuten einer das schon kapiert hat oder wenn es einem was bringt von 10, dann ist schon gut. Oder unter 100 einer ist schon ein Erfolg. Ja? Man hat es probiert.
Es ist wie beim Spielen. Wenn man es nicht probiert, hat man schon verloren. Einer, der nicht kämpft, der kann gleich sitzen bleiben und kann sich aufhängen. Aber wenn man nicht in manchen Sachen kämpft und nicht einfach mal für sein Wort einsteht, dann ist es gescheiter, man legt sich gleich in die Kisten, dann bringt die ganze Gaude nichts. Manche Sachen sind halt nicht angenehm und manche sind ein wenig angenehmer. Aber man sollte halt einfach schon immer schauen, dass man ein bisschen vorankommt und nicht gerade das Arschloch mimt oder so. Ja. Es gibt ja bei YouTube ganz viele, die machen eine Million und was der Teufel wie viele 1000 Klicks. Nur weil sie einfach das Arschloch geben vor der Kamera. Ja. Weil es über alles und jeden und überall Herz und Niedermacher und was weiß ich. Das gefällt die Leute. Ja. Da kriegst du Einschaltquote ohne Ende. Genauso für, ja, wenn jetzt eine am Computer sitzt und ihre Glocken raushängen lässt, ja, da hat die doppelt so viel Klicks als wie jeder andere, nur weil jeder auf die Titten kauft. Ja. Wenn es eine braucht, so, dann soll es machen. Aber wenn es vom Content her nur Schrott ist, aber die Leute schauen rein, weil es einfach der zuschauen wollen. Ne? Ja, der Punkt ist ganz gut. Man darf sich selber nicht anlügen. Aber darin gibt es auch ganz große Meister, die selbst anlügen. Die glauben das dann auch noch, was in anderen vorliegt. Das ist das Schlimme. In der heutigen Gesellschaft sowieso. Wenn du jeden fragst, wie geht's da? Jeder, oh super, gut. Der guckt mit Mercedes, denkst du, oh, dicke Hosen, der fährt in ein Neubau ins Haus, oh, noch besser. Naja, und dann triffst du einen Banker, das wo mein Spätzl ist, und sagt, pass auf, ist nicht alles Gold, was glänzt. Und dann gibt der nächste Spätzl von mir, der Fitnessstudio, und sagt, auch wenn der mit Q7 reinfährt, aber die 15 € für einen Mitgliedbeitrag vom Fitnessstudio, der kommt regelmäßig zurück. Also Leute, das dazu. Es ist halt nur die Oberfläche und da sind halt viele Proleten unterwegs. Ich sage, man braucht sich für nichts schämen. Entweder ich fahre einen Fiat Panda oder einen Mercedes. Das, was man leisten kann, die Schüssel, das, was man wirklich leisten kann, ja, die Schüssel nehme ich. Aber ich brauche mich weder für einen Fiat Panda schämen, noch für einen Mercedes groß dicke Hose markieren. Wenn einer umfällt, kann er sich beides nicht mitnehmen. Ja, Jay, du redest, dass du jetzt so zwischen 70 und 80 drin wärst. Ey. Naja, Schulden sind modern und wenn es nicht mehr geht, wird man insolvent und dann 7 Jahre durchgefrettet. Und dann passt es auch wieder, dann sind die Schulden auch wieder weg. Das muss ja jeder machen, so wie jeder leben will, so soll er leben, das kann man nicht verurteilen. Wenn einer mit dem klarkommt, ja, dann soll er es gerne machen. Ich komme mit so einem Berg Schulden im Gang nicht klar. Das muss ja, ich mag meine Sache zahlen, dann wirklich zahlen. Und nicht gerade ausgeliehenerweise für eine Zeit. Ja. Ja. Die Erkenntnis kommt ja meistens erst viel später. Ja, das ist auch so ein Thema. Ich sage ja, jeder der Flosser, wenn er sein Auskommen hat irgendwo, dann passt es.
es gibt halt viele Leute, die sind mit dem, was sie haben, nicht zufrieden, sondern müssen immer mehr und mehr tun und mehr. Nein, 80 habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt zwischen 60, zwischen 70 und 80. So redest, weil immer sagst, mit der Zeit kommst du mit, etc. etc. Jetzt hätte ich mir gedacht, da ich selber 50 bin und trotzdem relativ gut klarkomme, dass du ein bisschen älter bist. Du klingst nicht so, ja. Also vom Reden her, weißt du, sagst, du bist da total, ja. Weil ich gehe jetzt von meinem, ich sag jetzt mal Schwiegervater aus, der ist, ich glaube, muss ich lügen, aber 83. Aber der kennt sich, der ist voll fit mit dem Computer, immer noch. Ja. Aber dein Jahrgang würde mich jetzt tatsächlich interessieren, ja. Was, 86? Haben wir brutal verschätzt, du bist ja 12 Jahre jünger wie ich. Okay, das hätte man nicht gedacht. Du bist aber ein seltener Fall, ja. Was jetzt die ganze Technologie ja, mit sich bringt, sage ich jetzt mal. Weil das passiert nicht leicht. Haben wir total verschätzt, schau. So kann man sich täuschen. Aber es ist halt, welche Leute das mal anzieht. Ja. Ich kenne jetzt zum Beispiel keinen, der wo jetzt da so Technikgegner wäre, weil wenn du dich für Technik interessierst, bist du logischerweise auch mit den Leuten zusammen, die sich mit Technik auskennen. Ja. Wenn ich jetzt von meiner Frau ausgehe, ich kenne jetzt viel, ja, ich sag jetzt mal Landwirte und so Zeug, die haben jetzt auch tatsächlich mit Technik nicht viel am Hut. Ja, dann deswegen nicht blöd, die wissen andere Sachen viel besser als mit mir. Aber ja, dem gibt es ein normales Nokia-Handy in der Hand, dann ist er glücklich. Der braucht kein Internet-Scheiß, weil der einfach besser naturverbunden ist, als wir jetzt ich oder die technisierten Leute. Du kannst jetzt irgendwie anders nicht ausdrücken. Stierweit, ja, da muss ich jetzt einmal rausfahren.
So. Sekunde. So, was? Ja, wenn du jetzt auf Instagram abspielst, ja, das sind Leute, die verdienen mit der Scheiße Kohle. Und nicht wenig. Und je größer der Schmarrn ist, umso mehr Kohle verdienen sie. Und die leben ganz gut davon. Ja, manche werden sogar als Influencer, nennt man das, extrem bekannt. Ja. Das ist einfach eine Art und Weise in der heutigen Zeit, Kohle zu verdienen. Wenn du jetzt von denen ausgehst. Ja. Manche möchten, sie haben eigentlich einen Mitteilungsdrang, sage ich jetzt mal. Aber wie gesagt, das sollte jeder selber machen. Das ist halt die neue Kommunikation. Früher hat man sich ins Wirtshaus gesessen, jetzt darf man im Wirtshaus weder rauchen noch saufen, weil man muss ja heimfahren. Also für was sitzt du noch ins Wirtshaus? Da ist daheim viel bequemer, aber dass du mit anderen Leuten redest, was machst du da? Handy raus, Chat raus und dahin geht's. Salam. So, und jetzt muss ich mal schnell telefonieren. So, Jay, bin ich wieder am Rohr. Ja, keine Ahnung, was dann passieren würde. Es hat wahrscheinlich einiges zusammenbrechen, weil jetzt steht der Scheiß schon am Internet dran hängt. Meier Eichberger, ha? Jetzt haben wir einen Bus und fahren wir 70 auf der Autobahn. Hast du eine Lähmung oder was? Fußlähmung nennt man das. Wahnsinn. Was, ich mach so? Ja. Lass beim Fahren, denke ich mal, oder? So, der Ton geht auch wieder, glaube ich. Jetzt hält man nicht mehr allzu weit. Ein paar Kilometer noch. Und mein Handy läutet schon wieder. Ich glaub's nicht. Ja, sorry.
So schön, oder? Da hast du schon abgebogen. So, grüß euch Bernhard. Haben wir wieder wegen mehr da jetzt, ja? Mal schauen, der Grund geht noch. So, jetzt habe ich noch ein paar Kilometer. Auch fast 6,5 Stunden, auch fast 7 Stunden. Bist schon wieder da oben. Wahnsinn.
nächste Abfahrt Hengersberg. Haben wir noch 30 Kilometer, da ist er Wurfelheit. Gott sei Dank, jetzt bin ich langsam am Miet. Aber leider, Gott sei Dank haben einige Community-Leute oder einige mein Channel gefunden haben auf Trampolin, da wird diskutiert mit mir, so soll es sein, so stellen wir das vor, so ist das klasse. So soll das. Einfach nur ein bisschen reden miteinander. Weil das in der heiligen Zeit so selten ist. Weil die Leute einfach nicht mehr reden miteinander. Genau deswegen gibt es diesen Scheiß aus. Was man da momentan da kommt. Meine Meinung. Nur weil die Leute einfach nicht mehr reden miteinander. Weil sie nur am Fernsehen sitzen und quatschen, reinschauen und das dumme Sünden werden. Wenn man schon keinen Stammtisch nicht mehr machen kann, dann ist es gut. Was schreibst du schon wieder? Ah, Müdigkeit, ja. Jo, gibt es tatsächlich schon. Ah. Wieder was faul und gefräßig. Schlupfst du heute nicht, oder was? Was? Ah, okay. Aber es ist cool. Solche Leute brauche ich. Aber jetzt wackelt das ganze Ding so arg, dass ich echt nichts mehr lesen kann. Das ist der Wahnsinn. Da hat so Flickerl. Die Autobahn ist so am Arsch, da das Stückel, das ist brutal. Aber ich bin über das Mikro tatsächlich sehr begeistert. 85 Cent. Ich sehe nicht klar. Ich spare, wie lange das dauert, bis hier ist. Aber ich glaube, es wird nicht weit, gell? Aber da das ist schon eine besser. Ja, es ist eine Drecksautobahn. Da gebe ich dir recht. Das ist brutal. Mit dem Lastwagen geht es ja noch, aber mit dem Auto ruckelt es noch besser. Flickerteppich, 6 alle 25 Meter ist irgendwo so eine Stufe reingepickt. Ja, wieder mal. Ja, der nächste, das wird 100 Meter. Das dauert wieder ein wenig länger, dann ist es wieder 500 Meter. Ja, ist unglaublich. Vor allem haben sie die Stress da mit einer
weiß auch nicht, was das ist, Tier oder was ausgerüsten. Und jetzt rumpelt es noch besser. Nicht? Dann hilft uns eh nichts, weil sie das Glück wieder rausfahren. Ja, du musst auch jeden Tag das scheiß Autobahn da oben, gell? Das wird schon, ich hast nichts zu sagen. Wie ist nur das wieder abgekackt, das Stream. Da ab und zu Wasser Richtung Dicker, auf der anderen paar Netzlöcher drin. Und Telefon und überhaupt wichtig und ach. Wie viel Liter das ich tank? Wenn er ganz leer ist, dann gehen dann 320 Liter rein. Kostet normal so um die 500 € circa. Außer der Sprit ist so teuer wie heute in der Bayerwald-Tankstelle, da kostet 2,17 €. Naja, kannst du dann fast 650 €. Und reichen wird der Tank, also wenn ich Österreich fahren muss, 2 Tage. Und wenn ich was anderes fahre, ich sage 2-mal in der Woche ungefähr, muss ich tanken. Reichweite hat das Ding, ich weiß nicht, was er sagt, aber das stimmt aber nicht. Also jetzt habe ich noch ein Viertel Tank. Mit dem sagt er, komme ich 463 Kilometer weit. Das stimmt aber nicht immer so ganz. Ja, das variiert halt. Mal hat er Reichweite so um die 1500 circa. Und auf zwei haben viel Autobahn, viel Landstraße, viel bergauf, bergab. Variiert aber relativ stark. Jetzt im Moment habe ich Durchschnittsgeschwindigkeit 5, also heute auf der Tour 55 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit und auf 100 Kilometer 23,6 Liter. So der Stand heute. Uiuiui. Schon wieder klar scheppert. So, das war's dann für heute. Ich danke euch, meine Freunde. Danke für jedes Abo, danke für jedes Like und überhaupt, ja, für jede Mitgliedschaft sowieso. Seid die Besten. Ich hoffe, ihr seid dann am Freitag wieder dabei. Und ich kann schnell gucken. Bei meinem LKW-Stream. Ja, schaut zu meinem Kanal vorbei. Vielleicht ist das eine oder andere Video dabei, das war euch gefällt. Was passt vom Gaming-Content her oder von Favorites Natur. Habe ich ja auch 1, 2, 3, 5 drin. Schaut es euch an. Und dann sehen wir uns am Freitag hoffentlich wieder. Gell? Also, ja, bis zum nächsten Mal hoffentlich. Gell? Also, top von euch. Servus.